Ich muss mal schauen, ob ich irgendwie da noch einstellen kann, die hure Stream-Info. Decline, Untertitel, Ausgabetimer. Ich vergesse, wie man das macht. Docs. Irgendwie kann ich das nicht bearbeiten. Egal. So. Sind wir denn auch online? Test. Test. Das ist dann gut. Das ist dann gut. So. So. Gut. Wunderprächtig. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen bei einem neuen Stream. Beziehungsweise bei einer neuen Folge später auf YouTube. Bei dem morgen erst ca. 20 ab 9 Uhr bei Kufa. Ja, ich wollte dir noch mal schreiben, weil bei mir wird es auch ein bisschen später. Bei mir wird es so 20 ab 9 Uhr, halb 10 Uhr. Ich habe vorher noch das Geburi essen. Dementsprechend bin ich auch ein bisschen später. Also, Daumen drücken, dass es überhaupt so bleibt. Ha? Aber im Moment sieht es gut aus. Genau, Partyhütte, das ist ein gutes Thema. Ich muss nämlich noch Tickets verlosen als erstes. Und zwar haben wir da Partyhütte auf diesem Post. Mit einer wunderschönen Glatze. Was müssen wir machen? Video liken und kommentieren, beziehungsweise jemanden markieren. Ha? Jetzt muss ich schnell schauen, wie viel das da mitgemacht haben. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, 5 mal, 6 mal, 7 mal, 8 mal, 9 mal, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Da habe ich schon gezählt. Aha. Mal, ich muss... es sind gleich mehr. Es sind mehr, als ich gedacht habe. So kurz und spontan. Dann muss ich gleich wirklich schnell auslösen. Darum denke ich einfach kurz das erledigen, indem sie sagen, es haben alle gewonnen. War nix. Ja, Mist. Vorbereitet des Todes. Moment. Hallo. So, du läuft das Stream noch? Ja. Hey. Willst du da nicht zu? Also, jetzt haben wir da so Streifen geholt, das sind so von diesen Fotos, die bei uns überall an der Wand hängen. Sind das so die Schnäpsel vom Rand, und da kann man wunderbar kann man die wiederverwerten für Lösli. Ja, es dauert jetzt halt einen Moment, sorry. Jetzt muss ich schnell alle aufschreiben. Wie mache ich jetzt das da? Scheiße. Also, der King Heinrich, da schließen wir, glaube ich, vom Wettbewerb aus. Der ist einfach zu pervers. Nein, der Demo.
hat mitgemacht. Dann haben wir. Da hat niemand markiert und auch nicht geliked. Dann haben wir Weltentdeckerin. Wie? Weltentdeckerin. Umstrich. Die hat Nia markiert. Aber Nia kann ja in dem Sinne nicht gewinnen. Weil die hat ja nicht selber mitgemacht. Dann haben wir den Nando 03. Nando 03. Sorry für meine Schrift, das wird jetzt ganz scheußlich. Dann haben wir den Nicola, der hat den Nando. Heieiei. Haben sich alle da noch gegenseitig hin und her. Unterstrich. Nicola. Zum Glück schauen noch nicht viel zu. So, dann Kufa. Aha. X. Unterstrich. Lady. Y. Was? Dann haben wir den Nico. Ah, scheiße. Der Nico Walker. Und dann haben wir der Zirpo Assas. Also, ja, aber ich weiß. So. Dann haben wir den Ramsi. Euch geht's gut draussen. Dann haben wir. Und dann haben wir. Ciao, ciao. C-K-I-N-K. Hey, meine Schrift. So ganz genau. Ein gewisser Patrick Nuss, wer auch immer das ist. Die muss ich eigentlich auch nicht aufschreiben, du zahlst eh keinen Eintritt. Aber schön hast du mitgemacht. So, dann haben wir. Es sind mehr als ich gedacht habe. Shit, ich dachte, das ist schon die 5 Minuten gemacht. Tut mir leid, das hätte ich ja vorher machen können, ich weiss. Also, aber der hat schon mitgemacht. Oben nachher, da muss ich nicht nochmal. So, dann haben wir. Ui. Ja. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Weil die Angie muss ja nicht aufschreiben. Die Anja. Die ist im Party heute Chefteam. Eine von den Chefs. Die muss ja nicht aufschreiben. So. Ich glaube, wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, habe ich jetzt alle. Da ist noch ein bisschen durchgelüsseln nochmal. Nein, musst nicht. Eben, ich würde sagen. Jetzt nochmal die Zellen machen und tun schnell. Das weiß ich nicht. Okay. 2, 4, 6, 8, 10.
2, 4, 6, 8, 10. So. Ja, es gewinnen fast alle. So viel kann ich jetzt schon sagen. Fast alle. So. Wie machen wir jetzt das am schlausten? 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. 10. Kann ich überhaupt so viele Leute nachher markieren in der Story? Gut, jetzt machen wir das so. Jetzt muss ich auch ein bisschen transparent sein für die Leute. Kommen jetzt alle da rein. Hoppla. So. Da ist auch noch 2 versteckt. So. Und jetzt tue ich nicht möglichst blind. Ja, da haben sie wieder die schöne Glatze. Das ist ein Träumchen, ich weiss. So nicht möglichst, ich schaue euch in die Augen. He? Und dann tun wir 10 Zettel ziehen. Das gibt 20 Billionen. Mal, kommt her. Also, Achtung, der erste Gewinner mit 2 Tickets geht an Zirpo. Herzliche Gratulation. Jetzt könnt ihr das nicht lesen, hä? Muss ich es haben? Autofokus. Zirpo. Da müsst mir einfach mal etwas glauben. So. Ich muss es ein bisschen schneller machen, ich will spielen. Nächster Gewinner, der Nando 03. Nächster Gewinner, es gewinnen ja Eva Schau. Der andere Ziffer 19. So, 1, 2, 3. Kann ich bitte noch ein bisschen Frauen gewinnen da mal? Ist ja furchtbar. Ich brauche ein bisschen Girls. Nächster Gewinner. Ich schaue euch in die Augen, sorry. Michi-Luna. Das ist, glaube ich, sogar eine Frau. Hä? Ich muss einfach jedes Mal sagen, da gewinnen nur noch Frauen. Frau bitte, komm. Frau. Dovova! Das ist keine Frau. Mann! Ich lese es jetzt selber raus da. Nein, mache ich nicht, wir bleiben fair. So. Ha! Jetzt x_lady.y. Ich tue euch den alle anschreiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next one ist der Ramsey 202. 7. Haben wir Weltendeckerin. Ich weiß nicht, ob es Entdeckerin war, ob ich es falsch abdingselt oder nicht. 8. So, was haben wir da noch? Jetzt haben wir noch 4. Wer ist das noch? Okay. Weißt du was? Weißt du was? Der hat einfach alle gewonnen. Leck mir, ich mache jetzt das einfach. Der hat einfach alle gewonnen. Gewonnen haben ja der Simu 1113, der Nico Walker, der BLV Inkboy, keine Ahnung auf. Und der Nicola. Herzliche Gratulation, der hat alle gewonnen, ihr habt mir den ganzen Zeichen hier können sparen. Gut gemacht, Timo. Ja, jetzt sollte ich einfach noch eine Insta-Story machen, wo ich alle den anschreiben. Beziehungsweise, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil das sollte ich noch machen, weil, während dem Stream, weil ich streame jetzt eine Weile hin. Darum machen wir das auch noch schnell jetzt. Was ist los, Hung? Ich weiss, es ist heiß. Zack, und da bin ich direkt wieder nach dem Meeting. Geile Sieg. Zirpo, du hast gerade Tickets gewonnen für die Party heute Morgen. Gratuliere. Ich muss jetzt schnell alle irgendwie alle schnell anschreiben.
Ja, voll. Wie machen wir jetzt das mühsam? Party heute. Video. So. Also, jetzt schreiben wir schnell alle an. Ich muss schnell irgendwie. Nein, weißt du was, das machen wir später. Das machen wir später, ich habe keinen Bock jetzt alle anzuschreiben. Oder weißt du was, wir machen es anders. Ich tue das abkommandieren. Ich muss aufpassen, dass ich da nicht meine Visa ins Bild habe. Das wäre nicht so schlau. Haben wir den Party-Gruppe-Chat? Welche arme Sau darf jetzt das machen? So. Der Scheiß ist einfach, dass ich am Samstagmorgen Prüfung habe. Yeah. Ja, freue dich noch nicht zu früh, weil vielleicht wird es noch abgesagt. Das ist leider so. Das könnte durchaus noch passieren. Aber im Moment sieht es gut aus. Der Kanton hat bis jetzt noch nicht reagiert auf die Empfehlung vom BAG. Es bleibt alles noch wie es ist. Also. Daumen drücken. So, und dann starten wir doch mal in eine Runde. Ja, gleich früh gar nicht mal etwas gewonnen. Das ist doch schön. Bei mir rennt jetzt immer mitzumachen. So. Ja, und sonst schauen wir dann für die nächste Party heute, falls jetzt wird abgesagt werden, der hat ja das zu gut. Ich mache immer mit und das ist das erste Mal. Schon? Ja, so lange bist du also noch nicht im Folgen und so, oder? Oder wie lange verfolgst du mich schon? Ich mache seit Jahren Partys und Wettbewerbe und seit Tag 1. Ja, das wüsste ich dann. Seit Tag 1. Ich mache länger Partys, als du alt bist, wahrscheinlich. Aber knapp, aber fast. Ich mache immer mit, aber für nichts, weil ich immer gratis mitgehen kann. Ja, weil ich immer mitgehen kann. Haha, ich bin 23. Ja, warte, jetzt muss ich mal rechnen. Ja, aber wie gesagt, ich mache fast so lange Partys, wie du alt bist. Ich habe mit 12 meine erste Party veranstaltet. Öffentliche. Das kannst du selber rechnen. Ist doch so, oder Timo? Ja, Aber du mitmachen musst gleich, weil jeder Kommentar, jedes Markieren und Machen und Tun bringt etwas für die Reichweite vom Post. Das ist immer gut. Aber ich folge dir seit ich 16 bin, also seit etwa 8 Jahren. Oha. Heftig. Ehrenmann. Da kennst du mich ja schon hure gut und ich dich hure nicht. Vermutlich.
Ja, es geht. Nein, also weißt du, so von den ganzen Videos und Stories und bla bla bla, wenn man das immer von jemandem Ausgang verfolgt, hat man dann wie das Gefühl, man. Schnell muten. Ah shit, Moment. Ich muss auch schnell auf Teamspeak zuerst. So, jetzt. Aber man hat dann wie das Gefühl, man kennt die Person. Ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, dass ich so. Den Gronk kenne ich sehr gut. Weil ich ja Stunden mit dem seine Videos verbracht, mit den Let's Plays und solche Geschichten. Und ich habe das Gefühl, weißt du, so, das ist wie ich bin mit dem durch dick und dünn. Der hat mich seit Jahren begleitet. Also klar, ich bin jetzt nicht der Gronk, so wollte ich es nicht vergleichen, aber du weißt, was ich meine. Ja, das ist schon, also weißt du, was du meinst. Ja, eben, weil du bekommst so viel mit, du weißt so viel über jemanden und es ist dann hure weird, so für die andere Person. Weil wenn der Gronk mich würde treffen, der hat noch nie von mir gehört, weißt du, so, der hat keine Ahnung, wer ich bin. Und ich habe das Gefühl, ich kenne den seit 10, 15 Jahren, oder nein, wie lange macht er YouTube? 10 Jahre. Aber haben wir Kufa auch schon mit geschnurrt und sonst auch schon. Schon? Ich bin einfach schlecht, Alter. Es ist nicht nur der Bruno, der Probleme hat mit Gesichtern und Namen. Aber eben, es passiert mir auch hure viel. Du weißt nicht, wie oft dass ich irgendwelche Menschen treffe. Die sagen, hey, geht's gut, schon lange nicht gesehen, blablabla, ich spiele mit. Das, ja, voll, ja. Und dann laufen wir weg und ich habe keine Ahnung, wer das war. Weil selbst ich bin jetzt noch nicht sicher, ob wenn wir uns treffen, ob ich die würde kennen. Ganz ehrlich, ich bin einfach zu scheiße. Ich habe eine leicht fortgeschrittene Gesichtsblindheit. Und ein Hirn von einem Löcherbecken. Also wenn du mich siehst, sag einfach, ich bin der Zirpo. Also, jetzt nicht hure viel, aber wenn du 100 Leute... Wenn du 100 Leute schnurrst an einem Abend, kannst du nicht alle merken. Ja, aber das ist genau das Problem. Das ist, oder, da bin ich manchmal am Auflegen oder sonst irgendwie und dann kommen hure viele Leute über den ganzen Abend verteilt zu mir, irgendwie jeder, sei es nur ein Songwunsch oder manchmal schon, wenn man ein bisschen mehr schnurrt. Und das irgendwie 7 Tage in der Woche oder zumindest am Wochenende immer, wenn nicht Corona ist, rechne mal aus, was da zusammenkommt pro Monat, wenn du an neue Gesichter siehst. Und jeder hat das Gefühl, ich sollte ihn kennen. Aber es geht mir auch so mit solchen, die ich wirklich kenne, also keine Panik. Und so sensationell außergewöhnlich sehe ich halt auch nicht aus. Nein, komm jetzt. Du siehst sicher super aus. Ich weiss ja, wie du aussiehst. Ich merke es nur nicht, vor mir stehst. Und es ist also nicht so, es ist nicht nur bei Männern so, es geht mir auch mit Frauen so. Auch mit schönen Frauen. Ist also nicht... es hat schon ganz blöde Situationen gegeben. So, nein, was ich eigentlich auch sagen zum Game. Ja, vorher in der Zwischenzeit... das ist Party heute ab 16. Jawohl! Party heute ist... Hose richten. Ist ab 16. Immer. Aber es ist meistens ein recht durchmischtes Publikum. Von jung bis alt, seit und je. Ist nicht wie bei anderen Partys. Genau, ich bin vorhin in Support heute in der Zwischenzeit. Nach dem Essen habe ich mich in Support gesetzt. Und habe gar nicht so lange müssen warten das Mal, weil ich habe mal stundenlang gewartet und bin nicht reingekommen. Und das Mal bin ich recht schnell reingekommen. Und ein ziemlich netter Herr hat sich dann um mein Problem gekümmert mit dem Roller. Und zwar ist es so, er hat mich dann schnell zum Pizzalieferant abgeportet. Dort hat er mir den Roller hergeportet, weil der ist irgendwo im Meer ausgeschwommen. Wie auch immer der dort her ist gekommen. Und ich konnte jetzt zurückgeben am Luigi und konnte die Kaution dementsprechend zurücknehmen und habe jetzt die $500 zurück. Das heisst, und der Schlüssel ist auch weg. Das heisst, das Rollerproblem ist endlich gelöst.
Und ich weiss jetzt auch nicht, ob wir jemals wieder Pizza ausfahren, weil ich habe jetzt ein bisschen Schiss davor, dass das wieder passiert. Ja, und darum schauen wir. Das Gitarre läuft ja eh besser und den Roller haben wir eigentlich genommen für uns fortzubewegen. Das hat sich ja auch mit dem Auto eigentlich erledigt. Aber jetzt könnte man auch theoretisch wieder irgendwo bügeln. Wie viel hast du eigentlich noch bekommen, also vom Gitarre? Von dem an, wo du gegangen bist. Ich weiss gar nicht, wie viel ich vorher hatte. Also wir gehen jetzt mal an den Bankomat. Ich muss jetzt mal den Kopfhörer anlegen. Ich muss merken, falls jemand mit mir schnurrt. So. Also falls ihr das Ganze auf YouTube schaut, von hier an geht's los. $38. Nein, ich glaube, wir haben schon mehr gehabt, wo du bist da gewesen. Aber ich habe nicht mehr viel gemacht. Ich bin dann dort auf dem Bänkchen gehockt und habe ewig lang noch mit den anderen geschnurrt. Also ich habe nicht mehr wirklich gespielt. So. Gut. Nein, eben wegen dem Roller scheint sich der Bug mittlerweile behoben. Aber ich vertraue ihm nicht mehr so. Ich habe nur noch gelassen und nicht zugeschaut. Okay. Und wir gehen jetzt schnell Bankomat, können wir schnell schauen. So, machen wir da mal. Wir haben $2263. Also es hat noch Sozialhilfe gegeben. Genau. Und ich bin noch das Essen kaufen für $20. Das ist jetzt das Restgeld, das ich noch habe. $166 hat das Ding gegeben. Und jetzt im Sack haben wir 512,98. Ich würde jetzt die 500 einzahlen. Und dann können wir mal schauen. Oder einfach, komm, wir zahlen schnell alles ein. 512,98. So. Wenn wir jetzt alles richtig eingeben, haben wir $0, genau. Wir haben $2776 und 95 Cent. Das ist ein Bruno sein gesamtes Vermögen. Jetzt muss ich jetzt schnell gucken. Jetzt habe ich eine Nachricht bekommen. Nö, das ist nicht, was ich wollte. So. 2700, also müsste ich mal überlegen, wir hätten immer noch kein Auto. Für das Geld bekommst du kein Auto. Also nur mal zum Vergleich, der Karren, den wir haben, der kostet irgendwie 7'000, 8'000 Steine. Ja? Und seit wir hier sind, haben wir... nein, wir haben nicht mal so viel verdient. Wir haben ja noch Startkapital von 1000 Stutz oder so. Ja, das Leben ist hart in Los Santos. So, wer ist dort denn alles? Kennen wir dort jemanden? Keine Ahnung, aber ich glaube, wir holen das Gitarre kurz und stellen uns mal dazu und spielen für den Anfang 1-2 Songs und dann habe ich eben davor etwas anderes zu machen. Ich habe eigentlich vor, etwas anderes zu machen, und zwar wollte ich unbedingt auf Wohnungssuche. Checke jetzt schnell mein Handy noch. Oh, wir haben verpasst den Anruf. Jetzt habe ich 53. Hey Malo! Hola. Hallo! Pass auf, ich habe dich angerufen, weil die Maklerin sich gerade bei mir gemeldet hat. Sie hätte Wohnungen im Stadtpark frei. Okay. Ruf da gerne mal zurück. Warte, Okay, also die offizielle oder die etwas weniger offizielle? Die offizielle okay. Maklerin. Ja, gerne. Kannst du gerade meinen Kontakt mit auftragen? Das ist 811 ist die Durchwahl bei denen. 811. Ja. Okay. Ja, dann rufe ich gleich mal an. Ja, sehr gerne. Gut, vielen Dank, Jack. Ja, dafür nicht. Schönen Abend, ne? Ciao, dankeschön. Tschüss. Geil! Wir haben eine Wohnung. Oder Chance auf eine Wohnung. Schöne Ferien gehabt. Ja, voll easy. Merci Malo. Schön, bist du wieder da. Ja, Freude, bin ich wieder da. Wir sind endlich wieder am Start. Aber wir sind schon mit drin.
Drum, let's go. Hallo? Ja, guten Tag, da ist Bruno Moser. Ja. Ich habe von einem Freund die Nummer bekommen, von einem Jack. Ich soll mich bei Ihnen melden bezüglich, es gäbe wieder Wohnungen. Ja, wir haben jetzt noch 2 Wohnungen zentral zwischen dem Stadtpark und der Southside. Okay, das klingt gut. Sind Sie mobil? Ja. Wissen Sie, wo, wenn Sie unten am Stadtpark Richtung Southside fahren, wissen Sie, wo nach der Autobahnbrücke die Tankstelle ist? Nach der Autobahnbrücke die Sie fahren Tankstelle. quasi unter der Autobahnbrücke durch, wenn Sie am Stadtpark unter der Autobahnbrücke durchfahren und da ist direkt nach dem Anschluss an die Unterführung ist eine Tankstelle. Okay, also da beim Vanilla Unicorn in die Richtung, ne? Ja, genau. Okay, okay. Nur auf der anderen Seite, ne? Also Okay. weiter rechts die Straße. Nicht links, wo das Vanilla Unicorn und der 24 ist, Ja, sondern auf der rechten Seite davon. okay. Ja, ich versuch's zu finden, ne? Genau, da ist eine Tankstelle, da steht dann auch gleich ein grauer Washington und dann zeige ich Ihnen die Immobilie einmal, wenn Sie was für Sie ist, müssen Sie kurz warten, weil die Kollegin hat auch noch 2 und eine, also die letzte, die ich jetzt noch habe, ist reserviert. Okay? Aber 2 haben wir auf jeden Fall noch. Okay. Genau, Und die sind alle in dem Gebiet, ne? genau, die sind direkt hinter der Tankstelle, also da ist nicht weiter in die Southside, sondern eher Richtung Stadtpark. Okay. Genau, Ja gut, dann kann ich mal schauen. Bis gleich. alles klar, bis gleich, tschüss. Danke, ciao. Natürlich, bin jetzt auch gerade daheim angekommen, nach 12 Stunden im Dachstock schwitzen, also bin körperlich anwesend. Bin jetzt aber zuerst im Duschen, Stream ist off und auch ein Auge drauf. Hey! Ehrenmann! So, ich glaube, es gibt eine Wohnung für uns. Das klingt doch gut. Jetzt hoffen wir nur, dass wir die bekommen. Ich muss wieder in die Tastenkombination reinbekommen. Das wäre doch geil. Es kommt ganz darauf an, wie viel sie heischen dort. Sollte ich eigentlich vielleicht nicht mit dem Auto herfahren? Kann ich sagen, ich bin ein armer Musiker. So wie ich verstanden habe, geht es jetzt hier links. Und dann hier unter der Autobahnbrücke durch. Und dann bei der Tankstelle. Meint ihr echt Grove Street Tankstelle? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er die Tankstelle meint. Aber graue Washington hat er gesagt, ja? Das wäre ja die gleiche Karre wie ich habe eigentlich. Das ist vermutlich nicht hier. Scheiße. Wo hat's denn hier noch eine Tankstelle? Ist das da vorne noch eine? Ah, hier. Okay. Du leckt sich ein bisschen, leckt es bei euch, läuft super. Läuft super, okay.
keine Ahnung, ob das die richtige Tankstelle ist. Ah, hier. Hallo. Hallo. Ich glaube, wir haben telefoniert gerade. Ah, wir haben telefoniert? Ich glaube, ja. Okay. Ja, das ist ja praktisch. Dann haben sie es sogar von alleine gefunden. Ja, genau. Ich war zuerst in der Grove Street hinten, das Nee, war die ist falsche. hier. Das Gebäude. Genau, ja, das hier ist halt sehr, sehr nah, deswegen. Okay. Also hier ist tatsächlich 1 Minute Fußweg. Ich kann dir die Wohnung schon mal zeigen. Ich Mhm. bin gerade nämlich noch mit dem Kunden im Gespräch. Zeig dir die ganz kurz. Und wäre dann aber eine von der Kollegin, aber die sind selber gleich geschnitten. Okay. Das ist nämlich im Untergeschoss hier, also hier unten direkt die rechte, die zweite. Mhm. Kannst du dir mal drinnen umgucken? Also die im Inhaltlich. ersten OG rechts, ne? Ja, genau. Die zweite. Die zweite. Okay. Ja. Ja, sagen wir mal so. Kommt auf das Budget drauf an. He? Wenn wir Dusche, WC, Schlafzimmer. Oh, die ist gekauft! Die ist gekauft! Die ist gekauft! Da hat ein DJ-Set drin! 2 Plattenspieler und ein Mixer, die ist gekauft! Die miete ich nicht, die kaufe ich! Funktioniert das Ding da? Ey, geil! Nein, die muss ich haben. Das passt zum Bruno. Es wäre ein bisschen abgeranzt, aber... Also wenn der Preis stimmt. Hauptsache das ist eine Kerze. Das ist ein bisschen gefährlich, he? Da unter dem Möbel. Da irgendwie... Kann man die dann auch einrichten? Nein. Soweit sind wir noch... Also sie sind noch nicht. Kühlschrank ist leer. Okay, dann haben wir einen Kühlschrank. Können wir dann mit Essen füllen. Ja, ist schon geil. Aber die Frage ist jetzt, was geben wir aus für die? Weil $60 oder was die anderen da in Weinwood kosten, zahlen wir sicher nicht für die. Also es kommt jetzt ganz darauf an. Und dann haben wir hier Fotos von irgendwelchen anderen Menschen. Pamela Drake und Mitch Dexter. Okay. Haben wir eigentlich noch etwas zu trinken? Ja. Einfach mal ein Bierchen gönnen. Und? Ja, sieht ganz gut aus. Willst du nehmen? Ja, ist eine Preisfrage halt, ne? Auch. $40 Miete Ja, und $250 Maklerpauschale halt. okay, okay. Ja, klingt gut. Ja, perfekt. Dann, genau. Dann kommen wir mit raus. Mhm. Machen wir nämlich den Rest draußen. Dann werden wir mein Bier trinken. Jupp. Dann brauche ich einmal deinen Ausweis, weil dann notiere ich mir das alles, auch dass Mhm. du hier eine Wohnung quasi hast. Also dann bekommst und dann, sobald meine Kollegin wieder aus ihrem Termin da ist, gibt die dir dann direkt eine von denen. Okay. Hier. Oh, jetzt ist er mir runtergefallen. Entschuldigung. Alles gut, passt. Hier. Aber die Telefonnummer?
Die Telefonnummer wäre, muss kurz nachschauen, das ist die Vorwahl, dann die 603 603 029. 029. Genau. Schreibe ich mir das auch nochmal auf. So, perfekt. Alles klar, dann hast du hier deinen Ausweis wieder. Dankeschön. Und dann rufen wir dich an, sobald die Kollegin aus dem Dings ist, und dann kannst du direkt herkommen und dir die Bude entgegennehmen. Ah, super, nice. Ja, ganz kurz, schnell, unkompliziert. Ja, perfekt, wunderbar. Kein Rumgestresse mit Papierkram, du bekommst, genau, achso, zu den $250, du bekommst von uns dann noch eine SMS. Mhm. Da steht dann alles drin. Deine Kundennummer, die ist wichtig, wenn du irgendwann mal ein Haus hier anmieten willst oder so, also eine größere Immobilie Ja. reservieren willst und so. Kundennummer merken, ansonsten steht da dann auch die Kontonummer, wo du das halt hinüberweisen musst. Okay, Also das okay. nehmen nicht ich entgegen, sondern das geht direkt aufs Firmenkonto. Okay, alles klar. Genau. Und mit Parken, wie ist es da so mit der Situation hier? Gibt Kannst es du nur hier. diese zwei oder einfach... Nee, du kannst noch hier vorne durch. Hier vorne ist nämlich zu. Ah, okay. Guck mal. Ah, nice. Okay, ja, perfekt. Genau. Wenn Ja, du ganz sportlich bist, kannst du auch da vorne drüber, aber musst du Ja, nicht nee, unbedingt. nee. Genau, deswegen, also. Aber hier hast du direkt Parkplätze. Ja, en masse. perfekt, perfekt. Ja, sehr gut. Wunderbar. Dann Ja, dann machen wir höre ich das von so. euch, ne? Genau. Okay, bis Jo, später. Bis dann. Ciao. Wir haben eine Wohnung. Wir haben eine Wohnung. Aber wenn ich jetzt 250 Steine zahle, das ist ein bisschen viel, nicht? Und meine Karre ist schöner. Was mir jetzt halt Wunder nimmt. Kann ich die heute jetzt so sagen? Kann ich jetzt hier selber eine mieten? Das wäre jetzt sauer Asi. Was passiert, wenn ich jetzt hier... Herstoge rechts. Herstoge rechts 1. Nein, da komme ich nicht rein. He? Der hat mich jetzt wirklich reingelassen. Bevor ich gar nicht in die richtige Wohnung. Aber der hat die aufgeschlossen. Ich kann jetzt nicht rein. Also es ist nicht so, dass ich jetzt einfach irgendwie kann die nehmen und einfach mieten. Nein, die Wohnung ist voll easy. Und für $40 hat es so viel früher die Sozialwohnung. Also das weiss der Bruno natürlich nicht. Ich weiss, dass die Sozialwohnung auch $40 hat gekostet. Und ja, wir sind hier noch fast im Ghetto. Ich meine, es gibt sicher schönere Orte als hier. Aber wir haben eine Tankstelle vor der Hütte, wo kein Laden hat. Das weiss er doch, das haben sie im Flughafen gesagt. Ich weiss es nicht mehr. Kann sein. Wir haben einen Bankomat vor der Hütte. Wir haben eine Tankstelle und ja, Laden nicht, aber das ist doch geil. Und sorry, aber alles gefährlich ist, das muss ich jetzt ausprobieren. Weil ja, da ist schon so ein Plan. Den Laden kannst du schnell in den Club umbauen. Nein, hör auf, dann immer wieder lärmen. Sagen wir da, what will you do? Lotto, okay. Oh oh. Komm ich da durch? Ja, ja. Also hier oben ist... Wir wollen einfach eine Autobahn an, das ist halt ein bisschen... Einfach nicht runterfallen, bitte. Ich glaube, ein Tier runterfallen ist Feuer runter. Das ist so das erste Gefühl, weil du einfach so weisst, okay, wenn ich sterbe hier, dann bin ich einfach tot. Also der ist fertig mit dem Let's Play. Also ich sehe den Bruno schon hier Gitarre. Und ihr so eine kleine Dachparty machen hier oben. Ja moin. Da pfeift mir schön. Ja, ja, ich komme. Nicht, dass der noch den Kopf anläutet. Ich bin sicher, ich will mich umbringen.
Neben dir ist schon der. bewusst, dass sowas verboten ist, oder? Wieso verboten? Hey Bruno. Hey. Hey! Ich bin Emil, fast in dem Wäschweg bin. Digga, ich habe mir da oben jetzt gerade, also mieten wir jetzt gerade eine Wohnung in dieser Hütte. Darf ich doch mal den Ausblick anschauen? Darf ich dreimal raten? Hätte der Makler das Dingslet? Ja. Ja, gut. Ja, Wegen? ja, ich habe gehört, dass halt so Wannabe-Makler sind, wo einfach jede Wohnung im Voraus für sich selber mieten und es einfach so viel Geld verteilen. Ja, das ist ja auch okay, wenn er sich die Mühe macht, da Wohnungen zusammen zu suchen. Ja, gut. Du kannst einfach selber irgendeine suchen, wo Ja. leer ist und selber mieten. Wenn mir eine sagst, ich habe keinen Bock drauf, da eine halbe Stadt rumzuzäckeln. Ja, schnell überlegen, wo könnte es eine haben. Wo ist der Eingang von hier? Geht hinter dem Haus. Kannst du mir noch zeigen, und dann kann ich schnell Ja, selber, komm mit. schnell selber checken, ob wirklich jede leer ist. Nein, weil, also ich finde jetzt den Preis Darf ich easy. Leute reden? Ja. Ich finde auch den Preis voll easy, weißt du? Er hat mir jetzt gesagt, eben $250 für ihn, Kaution, also Provision. Provision, genau. Und dann 40 Steine. Ist das eine Sozialwohnung? Oder wie? Ja, kann sein, ich weiß es nicht. Ja, Sie die sind immer so billig, Sozialwohnungen. Also sie sieht voll easy aus und hat ein Schlafzimmer, Wohnzimmer mit Fernsehen aus, voll easy. Oh, ja gut. Also der Preis denkt mir voll okay und ich also ja, ich weiß nicht, ob es ursprünglich mal eine Sozialwohnung wäre, aber so abgefuckt sieht es jetzt einmal nicht aus. Ja, gut. Das ist jetzt nicht Luxus, aber es ist okay. Na gut, ich habe jetzt für meine Wohnung $60 am Tag, also... Ja. Wo hast denn du eine? Weißt du, weißt aber, was Tequila ist, oder? Ja. Genau, vis-à-vis, so links davon. Ah, okay, okay. Ah, und plus ja, hier noch Parkplatz draussen, ist natürlich auch geil. Oh ja, okay, ja gut, Parkplatz findest du schon überall. Hier ist die Tür. Also, tun wir doch schnell alles durchschauen. Ah, verdammt. Ist alles voll, gell? Ja. Okay. Weil ich habe nämlich vorher auch noch geschaut, selber, aber ich habe dann gedacht, ja komm, weißt du, also. Ja. Und $250 für das er in der ganzen Stadt rumsäckelt, finde ich okay. Ja gut, dann wird man sicher Dings, da bekommt sicher Unterstützung von der Stadt und bekommt den Standort von diesen Hurenwohnungen. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, du weißt natürlich, es sind auch Wohnungen in Sandy Shores, die auch $40 sind. Mhm. Aber das ist halt keine das ist halt ein Wohnwagen. Also, Ja, hätte jetzt so einen Wohnwagen gehabt, hätte ich mir lieber so ein bisschen Pampen rausgenommen, anstatt hier Stadt, wo ja, mir ja. einfach jeder auf den Sack geht. Ja, so ein Wohnwagen wäre natürlich auch geil, aber ich bin schon hure vielen Orten, wo ich auch Pizza ausgefahren bin ich hure vielen Orten geschaut und ich habe nie etwas gefunden. Und jetzt habe ich eben das ein bisschen erzählt und dann hat mir vorher einen angerufen und mir die Nummer von dem gegeben. Und ist auch mal eine offizielle Telefonnummer. Ist es eine Leitstelle gewesen? Ja, ja. Ah ja gut, das ist gut. Ja, aber Das ist irgendwie, was war es? 811, 811. Ah okay, ja nicht, das ist gut. Wenn es eine Leitstelle ist, ist alles gut. Ja, ja. Das Problem ist halt, ja, eben, wenn es jetzt ein offizieller Weg war, hätte er einfach können sagen, ja, das wäre eigentlich seine Wohnung, seine eigene Wohnung, die er wirklich mieten. Ja. Kannst Aber du mehrere Wohnungen mieten? Ja, sicher kannst du das. Das kannst du schon, hä? Ja, Also das sicher. heisst, wenn ich jetzt ein bisschen langweilig habe und ein bisschen rumlaufen und schauen, was frei ist und so, könnte man dann noch ein Nebenbusiness aufbauen, Mensch. Genau. Okay. Wenn wir schon bei einem Business Achtung, jetzt reden. kommt's. Ich arbeite nebenan noch ein bisschen als Privatdetektiv. Also, Okay. Neben was? ja, ich bin Freiarbeiter. Okay, ich wollte sagen, aber was machst du eigentlich sonst? Also, weißt, wenn du sagst, als Nebendran, dann ich weiss nicht mal, was du hauptberuflich eigentlich so machst. So. Hauptberuflich bin ich Meister bei Los Santos Resource. Ah, mal, das hast du gesagt, stimmt. Das habe ich gesagt. Stimmt. Und wenn ich jetzt nicht dort bin, bin ich halt nebenan jetzt als Privatdetektiv und besorge Sachen jetzt in dem Sinn. Okay. Das heisst, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, willst du eine Axt oder so, dann kann ich dir Locher besorgen. Was? Eine Axt. Eine Axt? Nein, Ja. ja, aber eine Wohnung müsste ich haben.
Ja, dann komm mal mit. Fahren wir an einen Ort, wo Wohnungen frei könnten sein. Schon, wenn wir schnell... Ja, ja, sicher. Ja, also komm, wir gehen schauen. Mhm. Hier hinten kommst du eben glaub nicht durch. Du musst vorrum. Einfach über den Zaun springen. Ja, Alter Mann! Wir sind noch jung. Also, Nein, ich bin beziehungsweise nicht... noch jung. Ja, ich wollte sagen. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 22 und du? Ja, also ich bin 29. Ich bin... Ja, komm. Ja, aber ich Alter, habe 15 Jahre Nachtleben hinter mir. Das Alter ist doppelt so schnell. Ja, na und ich bin, als ich noch in der Schweiz war, habe ich jedes Wochenende Alk hingelegt. Ja, und ich 7 Tage in der Woche aufgelegt. Ich bin tot, Alter. 15 Jahre. Ich Komm bin... jetzt, Alter, hier drüber. Oh Gott, warte, meine Zigaretten. Moment. So. Ah. Ich bin stolz auf dich. Schau, Ah, die Pfeife. Gott. Bruno! Wunderbar, wunderbar. Ja, das muss ich auch mal noch lernen mit dem Pfeifen. Ah, was soll ich jetzt noch sagen? Ich muss schnell schauen, ob ich das Auto geschlossen habe. Warte. Ja, sicher macht er das. Ja, sieht gut Wenn aus. du schon über Nachtleben redest, warte schnell. Schon bin ich in Kontakt. Hast du nicht dummerweise mal geschrieben noch wegen dem Tequila? Ja, voll halt ich Fan von dort. Ja, Also, genau. Aber weißt du, ich verwechsel die gang mit dem anderen Schweizer. Was, es gibt andere Schweizer? Ja, es gibt noch andere Schweizer. Ich Wow. habe ein Huren Durcheinander mit euch zwei. Du bist der Emil, oder? Genau. Eben, so, mal, das ist gut. Und der andere heisst Hadi. Hadi. Ja. Ah, Hadi. Bei dem habe ich einmal in der Wohnung übernachtet. Ja, okay. Und darum, ich bin nicht mehr sicher gewesen, welcher ist. Aber alles gut. Mama, das ist klar. Du hast mir noch gesagt, wegen dem Smoker, gell? Voll genau. Ja, Also ja. der Smoker ist von der Bildfläche verschwunden. Also, Schon? ja, voll, der ist, glaube die Woche, letzte Woche verdammt lang verschwunden gewesen. Okay. Ja, ist aber wie gesagt, ich arbeite als Privatdetektiv und ich halt Informationen von ihm gebraucht, unauffindbar. Okay, okay. Dann bin ich beim PD gewesen, das heisst, sie haben mir gesagt, sie können mir keine Informationen geben. Und wenn sie das sagen, heisst es, er ist ja weg. Mhm, Der mhm. beziehungsweise er ist sicher von Homeland Security Okay. abgeholt worden. Krass. Mhm. Also, gehen wir. Ja, Mal schauen, ob es eine voll. Wohnung für dich hat. Cool. Also ich habe jetzt einfach am Mangel schon zugesagt, aber Ja. Absagen geht schnell. ja. Ab. Und was mich halt hure triggert hat, das muss ich ehrlich sein. Ah, warte. Ja. Ist das sagen, oder? Mhm. Ja, fahr. Also, was dich triggert hat? Ja, ich bin reingekommen und im Schlafzimmer hat es ein Mischpult. Das Mischpult? Ja, ein Mischpult und zwei Plattenspieler. Ah, Da habe ich mich verliebt. Mhm, Da okay. ist mir dann der Rest von der Wohnung egal gewesen. Mhm. Hast du irgendetwas Dings, hast du in den Schrank nachgeschaut, ob da etwas drin war? Nein. Mhm. Im Kühlschrank habe ich geschaut, aber dort ist nichts drin. Okay, ich glaube, der Schrank, wo halt noch so Kleider drin sind, ist halt möglich, dass es die Wohnung schon belegt ist. Also. Okay. Also Aber gut, gerade er hat mir gesagt, es sei jetzt nicht die Wohnung. Es ist einfach eine, die nicht gleich ist. Ah, Es okay. kann schon sein, das hätte ich mir jetzt nicht geachtet, aber es kann gut sein. Ah, okay, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, noch das Nummer, also hast du mitbekommen, dass das Bahama, nicht Beharte Mamas, Bahama Mamas, genau, Ja. geliebig aufgehen. Nein, aber ich habe mal, das ist ein Club, gell? Genau. Ja, das habe ich mal gesehen und dort noch so gedacht, ich sollte eigentlich mal die Stadtverwaltung anschreiben, weil ich hätte eigentlich Bock selber etwas aufzumachen, das wäre eigentlich mal das Ziel. Ja. Und geht halt schon einer, geht dort, also macht das auf und ich habe die Nummer auch irgendwie aufgeschrieben, aber ich habe sie verloren. Und also, der hat sie dir wohl weitergegeben, damit du vielleicht dort kannst auflegen oder so. Okay. Ja, das wäre geil. Also gut, eben, jetzt im Moment bin ich mehr am Schauen für... ich muss zuerst irgendwie ein DJ-Set zusammenstellen für Amerika, hier haben sie ja recht strenge Urhebergesetze, gell? Ja, voll weißt du, der Mensch. Ja, Weißt du, was ich meine? Gut. Ja, voll weh. Also. Geile Karre. Ja, gut, aber ja, gut, ich kenne ihn also. Okay. Also, schau, ich wohne hier und Ja. hier, als ich das letzte Mal geschaut habe, sollte eigentlich hat es noch Dings gehabt, freie Wohnungen. Switchen schnell die Türen. Ah, Mann, blöd.
Nein, wir haben erst quasi Freitag. Gehörst du stimmen? Yep. Okay. Nachteil halt, wenn sie dünn. Mhm. Dann beginnt wieder das Highlight, oder nicht? Ich hab keinen Bock auf Brühe. Einfach Köftespieß. Und was mit der Hand? Hast du eigentlich nicht noch irgendwo eine Party? Mal? Kommt man jetzt in einen Barbershop oder was? Oder was hast du gesagt? Ob noch Party ist beim Barbershop, Ja, kann irgendwie hat sein. einer erzählt im Stadtpark. Ah, keine Ahnung, ne, weiß einfach, dass beim Yellow Jacket etwas läuft, also jeder etwas läuft, so. Okay. Okay, hier ist keine Wohnung frei. Wahrscheinlich schnell bei dem A. Vielleicht. Was sehen wir hier auf? Okay. Ist das? Also, okay. Entschuldige. Ich hab noch nicht so alle Geschichten drin. Jo, Mela, kurze Frage. Weißt du noch, wo Wohnungen frei sind? Ja, das heißt, da kannst du in die ganzen kleinen Kiddies-Zimmer. So. Am Strandjäger, also nicht bei den Latinos. Doch, ich glaube, hier bei dem, was hier rumläuft, das reicht auch Kinderpsychologie aus. Aha, dort, also so ein Hochhaus. Ja, genau, ich weiß wo. Also, danke. Also, bis dann. Ja, wir können noch fertig die Glückstag heute. Mensch, Ja, Wohnung am Strand oder was? ja, voll. Das klingt doch geil. Der Vespucci-Kanal. So, kurz das Navi reingeben. Also, wenn Miller etwas sagt, dann stimmt's. Okay. Ja, würde man halt einfach die $250 sparen, gell? Ja, natürlich. Gut, klar, aber das wäre halt dann, $60 am Tag jetzt bei diesen Wohnungen. Mhm. Aber ich meine, ja, ich würde sagen, du als DJ verdienst sicher gut. Ja gut, Abgesehen im vom Moment, Tequila, abgesehen vom Tequila. im Moment bin ich mit mir lebe ich von Stützi und bin mit der Gitarre unterwegs, gell? Also von dem her... Weißt du, was du kannst machen? Was? Du kannst dich als Freiberufler anmelden. Und was bringt mir das? Stell dir so etwas wie temporär arbeiten. Jedes Mal, wenn du irgendwo einen Job hast, gehst du zum UL abmelden und verdienst dann bei diesem Job das Geld pro Stunde. Und wenn du diesen Job fertig hast, gehst du wieder zum UL dich anmelden. Dann kommt die Stütze wieder. Ja gut, ich habe jetzt einfach so Stütze und stelle mich mit der Gitarre am Stadtpark. Ja. Aber weißt du, wenn jetzt zum Beispiel keine Ahnung, Taxi Neumann braucht. Ach so, Mensch, okay. Ja, genau. Ja. Und bei Taxi Neumann bekommst du noch relativ viel Trinkgeld, habe ich mitbekommen. Okay. Ja Das gut, ist ich muss sagen, das Jafar, Gitarre... kennst Ja, das ist auch schon Er ist ein gesagt. Hurenwichser, aber ja, das ist Jafar. Nein, aber ich muss sagen, das Gitarre läuft eigentlich recht gut im Moment. Ich bin mir überlegen, ob ich... Jetzt kommt es schiffen, das habe ich hier auch noch nie erlebt. In der letzten Woche ist es Ja. nur noch am Schiffen. Nein, ich habe schon überlegt, mal irgendwo einen Schuppen zu mieten und selber ein Konzert zu machen. Etwas. Aha. Hast du irgendwelche Kontakte zu Weasel News? Nein, voll nicht. Voll nicht, okay. Also, hier schnell schauen. Ja, das ist ein bisschen andere Gegend, ja. Das ist ein bisschen andere Gegend, ja. Gut, du hast die Latinos in der Nähe, also... Ja, das ist gut. weniger schlimm als jetzt die Grove Street, also... Ja, mit denen habe ich es eigentlich recht easy. Oh, so checken wir mal das durch. Ja, Ja, verdammt, schön die hier. Liste von der Wohnung nicht. So, besser. Alles durchschauen. Nein. einer der Delta. Von welcher Seite der ist? Von der Seite der Zellen kommt oder von der Seite vom Stadttisch kommt? Alles klar, bin unten.
scheinst kein Glück zu haben. Sieht schlecht aus, ja. Und das würde ja hier einfach auf dem Lütti stehen, oder? Ah, wieso hat wirklich die Scheißliste immer weg? Scheint alles belegt zu sein. Ja, ja. Aber ja, ich denke, das ist schwierig. Ja, ja, du, dann nehme ich die andere, die ist voll easy. Und die ist schon recht Ja. nach dem Ist Stadtpark. alles belegt. Ja, voll. Also, gehen wir weiter. Es hat noch einen anderen Block. Okay. Ja, und sonst eben nehme ich dann die andere notfalls. Ja, Hauptsache ein gut. Dach über dem Kopf. Gut, eben, wie gesagt, wenn du jetzt eine ohne die 250 Dollar... Ja, ja, klar. Aber ich finde auch, die Location ist noch nicht easy bei der anderen. Ja. Ich meine, du kannst fußläufig zum Stadtpark, hast eine Tankstelle vor der Hütte, Parkplatz. Es hat auch noch gesagt, vorne beim Pier. Weißt du was? Schauen wir doch schnell hier, 50 Jahre leer. Ja, nein. Nix, warte vielleicht da unten. Ja, hast du gesehen, dort hinten ist irgendwie Action, ha? Jetzt suche ich. Hast du gesehen? gehabt? Ja, was? Warte. Dort hinter dem Haus ist irgendwie gerade Action mit Cops und Krankenwagen, ha? Aha, ja gut. Sicher mit den Latinos wird immer Unsinn machen. Okay. Ja, der Pool ist natürlich geil hier. Mhm, das ist ja so. Gut, aber hier rechts ist eben halt Sozialwohnungen von den Latinos. Also. Okay. Ja gut, mit denen habe ich bis jetzt kein Beef gehabt. Ja, ich gar nicht, aber das sind halt Informanten von mir. Also Okay. parke ich hier ein bisschen hin. Wow, ja, die Leute können wirklich gut parkieren. Ja. Schlimmer als in der Schweiz. Egal, parken wir doch schnell hier sofort in der Hütte. Es geht eh nicht mehr auf dem Sack. Uiuiui. Ja, ich weiß meine Stoßdämpfer. Ich weiß. So. So, hoffen wir. Ah! Warte schnell. Mach nochmal. Ja, du hattest mich angerufen, habe ich gesehen. Habe ich das wirklich? Hm. Ja, also ich habe. Wenn die das Aha. unbedingt machen Oh, wollen, ja, dann das sollen die das war wohl halt, nicht mit Absicht. keine Ahnung, zu Hause. Haben sie vorher auch wieder gemacht, aber halt Nein, nicht wirklich. Aber ja, wenn ich Was dich schon nicht? am Apparat habe, ja, geht's dir? Es ist halt, Rahim Mir muss halt prächtig, immer das heißt das. unbedingt irgendwas zurückmachen. Also Samu hatte ihn, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen mit dem Fahrrad angedickt und du musst jetzt immer direkt runtertreten. Aha, ah, stimmt, wir sind nicht Also der weiß halt auch immer so ein bisschen. Ja. Ja, das nee, das können die auch zu Hause machen, wenn die wollen.
Ja, aber sonst haben die nicht wirklich was erzählt. Halt das Übliche. Ah, meine Augen brennen. Und die Hitze, ich sage nichts. Wie gesagt, ich glaube keine Gerüchte. Ich frage ihn immer lieber direkt. Ja. Ah, was ich noch fragen wollte, weißt du vielleicht, wo vielleicht ein paar Wohnungen leer stehen könnte? Okay, wo war die? Vielleicht ist sie ja noch leer. Ja, man kann ja nie wissen. Was? Wo? Im Genfree Manor Hotel. Und wo ist das? Was? Also, warte kurz. Jetzt buchstabier es bitte. Ja. 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 Negerküsse. Ja. Ja. Ja, Y. Ah, ich hab. Ah, ja. Ja, genau. Stimmt. Ja, gut, danke. Ich geh dort hinschauen. Ah, willst du sie mir jetzt wegschnappen? Das ist doch nicht einmal für mich. Ich habe einen Freund. Nee, ich habe jetzt einen Freund. Ich habe jemanden kennengelernt und der kommt auch aus der Schweiz. Aber er kann wenigstens Schweizerdeutsch, nicht so wie du. Verdammt, scheiße. Ich bin nicht schwul. Er ist ein Kollege. Ich habe ihn kennengelernt. Nein. Ich habe ihn kennengelernt. Er ist ein guter Kollege. Er kommt auch aus der Schweiz. Er kann Schweizerdeutsch, nicht so wie du. Nein, das ist keine Entschuldigung. Ah, apropos, ich muss Werbung machen. Wenn du Privatdetektiv brauchst, ruf mich an. Ich bin Privatdetektiv. Offiziell natürlich. Okay, also, ich muss weiter Wohnungen suchen. Also, bis irgendwann. Tschö. Easy, ich habe einen Tipp bekommen. Okay. Hast du einen geilen Ort, aber war nicht mit einem Pool. Oha, dann gut. Aber hier ist Ausfall, so wie ich sehe. Okay, ist gut. So, und ich Also, gehe jetzt. außer die machen etwas falsch, aber ich glaube, das würde ich sehen, wenn ich auf die Leute lese. He? Warte, ich habe 20 Stunden. V8 macht Krach in der Nacht! Ja. Okay. Ja, ich hasse ihr Kopf geht mir auf den Sack, also. Wungerte bitte nicht. Ja, Nicht wungern. und bei mir sind es die besten Kunden, wenn ich vor dem PD stehe und Gitarre hole, das sind die mir am meisten Geld geben. Mach mir das nicht kaputt, die leben von denen. Ich sage, ich habe die gezwungen, also ich bin aus dem Schneider. Ah, Mann. Ah, V8 macht Krach in der Nacht und ich fahre eine Straße um. Wow. Ja. Ja, ich wollte eben einen Dumpster kaufen, aber der kostet mir $60.000. Oha. Ja. Da, wo ist das Männer Hotel gsi? Warte schon, ich muss schnell auf das Navi schauen. Wo haben wir das? Da, genau. Das ist sogar in der Nähe von mir. Das ist der Bahama Mama hier, gell? Ja, voll. Ja. Ja, voll. Das ist es. Aber es geht, weißt du, wo du kannst anrufen? Wo? Bei Los Santos Events, dort kann ich dich vielleicht als DJ. Ich glaube, dort Anstellen. habe ich sogar irgendwie mal schon connected mit ihm. Ja. Und hat mich mal einen angehauen und hat mir gesagt, alle Leute mir an, wenn sie einen brauchen. Aber ich glaube, es war sogar der Chef selber gewesen, und der spielt glaube ich auch Gitarre.
Ja gut, aber weißt du, du musst ständig wieder anrufen, Ja, ja. sonst die vergessen die schnell. Ja, Weißt du ja- musst mal, eben, muss jetzt mal ein bisschen dahinter. Ja. Ja, aber weißt du, hier im Staat schauen sie alles selbstverständlich an. Also Ja. wenn du nicht jeden Tag gehst, nachher fragen, dann vergessen sie dich. Das ist ja so. Das ist genau zu dir, Jetzt hier, Bobby, später. momentan als Stelle als Feuerwehrmann und ich bin jeden Tag zum MT gegangen und nach einer scheiß Stelle fragen. Jeden Tag. Mhm. Und jetzt heisst, jetzt habe ich mein erstes Bewerbungsgespräch gehabt und nächste Woche kann ich den Sporttest. Okay. Aber ich bin wirklich 3 Wochen lang jeden Tag Ja. gegangen. Ja, hier wären wir. Ich weiss, dass da irgendwie eine Garage ist. Nobel, du. Mhm. Oha. Kollege von mir wohnt noch hier sogar. Okay. Lieber Tim. Warte schnell, warte schnell. Ja. So, alles gut. So, willkommen im The Century Manor Hotel. Es sind keine Hotelzimmer, es sind wirklich Wohnungen. Jetzt Okay. schnell Ah. Je- Aua. jede schnell anschauen. Jede Eingang, alles. Oh, jetzt. Ah, das Ja. sind alles Einzelne, ha? Ich glaube, ich weiß es nicht, aber Okay. man muss nachschauen. Aber gut, eben, die Wohnung hier ist eben vom Kollegen ja, genommen, den ich Ja. kenne. Aber vielleicht ist er ja mittlerweile draußen, man weiß ja nicht. Nope, da ist nichts. Jetzt müssen wir wieder zurück und zu den anderen laufen. Hier geht's ab. Ja, Sind wir schon 2 Wohnungen in jedem Häuschen, ha? das weiß ich nicht im Fall. Das weiß ich im Okay. Fall wirklich nicht. Wenn nicht, dass drum da hier auf der anderen Seite hinten dran noch eine Tür hat, weißt du? Ja, können wir doch schnell, ganz schnell Schnell schauen. Ja, sieht nicht danach aus, ha? Ah, mal. Ha, Nein, nichts. Scheiße. Also, du musst es auch noch positiv sehen. Du hast ja immer noch das Auto aus irgendeiner Wunder für 1000 Dollar bekommen, weil sie gerade verdammt neidisch auf dich bin. Ja, das war Und ein guter kannst- Deal gewesen. Aber eben, Ja. siehst du jetzt, habe ich dir eigentlich mal erzählt von wem oder von wo? Von irgendeinem PD-Officer, Chef Mhm. oder keine Ahnung Eben, was. darum sage ich ja, das sind immer noch meine besten Gönner. Also wenn der Walter Weiss die beste Gönner ist, keine Ahnung was du gemacht hast, das ist der Hurenwichser. Schon? Ja, Wer ist das? der PD-Chef. Ja, besetzt. Okay, Walter Weiss, PD 99. okay. Er Nein, ist mir ein Gefallen schuldig, ja, aber ja, eben, er ist ein Wichser. okay. Nope, auch nicht. Schnell rauf. Ui. Ah, du machst Sachen. Ja, also wenn hier halt nicht die Wohnungen leer sind, dann... ja. Nope, auch nicht. Nein, nichts. Wird jetzt auch hier auch nichts sein. Ich muss schnell hier vorlaufen. Also eben, wie gesagt, der Weiss ist halt einmal zu mir gekommen, wo er irgendwie erfragt, dass ich Privatdetektiv bin. Also, Privatdetektiv. Ich habe halt eine Lizenz bekommen vom DUL und mehr nicht. Okay, Er ist zu mir gekommen, dann hat er gesagt, ja, wenn ich ihm helfen kann, ist er mir einen Gefallen schuldig. okay. Und das sicher ist seit einer Woche verschwunden. Also gut, er war Okay. in der Ferien, gewesen, Ah, easy. aber trotzdem. Gut, ich bin auch lange weg, ich auch nochmal in die Schweiz müssen, ein paar DJ-Verträge müssen regeln. Ja, aber du bist sicher mit der Tasche voll Geld zurückgekommen. Schön wär's. Da, hier hoffen wir mal. Du musst links schauen, ich schaue rechts. Okay. Da ist Wasser drin.
Auch nichts. Ah, scheiße. Verdammt. Warte schnell schauen, ob ich noch sonst irgendjemanden kann anrufen kann. Ich weiß nicht mehr anrufen. Ich hasse ihn zwar nicht gern, aber er ist immer noch einer, der mir viel Informationen geben kann. Du weißt, er schreist dir kein Bein aus, also. Ja. Ne, verdammt, er ist nicht da. Ja, komm, egal, dann nehme ich einfach die andere, dann habe ich eine, das ist gut. Ich kann gerne noch wechseln, wenn du etwas hörst, immer Bescheid geben. Ja. Ja. Ja, voll, es ist nichts. Abends. Okay. Ja, die Säcke haben wir gerne. Also, da bringe ich jetzt zu deinem Auto. Ja, sehr gerne. Und ich glaube, ich kann auch mal schauen, bei dem Barbershop, aber ist irgendwie eine Party, hat etwas geheißen. Welcher Barbershop? Es gibt mehrere. South Street, glaube ich. Southside, ja. Aha. Southside. Ah, okay. Es nimmt mich eben noch ein bisschen Wunder, wie sie es machen mit DJs und Auflegen und so. Aha, ja. Mehr Recherchezwecke. Ah, apropos, willst du eine Taschenlampe kaufen? Eine Taschenlampe? Ja. Ich weiß nicht für was, aber... Ich weiß auch nicht, eine Taschenlampe, Axt, da kommt noch alles an. Ausser an Klappmesser, die sicher sind vor der Bildfläche verschwunden. Okay. Wie sieht es mit Baseballschläger aus? Warte schnell, du machst schnell das Telefon. Es nimmt mich nur Wunder. Ja, eben, warte schnell. Also, warte schnell. Ja, geht schnell das Telefon haben. Moser? Wunderschön. Herr Hallo. Moser? Ja, Kommen Sie nochmal zu der Wohnung? kann ich Meine machen, Kollegin ja. ist jetzt da. Okay, super. Perfekt, bis gleich. Bis gleich, Dankeschön, ciao. Hey Kastel, was ist das einfach Werbung? Hast du jetzt so aufgehört zu streamen und mir nicht deine Leute übergeschickt, du Sau? Und ja, Werbung. Muss. 1 bis 2 Wochen. Okay, ja, easy, es hat mir nur Wunder genommen. Du, Also, lass schnell. Ja. Können wir weiter schnurren währenddem, dass wir laufen bzw. fahren? Weil der andere hat mir angerufen, ich kann jetzt gleich die Wohnung übernehmen. ja, sicher, kann man machen, Okay. Also wie gesagt, der Kontakt hat gesagt, 1 bis 2 Wochen und besorgen und Preis wäre $800. Boah. Ja, nein, das ist mir too much. Es geht mir nicht, weißt, es geht mir nicht primär um die Waffe, es geht einfach darum, es... Ja, Selbstverteidigung, ich weiss. richtig. Weißt, das ist genau aus dem Grund, wieso schauen, was sie dir jetzt zeigen, bleibt uns zwei, okay? Ja, klar. Eben. Alles klar. Ich bin schon ein paar Mal hier überfallen worden und haben mir gesagt, ja, jetzt muss es einfach sein. Jetzt muss es einfach sein. Hm. Und das hat mir jetzt schon zwei Mal den Arsch gerettet. Ja, nein, eben, mir geht es einfach ein bisschen darum, weißt, so Baseballschläger ist nicht tödlich, ist nicht, also ja klar, je nachdem wie du ihn brauchst, Ja, aber du stichst nicht falsch zu und es geht fertig. ja. Und es macht ein bisschen Eindruck für den Fall der Fälle. Also gut, ich habe meistens noch Gitarre dabei, aber die werden mir eben ein bisschen Schaden haben, über den Ring zu ziehen. Gell? Ja, die hast du doch geschenkt bekommen, hast du doch Ja, gesagt, oder? ja. Nein, ist nur Pause, nachher geht es weiter mit Warzone. Mega gut, eben, wie gesagt, ich bin einmal Kastel, mal zum Barbershop in Roleplay. Southside gegangen. Ja. Mit billigen Kleidern, wirklich zerrissene, alles drum und dran. Und ich bin dann ausgeraubt worden. Ich bin dann zum Barbershop gehen und ausgeraubt worden. Steh her. Okay. Ja, ich habe mir gesagt, ich kann jetzt nicht für einen scheiß Messer investieren. Also beim Barbershop, oder wie? Nein, gerade vorher. Also, das ist aber schon länger her. Ja, also ich weiß ja nicht, wenn sie in der Stadt rumlaufen und die Leute einladen, für dorthin zu kommen, für eine Party, dann nehme ich nicht an, dass es jetzt verdammt gefährlich ist, dorthin zu gehen, oder? Ja, nee, aber eben, wie gesagt, es ist fast ein Monat her, als ich dort ausgeraubt wurde. Okay. Und halt seitdem, dass ich halt das Messer habe, bin ich viel safer, also viel ruhiger unterwegs. Okay, was zahlst du für so ein Messer? Puh.
Das Messer kann man etwa gerade bei Hayden Production bestellen für irgendwie $600 oder so. Wow, okay. Also das ist nicht der legale Weg, das Messer zu bekommen. So. Okay, und das kannst du auch legal beitragen. Ja, also Okay. das ist ganz legal. Und Baseballschläger wäre auch legal. Ja, das ist ein Sportgerät. Eben, darum, weißt du, mir ist es ein bisschen um das gegangen. Ich denke, mit dem Messer gibt nur wieder Probleme. Und Baseballschläger kann man niemand etwas sagen, das ist ein Sportgerät, ja. Ja, das ist ja so. Gut, ich kann jetzt bei meinem Messer auch sagen, ja, das brauche ich für die Arbeit, also Okay, ja. ein Baumrinder schnitzen und so. Als Privatdetektiv. Nein, nicht als Privatdetektiv, aber Ja, ja, das ist uns. Hey, tun wir aber Notizen in Baum schnitzen. Ja, genau. Wenn ich irgendwo einen observiere, dass ich mir immer Notizen in Baum schnitzen kann. Oh. Nice. So. Hey, top, dann sage ich merci vielmals für die Mühe, Ja, gell? gerne. Und, Wenn du etwas brauchst, melde dich einfach. ja, immer gern. Also, wir sehen uns, Also, ja? hab's Bis Sorge. dann. Tschüss. Ciao, salut. Kassel, komm ins GTA Roleplay. Du Hund. Roleplay. Bist du noch da, Kassel? So, schauen, ob wir unsere Wohnung bekommen. Hallo. Hi. Ja, können Sie mal auf Ihre Karte gucken? Muss einmal ganz kurz warten, die Kollegin Tiffany. Ja, kein Problem. Wissen Sie, wo der Stadtpark ist? Also ich Und hatte auch, noch wo kurz eine der- Frage. Wenn wir Ja. Kurz. Die $250, muss ich die in Cash mit dabei haben? Sie Oder? kriegen in der Okay. SMS, da steht eine Kontonummer drin, dahin. Ah, überweisen. perfekt, ja genau. Haben Sie ja gesagt, sorry. Genau, alles Ich habe gut. nur gerade gemerkt, dass ich kein Cash bei mir habe. Okay. Alles gut. Nein, wenn Sie uns ein bisschen Trinkgeld geben wollen, ist das gar kein Problem, aber Ja, das wird jetzt schwierig. voll ist ein Bankautomat. Hey, ich bin Straßenmusiker, okay? Normalerweise Dann krieg trotzdem ich mehr was. Geld als ich. Nee, denke ich nicht. Ich bekomme kein Gehalt und du so? Ja, ich auch nicht. Ich habe auch kein fixes Gehalt. Ich lebe von der Stütze und vom Musikmachen. Was die Leute so geben. Mal läuft's gut und mal nicht, ne? Da ist er sprachlos. Hallo? Mal bitte? Hallo? Ja? Ja. Nochmal bitte? Ja, ich bin, wie gesagt, ich habe ja auch kein fixes Gehalt, ne? Ja, Ich aber das ist trotzdem mehr als ich. Ich bekomme Stütze aufstocken, damit wir überhaupt irgendwie unserem Leben halten können. Ja, ich lebe auch von der Stütze und halt von dem, was die Leute mir als Musiker geben, ne? Sehr gut. So, jetzt hast du fertig telefoniert. Mhm. Guten Abend. Willst du denn Herr Moser einmal eine der beiden Wohnungen geben? Guten Abend, hallo. Guten Abend. Gut, gehen wir einmal rüber an die Mhm. Tür. Wollen Sie es nochmal anschauen? Nee, ich hab's eigentlich gesehen. Also wenn das die gleiche ist wie Ja. vorhin. Genau. Okay, ja. Okay. So, Moment. Wollen Sie einmal Erdgeschoss links? 1 oder 2? Ja, die 1 klingt doch gut. Ja, ist klingt gut. Sehr gut. Dann. So, einmal die Schlüssel raus. Dann übergebe ich einmal die Schlüssel hier. Mhm, Und danke Sie schön. müssten dann nur noch einmal bei Erdgeschoss. Links 1 musst du noch unterschreiben. Okay, Erdgeschoss links 1. Mhm. Genau. So. Ja, sollte geklappt haben.
glaube ich. Sehr Ja. gut. Ja. Perfekt. Wunderbar. Dann ist es schon erledigt damit. Ja, super. Perfekt. Kollege hat Ihnen schon gesagt, wir müssen Ihnen noch eine kleine Rechnung ausstellen für die Genau. Vermittlung. Genau. Okay, alles klar. Da Kriegen Sie krieg- dann krieg einfach ich im dann Laufe eine des SMS, Tages ne? morgen. Ja, genau. Okay, wunderbar. Okay. Super. Ja, dann gehe ich gleich mal rein, glaube ich. Ja, gerne. Dann viel Spaß beim Einrichten. Dankeschön. Schönen Abend, ne? Ja, ebenso. Ciao, ciao. Ciao. Was ist mit meinem Greenscreen? Wir haben eine Wohnung. Liebe Leute. Wir haben eine Wohnung. Und wir haben ein DJ-Equipment. Ah, hier können wir Zeug lagern. Kleiderschrank, Wohnung. Geil. Geil, Mann, wir haben eine Wohnung. Wie geil ist das bitte? Zwar ein bisschen versifft und verraucht. Der Shoulder of Orion. Wir haben eine Wohnung. Hey, aber wie geil ist das? Und ich habe schon eine Idee im Fall, was die Finanzierung angeht, liebe Leute. Der Bruno ist nämlich ein Fuchs. Wir holen uns einen Mitbewohner. Wir vermieten das Sofa. Oh, heische. Ja, nein, das werdet ihr noch sehen. Aber das Ziel ist, dass wir gratis wohnen, ist ja klar. Alter, wir haben eine fucking Wohnung, endlich. Gut, da oben ist es ein bisschen abgefuckt, he? Aber hey, da kann ich leben damit. Oh, endlich mal wieder anständig duschen, man. Die huren Hotelduschen ist einfach auch gang. Hey, voll geil. Dann kann ich endlich mal meine Burger in den Kühlschrank tun. Oder zumindest einen. Der andere behalte ich bei mir. Und jetzt holen wir mal das Auto und füllen den Kühlschrank, oder? Hey, wie geil. Ich habe richtig gefreut, Mann. Telefon. Emil? Ja, Bruno, Jo. noch etwas. Komplett vergessen zu sagen. Ich hatte auch Pfannen besorgen, gell? Also Kochtopf und Bratpfannen. Okay. Und die brauche ich für... Kochen? Ja, jetzt... Aha, okay. Ja, ja. Aha, ja, Reis kochen. Also das ist das einzige Rezept, das ich kenne, Reis kochen. Okay, okay. Nein, ich darum denke, man kann noch andere Sachen mit denen machen. Was, aber Ja, natürlich kann man noch andere Sachen, aber ich habe noch keine Rezepte. okay, okay. Also, Also, ich meine jetzt nebst dem normalen Kochen. aha, Aber das wären dann auch andere Utensilien, hä? ja, ich bin Spätmerker. Nein, mit denen kann man wirklich nur... Okay, also ganz normale Pfanne. Genau, also jetzt beim Kochtopf zum Beispiel kenne ich nur das Rezept vom Reis, also mehr nicht. Okay, ja, ja, gut, das muss man sich halt ein bisschen schlau machen. Ja, das ist ja so, das ist ja so. Also bei denen, da kenne ich die fixen Preise halt, ein Topf ist halt $450. Okay, okay. Ja, ich glaube, da fresse ich lieber noch ein bisschen Burger to go. Ja, aber schau, dass du nicht zunimmst, gell? Die Ja, sichern, was die alles hat pumpen für Chemikalien. Ich bin eigentlich recht sportlich. Ich gehe so alle 2-3 Tage mal ins Fitnesscenter. Ja, halt 2-3 Tage. Ja, das längt. So ein bisschen Sit-Ups, so ein bisschen Liegestützen und dann sind die Burger wieder fort. Ah, easy, ist gut, ist gut. Also, dann werden wir mit dem Bescheid wählen. Bratpfanne, Schnittbrett und Kochtopf kann ich Okay, nice, nice, gut zu Okay. wissen. Man sieht sich. Hey, schönen Hinweis. Ja, viel Ciao, Spaß. ciao. Ja, nice, geil. Also wir sind in der Quelle, wir haben den Emil, der uns irgendwie gefühlt alles kann besorgen kann. Und wir haben eine Wohnung. Wir haben eine Wohnung. Stellen wir doch mal unseren Fettschlitten gleich direkt vor dran. Hey, das habe ich nicht gewollt. Langsam läuft beim Bruno, hä?
So, schön parkieren. So, dann nehmen wir doch mal ein bisschen Sachen mit da. Was haben wir da? Klassische Anzugshose, Anzughemdli, rote Chino-Shorts, wobei die würde ich im Auto lassen, wenn wir baden wollen. Wasser, Bier und das Basketball-Trikot lassen wir auch im Auto. Wir haben eine Wohnung. Wir haben eine Wohnung. Wir haben eine Wohnung. Ah, ich feiere es, Mann. So, nein, das wollte ich machen. Kühlschrank. Packen wir da mal 5 Flaschen Wasser rein. Und dann aber eine noch mit. Halt. Nein, halt. Halt. Ich glaube so 1, 2 Wässerchen und dann einkaufen sollten wir auch mal. Also weißt du was, wir packen alles hier rein. Wir packen alles hier rein und dann gehen wir einkaufen. Das ist glaube ich schlauer. Das Bier. So. Ah, geil, Mann. Hure gut. Ja, da gehen wir nicht her. Kann ich die Türen zutun? Nicht. Die klemmt. Falsch. So. Kleiderschrank. Da gehen wir da mal das Hemd rein. Und das rein. Und dann können wir eigentlich gut schnell. Das müssen wir jetzt schon gut schnell ausnutzen. Pulli. Jogginghose. Schuhe. Cap. So. Dann mal schauen, ob das Ding noch geht hier. So. Gib mal ausprobieren, das Teil. So, der Bruno ist heute im Duschen und ich muss heute auf die Toilette. Oder nein, weißt du was, eigentlich sollten wir das anders machen. Wir duschen noch schnell fertig. Da unter den Armen, da vorne. Überall waschen, gut, wir sind sauber. So. Warte, das bekommen wir schneller her. Vielleicht. Nö. Komm schon. Genau, gerade vor dran und dann drehen und zack. Ja, perfekt. So, dann weiss auch jeder, der in den Stream kommt, wo ich gerade bin. Bis gerade.
sieht mein Greenscreen jetzt wieder so komisch aus? Ja. Ja, jetzt ist da unten wieder der Ecke. Ja, egal. Ich habe einen Druck auf die Ohren. Übel. So, funktioniert das da eigentlich noch? Ja, sieht gut aus. Dann mal heute aktualisieren. Wunderschönen guten Abend. Ja, der Bruno ist lang auf dem WC, das ist so. Von wo kommt das da oben? Ist das zu viel Licht oder von hinten dran? Oder check das geht nicht. Und ich warte immer noch auf mein Streaming-Light eigentlich. Wenn ich so mit der Taschenlampe drauf leuchten. Okay, alles klar. Nein, das ist zu wenig Licht. Jo, es ist halt noch suboptimal. Müssen wir jetzt leben damit. So. So, fertig. Spülen. Hängwäsche. Können die andere Hänge waschen, bitte? Bruno. Du siehst gut aus. Du bist ein schöner Mann. Also dein Tattoo ist ein bisschen komisch irgendwie. Das hat... Ist das jetzt gesehen? Der Hund ist es nicht. Hallo? Okay. So, das Tattoo hat am Anfang mal besser ausgesehen. Man kennt ja kaum, oder ist es nur wegen dem Spiegel? Ja, da sieht es besser aus. Das ist nur mehr Spiegel, was nicht anzeigt. Ja. So. Bruno. Du bist stark. Du bist gut. Du kannst das. Ja, Mann. Du. So. Aber. Gut. Flexen wir doch schnell auf das Sofa in unserer neuen Wohnung. Was haben wir hier noch? Bilder von anderen Menschen. Das habe ich ja in meiner echten Wohnung. Das muss man haben. Das macht man so. So. So könnte ich mich auch... Alles klar, so könnte ich mich auch ein bisschen anpassen, wenn ich die Ego-Perspektive gehe. Okay. Gecheckt. So. Da ist ein bisschen Nebel in unserer Wohnung, he? Ja, aber es passt um Bruno. Gut. Wenn wir jetzt an die Party gehen. Ist das etwas für den Bruno? Oder habe ich dann wieder Instant Copyright Strike? Was haben wir gesagt? Gehen einkaufen, wenn wir zuerst. Komm, ich will dich nicht überfahren. Okay. Gehen einkaufen, wenn wir zuerst. Das sollten wir jetzt wirklich mal erledigen. Du kannst mal aufhören, so laufen. Danke. Das Bett müssen wir auch mal heute die Probe legen. Hey, und wir haben hier noch eine Glotze und eine Konsole. Geil, wir können zocken. Hey, also für 40 Stutz am Tag. Voll easy, Mann. Ja. Ist bequem. Okay. Kann ich da... Ja. So. Ja. Kamera. So, okay. Ja gut, also. Jetzt wird nicht geschlafen. Jetzt wird angelegt. Und er schafft.
etwas anderes anschauen. Mal das Hemd montieren. Was irgendwie nicht anzeigt. Hallo? Das funktioniert irgendwie super, ja? Gut, weisse klassische Anzughose. Was habe ich mir da gekauft? Gott. Habe ich wirklich weisse Hose gekauft? Das ist mit mir. So, Hose. Pulli. Schuhe. Cap. Gut. Fit und sexy. So. Wir laufen immer noch komisch und nicht hängen rauf. Dann wieder runter. Jetzt laufen wir normal. Gut, gehen einkaufen und dann an die Party. Haben wir noch Bargeld-Binis? Natürlich nicht. Was ist das da gewesen? Hier, haben wir hier auch noch ein Lager? Nicht, hä? Okay. Drücke E, um das Lager zu verwalten. Aber hier ist ja gar keins. Okay. Gut, Ausgang, Haupteingang aufschließen. Nö, da lassen wir zu. Aua. Was ich mich halt noch frage, zeigt sich das jetzt auf der Map an? Natürlich nicht. Schade, weil ich hoffe, das finden wir einfach wieder. Das kann, wir finden unsere eigene Wohnung nicht mehr. So. Nein. So. Jetzt wollen wir einkaufen. Vorne. Oh. Ich glaube dort beim Vanilla Unicorn können wir gleich einkaufen. Dann können wir dann eigentlich den Karren stehen mit dem Zeug und überlaufen. Das ist ja glaube ich in der Nähe. Jetzt kannst du etwas schauen. So. Die fertig räucheln. Gut, nein, es sollte ja eigentlich gehen so. Ein bisschen vorsichtig fahren. Wir haben eine Wohnung, Mann, ich komme nicht drauf klar. Wie geil ist das? Also, wenn wir jetzt hier vorne... Hier rechts gehen. Da kommt doch irgendwo... Da ist das Vanilla Unicorn und dort ist der Laden, oder? Ja, Mann. Nice. Okay. Park mal hier. Das war knapp gewesen. Abend. So. Gut, dann kaufen wir mal ein. Also beziehungsweise nein, halt, stopp, wir brauchen zuerst Geld. $2776. Ja, dann haben wir mal 76,95 ab. Genau, $2700. Ja, dann müssen wir dann mal noch ein bisschen Geld verdienen. Aber heute ist mal ein bisschen Party angesagt zuerst. So, was kaufen wir denn Schönes? Hure gekauft, der Speiser hat aber nicht so lange gehabt, jetzt mir dünkt.
mal ein paar Burgerlis. Mal. Hallo? Ah. Ich soll sagen. Die sollten ja eine Weile haben. Die To-Go-Burger, die sind ja in Plastik eingeschweißt. Wenn man die in den Kühlschrank tut, haben sie noch länger. So, noch eine. Instant Suppe. Ja, komm, Brezel nehmen wir auch noch. Oder wenn wir da Sandwich to go, das tut auch gut. Nehmen wir noch ein paar Sandwich. Was ist das für ein Typ? Konnichiwa. Konnichiwa. Tomeo. So, wir haben noch Wasser. Abend. Ich kann wieder so ein Pack kaufen da. 48 $. Scheiße. Okay. Wie viel Cash habe ich denn noch? 28 $, okay. Das Kaffee wäre sicher kein Seich. Noch ein Kaffee. Bier haben wir noch. Slash Eis brauchen wir nicht. Milch wollen wir auch nicht. Milch ist Gift, man kennt es. Ein Limon. So. So. Okay. Gut, haben wir jetzt noch 95 Cent bei uns. Falls es jemand würde ausrauben, die können sie gerne haben. So. Einer ist im Kofferraum. Ja. Ui, 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 ui. Oh, immer jedes Mal. Scheiße, ne? Dann steckt das MacBook immer ab.
So, das ganze Zeug da mal in den Kühlschrank biegen. Gut, so. So. Gut, eigentlich müssten wir noch etwas zu trinken, etwas zu essen mitnehmen. Das wäre auch kein Seuch. Nehmen wir mal 2 Limos noch mit und vielleicht noch 2 Sandwichli. So. Gut. Dann sind wir doch ready. Dann gehen wir mal schauen. Schlüsselloch passt? Entschuldigung. Ui. Oh, alles gut. So, jetzt müssen wir nur den huren Barbershop finden. Und er will ja irgendwie ein bisschen weiter weg parkieren. Es muss nicht jeder wissen, dass wir nach Karre fahren. Das haben wir noch nicht mehr lang. Wo war der gewesen? Davor ist Unique Cars. Ui, ui, ui. Ah, da drinnen, okay. Parkieren wir doch hier. Ja, ja, passt so. So, können wir mal schauen. Es ist einfach so, falls dort Copyright geschützt die Musik läuft, gehen wir gleich wieder. Ich weiß jetzt nicht, wie schlau es das ist. Da jetzt gehen. Okay. Na, geht wieder. Schade. Schade. Schade, schade, schade. Das wird nichts. Sollten wir nicht noch Rechnung bekommen für die Provision von den Makler? Ja gut, dann würde ich sagen, wenn wir jetzt eine Wohnung haben, jetzt müssen wir noch ein bisschen dran hustlen. Ha? Müssen wir ein bisschen Geld verdienen. Wir haben eine Wohnung, wir haben ein Auto, wir haben Verpflichtungen. Los Santos Police Department, wo bist du? Hey, ich muss mir das unbedingt merken, wo unsere hure Wohnung ist. Ja, das finden wir schon. Vanilla Unicorn in der Nähe. So, let's go. Und da geht eh nicht so viel zuschauen. Im Moment können wir auch ein bisschen Gitarre.
Und ihr auf YouTube, wenn es euch nervt, könnt ihr es einfach überspringen. Bitte Bruno in Los Santos. Oh, bitte Bruno Mann. Bitte Bruno Mann, bitte Bruno in Los Santos. Da Wiesel News, dort sollte man eigentlich auch mal vorbei. Bei den Medien immer ein bisschen Fuß drin haben, ist wichtig. So. Oha. Alter, wie viel es da sind. Okay. Hey, der andere Karren steht mal nicht da, der gehört auch wirklich ihm. Das Wunder. Der steht schon echt immer da. So. Splüssen. Ja, jetzt ist alles ein bisschen Verzögerung. So. Gitarren. Zack. Auf den Rücken. Und dann ab, Gitarren. Das ist irgendwie komisch. Wir müssen jetzt aussen durchlaufen wegen der Bauarbeiter. Alter, wie viele Kerren das da rum sind. Sollte da mal potenzielle Kundschaft rum sein. Na ben.
Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Mach weiter. Ja. Oh. Na, weiß ich nicht.
Vielen, vielen Dank, der Herr. Dankeschön. Also Sie können sehr, sehr gut spielen. Vielen, vielen Dank. Wie lange Ja, Entschuldigung. spielen Sie? Ich möchte nicht stören. Ne, sagen Sie nur. Ja, da spielt das Lied vom Tod. Wie lange spielen Sie schon Gitarre, wenn ich fragen darf? Boah, was sind das jetzt? 29 Jahre etwa. Oh, okay. Nee, eigentlich schon mein Leben lang fast. Sehr, sehr schön. Sind Sie gelernter Musiker oder? Nee, mein Vater war Berufsmusiker und ich hatte das so ein bisschen mitgenommen von ihm. Mhm. Und dann mein Leben lang immer wieder ein bisschen gespielt, so für mich, aber eigentlich war ich DJ die letzten 15 Jahre. Mhm. Genau. Nicht schlecht. Also, ich glaube, das muss man. Ich gebe dir mal ein bisschen Trinkgeld. Vielen, vielen Dank. Oder Spielgeld. War selber. Hab zwar selber momentan nur einen Nebenjob, aber. Das. Oh, vielen, vielen Dank. Ihren Stil muss man auf jeden Fall sehr fördern. Also, ich mag Ihre Musik sehr. Vielen, vielen Dank, der Herr. Dankeschön. Kein Problem. Ja, dann spiele ich doch noch eins. Ja, gerne. Vielen Dank. Oh, vielen, vielen Dank, der Herr. Dankeschön. Ja, nicht dafür. Sehr nice. Vielen, vielen Dank. Perfekt, Mann. Hat man irgendwie so eine kleine Urlaubsstimmung, finde ich. Ja, definitiv. Hast du irgendwie sowas? Am Strand liegen, mit deiner Frau in den Armen, den Sonnenuntergang genießen. Kannst du Despacito oder so spielen? Nee, leider nicht. Weil Schade. ich habe gehört, in diesem Staat muss man ein bisschen aufpassen mit den Urheberrechten. Ah, Oh. kann sein. Ja gut, aber ich meine, sie haben ja nur Noten. Ne? Also Ja, aber es ist manchmal gefährlich. Also das ist das, was ich gehört habe, ne?
Okay. Sind, Dass sie so streng sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. angeblich ja. Okay. Krass. Deshalb ja, spiele ich nur eigene Songs oder halt ganz Ach, sie haben die selber komponiert? ja. Wow. Also jetzt der letzte war so ein bisschen angelehnt an etwas anderes, aber ich glaube, den habe ich genug abgeändert. Okay. Sehr, sehr nice. Vielen Dank. Also, Chapeau. Dankeschön. Was für ein Chapeau. Hey Uwe, salut, alles klar. Ja, was haben sie noch so? Ja, ich hätte noch was, das auch an einen anderen Song angelehnt ist, aber ja, komm. Ich spiele einfach mal. Und ich singe auch noch ein bisschen dazu. Sie können Dann auch ist das singen. sowieso können nicht, aber ich versuch's. Ne? Versuch. Okay. Da bin ich mal gespannt. Ein alter Schweizer Song. Schweizer Song. Jetzt bin ich mal gespannt. Welcher? Bei der Bruno vor dem PD steht er mit meiner Gitarre. Mac, Gill und Olsen am Bauen. Und ich klimpere einfach den Sommer. Das Wetter hat sich wieder bessert heute. Vorher hat's noch geschiffert gehabt. Jetzt gehe ich dann noch an den Stadtpark. Mal schauen, was dort abgeht. Wow, bin ein Schweizer Mann, bin ein kleiner Schweizer Mann, bin ein Schweizer in Los Santos. Oh, bin ein Schweizer Mann, bin ein kleiner Schweizer Mann, bin der Bruno in Los Santos. Der ist voll cool, Mann. Und jetzt schau ich wieder da. Das Wetter war jetzt ein bisschen bewölkt gsi. Und das PD hat gross Alarm, whatever. Bin ein Schweizer Mann, bin ein kleiner Schweizer Mann, bin ein Schweizer in Los Santos. Wow, bin ein Schweizer Mann, bin ein kleiner Schweizer Mann, bin der Bruno in Los Santos. Breakdown. Ja, in 2 Stunden irgendwas, ja, dann sagt Piet oder mir Bescheid und kriegen wir schon was. Solo. Ah, yeah, ah. Ah. Ja, komm, jetzt Freestyle. Come on, hey! Den ganzen Tag auf der Baustelle. Immer Schuh tragen, ganzen Tag. Yeah! Komm mit der Maschine, ich mach die Straße kaputt. Mit deinem Leben, ah. Danke, Jungs, danke. Danke. Sehr gut. Großes Kino. Danke. Bin ein Schweizer Mann, ich bin ein kleiner Schweizer Mann, bin ein Schweizer in Los Santos. Oh! Wow, ich bin ein Schweizer Mann, Ohne Soße! bin ein kleiner Schweizer Mann, bin Ohne ein Soße. Schweizer in Los Santos. Bin ein Schweizer. Ohne Soße. Wie der Schlüsselmann und die Soße kommt nicht hinauf. Ja, ich bin der Ohne Soße, Mann. Ohne Soße, Mann. Einmal Kebab ohne Soße. Frag mal Knusper. Kebab ohne Soße. Aber scharf, Bruder, aber scharf. Mit viel Scharf. Das ist ein Scharf. Bravo. Solo, come on, Freestyle. Ja.
Richtig Geil. was, gell? Viel Spaß noch. Großes Ciao. Ey, schönen Tag. Also gut gemacht. Danke. Aber jetzt auch noch Schönen besser Tag. gemacht. Bester Mann. Das ist sehr geil. Uwe! Mute-Button. Du stehst hier öfter vom PD, ne? Oben rechts. Ja, ab und zu mal. Ich wechsle eigentlich immer so entweder Strand oder Stadtpark oder hier. Mhm. Ja, ein Kollege Ja, meinte, dass du relativ häufig am Stadtpark bist. Ja. Ja, bin immer ein bisschen am Wechseln, wo halt gerade Leute sind. Ah. Und auch nie so lange am selben Ort, weil ich will ja auch niemanden nerven damit, ne? Naja, Ja, warte klar. mal, ich Das, steck dir mal was in die Gitarre hier rein, ne? Oh, vielen Dank. Ja, aber du musst ein bisschen langsamer spielen, sonst komme ich da nicht vorbei, warte. Warte, ich versuch's. So, hier. Oh, vielen Dank, der Herr. Dankeschön. Ah. Ja, bis ich das dann wieder draußen Ja, hab, ne? okay. Ja, viel Spaß. Vielen Dank. Ja, dann spiele ich doch noch einen letzten und dann würde ich mal schauen, wo sonst noch was geht. Mhm. Wie gesagt, so, was spielen wir denn noch? Ach ja, kennt ihr die das ist so die inoffizielle Hymne dieses Landes, habe ich gehört, oder dieser Stadt? Immer auf der Farbe Hymne? Oh je, Mhm. jetzt kommt's. Ich weiß nicht, ich spiele mal. Geht, ach, wie ging das noch gleich? Ah, hier, okay, ich hab's. So. Yeah. Felix Krumm in Los Santos. Kredit geht jeden Tag. Der Kredit geht jeden Tag. Oh ja. Ja, das ist gut, das ist gut. Ja, Ja, sehr nice, Mann. Das ist auf jeden Fall die Hymne, würde ich meinen, ja. ja, habe ich mir sagen lassen. Sehr gut. Perfekt, ey. Ja, geil. Ja. So, Gitarre mal auf dem Rücken packen. So. So, jetzt geht's weiter, oder was? Ja, ich glaube, jetzt gehe ich mal Richtung Stadt oder Richtung Strand. Mal schauen. Ah, an die Lolitas Bar. Ja, wenn da Leute sind vielleicht oder manchmal stelle ich mich auch ganz unten fast in den Sand rein. Also da unten okay. an der Promenade. Mhm. Hätte ich jetzt ein Fahrzeug, würde ich sie mitnehmen. Ja, ich habe was, wo ich fahren kann. Ah, okay. Aber vielen Dank. Perfekt. Ja gut, perfekt. Dann Hatte wünsche ich einen schönen großzügigen Spender mal. Abend. Also sitzt Okay. du dann mal wieder hier on Tour, oder? Eigentlich fast jeden Tag. Ja, perfekt. Ja, dann hoffe ich, halte ich mal Ausschau nach Ihnen demnächst. Ja, sehr gerne. Und Ja. wenn Sie mal einen Gitarristen brauchen oder so, können Sie auch gerne meine Nummer Ja, aufschreiben. sehr gerne. Sehr Ich gerne. schreibe mir sofort auf. Bruno Moser war das, ne? Genau. Das ist die 555 Ja, 603 ja. 029. 029. Genau, Okay. 603 029. genau. Okay, und Ihr Name war? Bruno Moser. Wie? Bruno Moser. Bruno Moslic. Moser. M-O-S-E-R. Ah, okay. Ja, perfekt, super. Ja, wenn ich mal eine Party Ja, veranstalten will, weiß ich, Ja, wie ich mich retten kann. sehr gerne, sehr gerne. Optimal. Ja, dann einen schönen Abend euch, Okay, Jungs, ja, ne? gleichfalls. Ja, Schönen Abend genau. zusammen. Viel Erfolg noch. Vielen Dank, vielen Dank. Dankeschön. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.
So. Es ist einfach so geil. Schau da an. Geil. Sally Flexu, ja, du bist ja schon lange da. Hey, Uwe, ich habe vorhin die Clip abgespielt und der MacBook hat ihn direkt auf laut abgespielt. Ah, Mann, schön. Nein, aber ich glaube, jetzt haben wir... ich muss die ganze Korpse von dem huren Bier, sorry. Jetzt haben wir $135. Wieder schnell Horti. Gitarre rendiert einfach, es ist krass. Es ist einfach krass, weil ich weiss, was andere so verdienen. Also der Bruno weiss das nicht. Der Bruno weiss auch so einiges. Ich habe es glaube ich schlecht geschnitten, aber egal. Ja, ist egal, ist ja easy, ich muss dann auch schauen. Clips sind immer cool. Clips sind immer gut. Nein, aber ich glaube, wenn ich schaue, was andere zum Teil so verdienen und wie lange sie müssen bügeln dafür und blablabla, dann, ich meine, wir haben jetzt, wie lange? 20 Minuten Gitarre, du hast $135. Klar, es kann mal sein, dass du eine Stunde irgendwo stehst und bekommst gar nichts. Aber ich sage mal, im Großen und Ganzen hast du einen Durchschnittslohn, der über dem liegt, auch von einem Polizist oder so. Also ich weiß nicht, was Cops verdienen, aber ich nehme es mal schwer an. Auf jeden Fall, jetzt musst du überlegen, jetzt haben wir $135 gemacht, irgendwie eine halbe Stunde. Und wir zahlen $40 Miete pro Tag, das heisst, jetzt können wir wieder ein Weile, 2,5 Tage fast, wohnen. Ist doch geil. Warum ist mein Auto nicht off, wenn ich es aufgespließt? Habe ich es off gehabt? Ah, Gitarre da aufgesetzt, zack, bum, bam. So. Ja, es ist halt etwas, was nicht alle machen. Ja, aber es hat eben scheint jetzt noch andere gegeben, was machen, ist schon Knüppel. Es hat jetzt scheint eben noch andere Gitarristen. Als ich bei der Ferien war, hat es der eine oder andere mehr gegeben. Das weiss der Bruno noch nicht. Glaub. Oder, nein, warte, jetzt heute. Nein, es hat heute einer erzählt. Nein, der Bruno weiss es. Wenn er den in die Finger bekommt. Nein, die Stadt ist genug gross. Was trinkst du denn da? Pilz Panache. Da kommen Jugenderinnerungen rauf. Das habe ich als Kind gesoffen und ich bin gestern, als ich bin heimgekommen von der Ferien, gerade in einem 6er-Pack durchgelaufen, wo Aktion war. Habe ich mir gegönnt. Das ist echt geil. So. Und falls ihr das seht von der Firma Pilz, ich hätte gerne ein bisschen hier. Die guten alten Zeiten, ja, eben. Nein, aber es ist wirklich, ich habe es einfach hure gern. Es ist einfach geil. So, ist zwar hure süß, aber ja. So, mal hier runterfahren. Mal schauen, was am Strand abgeht. Oder wenn wir mal den Emma anrufen. Oder wenn wir uns mal darum kümmern, dass wir vielleicht mal das hure Tequila mieten können. Für ein Konzert. Ich kann dort eigentlich mal vorbeigehen und vielleicht dort mal, aber das sagen wir einfach von Anfang an, es kostet 500 Steine Gage, wenn sie uns buchen. Ganz einfach. Wie sind die Ferien gewesen? Hey, hure cool. Die nehmen dich aus, safe. Also ich bin schnell out of character, ja? Das weiss nicht der Bruno nicht, was du, und ich verwende es auch nicht. Ja, kann sein, aber ich muss ja nicht, ich gehe von Anfang an ganz anders dahinter. Ich weiss ja jetzt, also der Bruno weiss ja jetzt, dass es ein bisschen Schlitzohren sind dort. Muss man die Vlogs schauen. Ja, unbedingt! Hei, hei, hei! Ja, du siehst, was ich gemacht habe in der Ferien. Ich bin nicht wahnsinnig lang gewesen, aber fein ein bisschen weit. Stimmt, ja, mal. Es waren nur ein paar Tage gewesen, aber gleich cool. Jetzt habe ich mal so schöne Thumbnails gemacht, hast du die Vlogs noch nicht geschaut? Frech. So, ist auch hure heiß bei euch immer noch.
Ich habe hier einen Ventilator, ich habe hinter dem Greenscreen einen Ventilator, ich habe unter dem Tisch so eine kleine Klimaanlage. Und ich glaube, ich gehe jetzt schnell raus schauen, ob es draussen immer noch so heiß ist, weil sonst würde ich mal das Fenster auftun. Aber wenn mich nicht die Mucke fressen, keine Zeit gehabt, ich gehe zelten. Okay, ja, das ist schon cool. Wo bist du gewesen? Ich komme gleich wieder. So, im Jura bist du. Schön. Nice, geil. Ja, ich war gerade draussen. Und es ist gefühlt noch fast wärmer als da innen mit dem PC. Also es bringt noch gar nichts, wenn ich aufmache, aber ich lasse es gleich schnell laufen, dass der Hund zumindest raus kann. So, eigentlich hätte ich, jetzt wo ich gestanden bin, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich noch schiffen. Egal, das kann warten. Nein, ich frage mich gerade, ob wir echt... Komm, wir fahren mal auf, wir können mal schauen. Weil das Geile wäre eben wirklich, wenn wir es selber mieten. Oder einfach selber eine Location in eine andere Location. Und dann mal ein Konzert veranstalten. Soll ich mal im Police Department fragen? Oder beim DOL? Komm, wir gehen mal beim DOL fragen. Oder warte mal, was haben wir so für eine Nummer? Wir haben doch irgendeinen Veranstalter Heini auf dem Handy gehabt, ne? Hey, alles okay bei Ihnen? Hallo? 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 Alles okay bei Ihnen? Ja. Mann. Alles okay? Ja. Sind Sie sicher? Ja. Ja, alles gut. Alles gut, okay. Dankeschön. Bitteschön. Okay. Okay. Sie geht vollbratsch mit dem Roller auf die Fresse und steht auf und ja, alles gut. Hier ist das Problem. So, nein, eben, was habe ich wollen? Hunger, schon wieder Hunger, Mann. Bruno, was du eins fressest. Hat die eine Rüttrüstung an oder so? Ja, wahrscheinlich. Gut, es kann natürlich sein, dass bei ihr irgendwie ein Bug war. Und dann muss sie so nicht ausspielen, glaube ich. Aber es hat jetzt nicht danach ausgesehen, ich weiß es nicht. Aber so etwas kann länger, für das du schon ein mächtiges Problem bekommst auf dem Server. So, hoppala. Fräs mal schneller. So, was habe ich jetzt vorhin gesagt? Eben, mal auf dem Handy schauen.
ist los? Hey, ich will nicht auf den Bus. Also, wer haben wir da? Alex Stein, das ist der vom Club. Daniel Squad, Eduardo Gras, Emil Schultes, Emilia Strand, Emma Kust, das ist ein Kunsthäuser, Frau Smoker, Hardy Schweizer, Helmut Müller, Hoffmann Tequilala, Isabella Strand, Jafar, James. Und James könnten wir mal wieder anrufen. Jason. Alice Resource, Matti Kopfstrand, Roger Mason, wer ist das schon wieder gesehen? Keine Ahnung. Haha, der Chines. Taco Libre. Shit, dort haben wir auch nicht angerufen, hä? Ich suche auch einen Gitarrist. Ja, egal. Wir müssen wissen, welche Locations das man mieten kann und welche nicht. Und wie das genau läuft. Oder wir fahren einfach am Strand. Komm, wir fahren mal am Strand. Wir fahren einfach mal am Strand und schauen, wie uns Leben etwas läuft. Oder am Stadtpark. Ich weiß es nicht. Komm, wir gehen zuerst am Strand. Das ist näher. Und Uwe, wir haben hier eine Wohnung mittlerweile, hä? Was wir, ja. Die haben wir vorhin gerade klar gemacht. Wir gehen dann erst sicher noch in die Wohnung, da siehst du es dann. Und sonst halt auf YouTube nachgelüsteln. Ah, da hat es jetzt Tischchen gegeben draussen, hä? Wie geil. Seht ihr das? Nice. Das ist das, was die andere erzählt hat. So. Gitarren. Auto gesplissen. Joggen können wir. Hat noch keinen Sport gemacht, ausser dumm gesäckelt. Alter, der darf. Geiles Maschen. Die hocken dort. Okay. Wollen wir mal nicht stören. So. Oh, sieht nicht aus, als würde hier viel laufen. He? Dort steht einer. Komm.
Komm, wir rufen mal Emma an. Oder hat sie Emma geheißen? Glaub's. Hallo. Hey Bruno. Alles klar? Ja, soweit so gut. Wunderbar. Geht's hier ein bisschen besser? Ein bisschen. Mein Auto steht wieder vor meiner Tür, das beruhigt mich schon mal. Und das ging aber schnell, ne? Ah, ja. Dafür, dass das Auto anscheinend nicht gerade gut aussah, ging das doch recht flott. Okay, okay. Ja, Glück gehabt, nice. Ja. Ja, was macht ihr so? Geht irgendwo was? Nicht, dass ich wüsste zumindest. Vorhin hat mir, glaube ich, irgendjemand erzählt, dass, ich habe keine Ahnung wo, aber irgendwo macht ein Barbershop auf und da ist wohl eine Feier, aber da bin ich jetzt nicht hingegangen. Ich bin jetzt noch mit ein paar Leuten am Stadtpark. Ja. Okay, ja, ich weiß nur, da der eine Typ am Stadtpark hat heute gesagt, dass da bei Romans Barbershop eine Party ist. Und ja, genau. Da war ich kurz, aber bin gleich wieder weggelaufen wegen der Musik. Ah, okay. Ja, das ist natürlich immer ein bisschen scheiße, ne? Ja. Ja, sonst ja, komm ich mal zum Stadtpark und schau mal. Spiel Ja, da noch kannst du ein, machen. zwei Songs. Ja, es ist halt gerade nicht viel los, aber ich setze mich dann einfach hin und hör zu. Okay, alles klar. Okay, Dann bis gleich. Dann, bis gleich. Ciao. Ciao. Ja gut. So können wir nämlich auch schauen, ob etwas läuft. Einfach mal anrufen und fragen. Wir müssen mehr ein bisschen telefonieren und mit den Leuten da drauf ein bisschen weniger Ego machen. So. Vielleicht noch das Navi anlassen. Dann haben wir immer noch keine Ahnung. Eieiei. Ja, da. Ui, das hat mich vielleicht mal noch muten. So, da eben bei Weasel News sollten wir auch mal irgendwie Connection schaffen. Dass wir, wenn wir mal etwas Eigenes machen, dass wir. Oder vielleicht auch so, dass sie einfach mal über uns berichten. Dass man mehr buchen kann und so. Leckt es bei euch? Oder läuft es super? So, Gitarre haben wir.
So, was ist sie da? Okay. Stellen wir mal da her. Hey, hey. Hey, na? Ei, du machst mir Sorgen, wie du läufst, ne? Ach, wird schon. Ist halt alles noch ein bisschen unsicher. Hast du Schmerzmedikamente bekommen? Ja, gestern habe ich welche gekriegt. Okay. Aber dann hatten sie gemeint, ich soll nur zur Apotheke gehen und mir da noch was holen, wenn es nicht aushaltbar ist. Aber Okay. geht schon irgendwie. Okay. Ja. Hast du einen Songwunsch? Muss ich den aussprechen? Nee, komm. Ja. Ah, hier. Ah. Ich bin wieder da. Boah, Junge!
Vielen, vielen Dank. Oh Baby, ich will ein Kind von dir. Woo! 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 Vielen, vielen Dank. Wenn es nach mir geht, kannst du das Lied den ganzen Abend spielen. Ah, das war so schön. Bellissimo, bellissimo. Oh, vielen, vielen Dank, der Herr. Dankeschön. Ja, dann spielen wir doch noch einen. Immer gerne. Ach, wie ging das noch gleich? So, und dann... Ach ja, ich hab's. Wow, geiles Lied, habe ich noch nie gehört. Geil, danke. Vielen Dank. Das ist irgendwie was wie die Stadthymne, habe ich gehört, ne? Ach so? Habe ich echt noch nie gehört. Habe mich echt fasziniert, das Lied. Danke. Geil. Das hat mich richtig wasted gemacht, Alter. Ja, ich setze mich einfach mal hier hin. Ja, mach das besser. Ja. Dann siehst du, du musst so anfangen zu spielen und schon kommen die Leute erstmal. Ja, ich hoff's. Andersrum wäre blöd, ne? Mit das geredet jetzt genau nicht. Danke, super, dass du gemacht hast. Ich wünsche dir noch viel Erfolg, ja? Hey, vielen Dank. Dankeschön. Ah, du bist ein cooler Typ, merke ich schon. Danke dir, gleichfalls. Ciao, ciao. Ciao. So, was spielen wir denn noch? Ja, ich glaube, wir gehen jetzt alle zu diesem Ja. Barber. Ja, muss Barbershop. man die Gitarre hinlegen. Zumindest die Gruppe, mit denen ich da gerade stand, die sind jetzt alle zum Barbershop gegangen. Okay. Aber ich kann da sowieso nicht viel machen. Demher bleibe ich dann lieber hier. Ja, und was geht sonst so? Nicht viel wahrscheinlich, ne? Nee, eigentlich nicht. Also, das größte Highlight war heute am Stadtpark, dass irgendwelche komischen Frauen mit seltsamen Brillen aufgetaucht sind und komisch gekleidet. Und sich zum Affen gemacht haben, aber Okay. ansonsten, ich weiß nicht, ich saß den ganzen Tag hier, aber ich habe nicht wirklich was mitgekriegt. So. Noch ein bisschen benebelt von den Medikamenten, meinst du? Ja, nicht nur das, aber es ist halt auch sonst nicht wirklich was passiert. Okay. Also aufregend ist anders. Ja, also ich habe noch was zu erzählen. Ich habe eine Wohnung jetzt, ne? Hast du eine, ja? Ja. Wo hast du denn eine? Ja, nicht weit von hier. Gleich, wenn du da links abbiegst und dann ein bisschen geradeaus und wieder links. Jetzt muss ich überlegen. Oder da hinten geht auch. Da hinten ist eigentlich schlauer. Dann kommt ja eine Tankstelle. Das kann sein, ja. Und gleich dahinter ist so ein Wohnblock.
Ah, okay. Ja, dann hast du es ja auch nicht weit bis zum Stadtpark, ne? Absolut, absolut. Ne, das ist absolut okay. Also ist jetzt nicht Luxus oder so, aber es ist einigermaßen sauber, einigermaßen instand und ich bezahle jetzt nur $40. Das ist voll okay. Aber wenn das $40 sind, ist das auch keine Sozialwohnung, oder? Angeblich nicht, ne? Ich kenne nämlich nur Sozialwohnungen und so eine wie ich habe in Vinewood. Okay. $60, die für 40 kenne ich gar nicht. Was kosten denn die Sozialwohnungen? Ich glaube 20. Okay, okay. Na, ich dachte auch, der Preis ist recht gut, ne? Ist ziemlich zentral und ja. Ja. Ja, und du hast es halt nicht nur zentral, sondern du bist halt auch günstiger Ja, absolut. unterwegs. Ja. Ja, ansonsten. Momentan ist es irgendwie am Stadtpark leerer geworden. Also als ich hier eingereist bin, war tagsüber und abends immer viel los. Mhm. Und jetzt siehst du ja alles leer. Verteilt sich das ein bisschen, ne? Immer wieder Ja. Partys und hier was los und da was los. Ja, vor allem sind die immer alle von einer Sekunde auf die nächste sind sie weg. Mhm. Stehen dann alle gerade noch in der Gruppe und unterhalten sich und dann brechen alle auf einmal auf, als hätten sie sich abgesprochen. Was ist mit den anderen? Hilf mir. Hardy? Hardy? Ja, und wie hießen die anderen zwei noch? Travis? Nee, Ben, glaube ich. Ja, Ben, Und wer war da noch? Ben ist der Pole, oder? genau. Okay, alles klar. Da haben wir Wer war Hardy. da noch am Strand? Hardy, Ben und noch einer. War das noch ein Kerl oder eine Frau? Kerl, glaube ich. Ja. Weg? Nee. Keine Ahnung. Ich wieder und die Namen, ne? Frag mich mal. Ich wusste gestern nach dem Unfall kurzzeitig nicht, warum ich da oben rumgefahren bin. Und als ich nach meinem Namen gefragt wurde, brauchte ich auch ein paar Sekunden zu viel. Scheiße. Ja, ich habe eben einen Unfall beobachtet vom PD. Da kam einer mit dem Roller und ist voll da irgendwie gegen so ein Hütchen gedonnert und hat sich auf die Fresse gelegt. Mhm. Bin ich hingerannt und habe gefragt, ob alles okay ist und die nur so, ja, ist aufgestiegen und weitergefahren. Und ich dachte so, okay. Ja, ich meine, ich habe gestern, als ich wieder zu mir kam und da in dem Auto saß, war mein erster Impuls auch, okay, war einfach weiter so, weil hier im Nirgendwo wird dich sowieso keiner finden. Mhm. Und mir war aber so schwindelig, dass ich dann noch warten wollte, bis das vorbeigeht. Und dann kamen die Biker aus dem Yellow Check-In zu mir gelaufen und haben gemeint, ich soll erstmal aussteigen und mich hinsetzen, abseits, und haben mir eine Decke geholt und was zu trinken und die Medics gerufen und den ACLS und die Polizei. Okay. Und ich halt noch völlig neben der Spur so, nee, ist nicht so schlimm, alles gut, mir ist so ein bisschen schwindelig und schlecht und habe auch gedacht, mein Auto hat nur was an den Scheinwerfern und eine Scheibe, die kaputt gegangen ist. Und dann im Krankenhaus dann erstmal gesehen, so Gurtabdruck ziemlich stark. Und ja, jetzt klingelt mein Telefon. Ja, mach nur. Warte ganz kurz. Mhm. Hallo. Hey Zirpo, ja moin. Aber wegen Am Twitch, Stadtpark? während dem Stream gibt es glaube ich nicht Nee, so ich kann Probleme mit fahren, das Auto Copyright. steht vor der Tür, Ist schon, aber wenn ich ich hab auch die einen Schlüssel Stream dafür. gemacht, wo ich auflege, ist kein Aber Problem warte gewesen. ganz kurz.
Bruno, Ja, könntest du mich kurz zur Wohnung fahren? klar, kein Problem. Ich müsste meine Schlüssel jemandem geben. Klar, kein Problem. Ich komme zur Wohnung gefahren, ich gebe dir die Schlüssel. Ja, bitteschön, bis gleich. Soll ich den Wagen eben holen oder geht's mit Laufen? Hast du weit weggeparkt? Ja, gleich da hinten. Auf dem Parkplatz? Ja. Nee, das geht noch. Okay, Moment, ich werde auch gerade angerufen. Ja, Moser? Hallo, Hallo. du mich rufen 14:34, was los? Du, keine Ahnung. Ich rufe an, wo Problem? Ich habe keine Ahnung, ich hatte deine Nummer wahrscheinlich drauf und habe zurückgerufen. Ich nix anrufen, wer du? Bruno Moser, Wer das? Gitarrist. Da ist nix kennen. Okay. Na dann, alles klar. Tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo? Ja, kannst du auflegen? Nee, Ich auch nicht. Scheiße. 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 In dein Handy. Ja, Hast du oben noch den Hörer in der Leiste? Wunderschön. Nee. Euer Auto ist das nicht, ne? Oder? Ja, ist mein Auto, aber ich habe gerade noch ein Problem mit dem Handy. Aber ich versuche das mal auszuschalten irgendwie. Ja, da ist ein bisschen schlecht zu parken. Okay, ich fahr gleich weg. 2 Sekunden. Ja, alles klar. Hallo? Noch dran? Warte, ich versuche dich mal anzurufen, Emma. Hm. Ja. Klingelt, okay, wunderbar. Dann geht's wieder. Okay, komm. Okay. Hat mich einer angerufen, der mich, also ich habe den zurückgerufen und keine Ahnung warum. Wo musst du hin? Ich kann es dir markieren. Okay. Hm. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Auf jeden Fall wurde das Auto abgeschleppt, ich wurde ins Krankenhaus gebracht und dann, ach ja genau, der Gurtabdruck und Schleudertrauma. Und ich habe dann schon gemerkt, dass ich den Kopf nicht so ganz bewegen kann, weil der Arzt meinte, ich mich dann in der Aufprallsekunde ziemlich angespannt habe. Ja. Und dass ich aber noch Glück hatte, dass es so glimpflich ausging. Okay, was bist du denn seitwärts gegen eine Leitplanke oder wie? Ich wollte einem Kojoten ausweichen, weil mir so kurz ein bisschen schwarz vor Augen geworden ist und dann habe ich den Kojoten gesehen und habe das Lenkrad verrissen. Okay, scheiße. Und als ich dann bin ich halt gegen die Leitplanke gekommen und das Auto hat sich mehrfach gedreht und ist dann irgendwann zum Stehen gekommen. Ja, dementsprechend wurde ich ordentlich einmal durchgeschüttelt. Ja, scheiße. Aber der vom ACLS meinte, dass mein Auto aussieht wie ein Smart vorne. Und ich dachte halt, es wären nur die Scheinwerfer gewesen. Genau, hier Okay. jetzt. Kannst kurz anhalten. Ja. Da ist noch mehr los als du, ja, definitiv. Bist du eigentlich zufrieden mit dem Controller? Hey, ja, super. Geht tipptopp. Bei was sind wir gewesen? Eben wegen Twitch. Während dem Stream ist es aber nicht so das Problem, aber einfach mit den VODs nachher. Und eben, ich lade ja eh alles auf YouTube. Oh, fuck, mein Rücken. Und darum, ja. So, wohin die Dame? Ja, ich habe keine Ahnung.
Meinetwegen wieder zum Stadtpark, da fühle ich mich momentan wieder ein bisschen sicherer als am Strand. Okay, okay. Ja, gut, ich war vorhin am Strand, aber da war gar nichts los, ne? Ja. Ja. Ja, dann. Weißt du das ja auch was, nicht viel. was, wenn ich jetzt mal gegebenenfalls, ich möchte ein Konzert veranstalten und so eine Location mieten, kennst du dich da ein bisschen aus, was es so für Möglichkeiten gibt? Oder wie ich da am besten vorgehe? Der Hinsicht weiß ich halt, dass das Tequilala eine gute Anlaufstelle ist. Wenn du ein Konzert auf einer Bühne möchtest. Es gibt hier eine Entertainment. Ja, da eine Firma, irgendwas, ne? Aber wenn ich jetzt selber irgendwas machen will, ob ich da bei der Polizei oder beim Department of Labor oder wenn ich jetzt selber, ich sage mal am Strand oder irgendwo, wo ich selber einen Platz habe, da was machen wollte, müsste ich wahrscheinlich bei der Stadtverwaltung oder keine Ahnung. Ja, also entweder DOL oder Stadtverwaltung würde ich mal anfragen. Okay, also so für... Wo kommen die Cops? Ah, noch weit weg, ha? Ich glaube auch, ja. Ja, weil ich denke, man braucht sicher irgendwie eine Bewilligung, aber keine Ahnung. Ja, ich habe auch irgendwas mitbekommen, dass diese Lotto-Ausgabe, die da war, ja, dass da dann die auch Securities engagieren mussten, um für Sicherheit zu sorgen, weil es über 50 Personen werden oder so. Okay. Wenn die diese Auslosung machen. Ja. Und dass sie da gewisse Richtlinien haben, an die sie sich halten müssen. Okay. Und da hole ich mir die Infos am besten wohl bei der Polizei oder DOL, ne? Ja, denke auch. Okay. So, ich glaube, ich stelle mich trotzdem mal wieder hinten hin. Ja, also hier vorne würde ich prinzipiell nicht parken. Ich lasse dich mal kurz raus hier. Alles klar, dann bis Dann gleich. musst du nicht so weit laufen. Bis gleich. So, was habt ihr noch geschrieben da? Picket vor dem Genesis, jetzt nimm. Was, du bist vor meinem Genesis. Wo bist du jetzt? Am Heimfahren, ah okay. Ja, du bist gefühlt etwa 10 Meter von mir weg gewesen. Habe ich vorhin meine Gitarre genau da? Ich glaube nicht. Ist es immer noch so heiß draussen? Wo ist mein Hunger noch draussen? Wo ist eigentlich mein Hunger? Ich muss schnell schauen. Immer lustig, wenn ich mal reinhöre, verstehe ich einfach kein Wort, aber wegen YouTube und Twitch, da wurde das vor kurzem auch verschärft, meines Wissens nach. Ja, ist absolut so. Also wie gesagt, Twitch geht noch, solange du nur live bist, passiert nichts, aber im Nachhinein dann wird es einfach automatisch gesperrt. Also die Parts, die Copyright Dings haben, und bei YouTube ist es absolut beschissen. 24 Grad. Ja, das ist immer noch heiß. Scheiße. Nein, bei Twitch denke ich nicht. Bei Twitch ist kein Problem. Es wird einfach gemutet, der Part mit der Mucke, aber ich lade immer alles im Nachhinein noch auf meinen YouTube-Channel. Und darum ist scheiße. Also wenn es mal so ein Song am Abend ist, ist okay, weil den kann ich easy rausschneiden oder ja.
Bei uns soll es am Sonntag fast 40 Grad werden. Ja, hör mir auf, Alter. Ich sterbe jetzt schon. Ja, hier ein Ventilator, da hinten ein Ventilator und unter dem Tisch eine Klimaanlage. Und die verrecken fast. Was ist das Problem? Was? Wo? So. Ich habe dann noch meine Gitarre vergessen eben, ne? Mhm. Zum Glück hat die keiner genommen. Ah. Oh, stimmt. Ja, ja. Wegen Copyright, ja, wenn ich Sind aber auf jeden Fall wieder Leute hierher gekommen. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, ob ich nochmal einen Song spielen soll. Warum nicht? Ja, ich bin den Menschen hier auch schon auf den Sack gegangen, ne? Ja, komm, ich hau nochmal einen raus. Ich würde ja sagen, spiel leiser, aber ich weiß nicht, ob das bei der Gitarre so einfach ist. Ja, ja, geht schon. Ich kann ein bisschen leiser spielen. Aber wenn nur wir zwei es hören, dann bringt's auch nichts, blöd gesagt, ne? Also Ja. ist für uns cool, aber ja, du weißt, was ich meine. Ich muss irgendwie Also- meine neue Wohnung bezahlen, ne? Ja, klar. Nein, also ich weiß zum Beispiel von meinen Leuten, es sind halt viele dabei, wo das nicht deren Musik ist, beziehungsweise die sich da nicht so schöne Sachen erinnern oder nicht so schöne Sachen verbinden damit. Okay. Aber das ist dann nicht deine Musik oder so. Ja, ist klar, ist halt auch immer Geschmackssache, ne? Also ich Ja, verstehe klar. das auch. Und darum, ich bin eigentlich ich spiele immer so 4, 5 Songs, also meine 4, 5 Songs, die ich immer spiele. Und dann ziehe ich weiter. Ja, da komme ich auch noch mal einen raus. Ja. Wenn es ein bisschen leiser ist, dann So ein sehen die bisschen. schon, dass du die Gitarre rausgeholt hast. Ja, mach mal. So, was spielen wir denn? Ah, ich hab noch was. Stadtpark mit der Emma. Sie ist ein bisschen verletzt. Am Kojote ist sie ausgewichen. Und er leidet Blanke leider nicht. Und jetzt hocken wir hier zusammen. Es läuft nicht viel in der Stadt ausser meiner Nase. Und ich schaue in den Himmel rauf. Wow, bin ein Schweizer Mann, bin ein kleiner Schweizer Mann, bin ein Schweizer in Los Santos. Wow, bin der Bruno Mann, bin der Bruno Mosermann, bin der Bruno in Los Santos. Es läuft nicht viel in dieser Stadt hier. Oha, so viel Was ist dazu. jetzt los dort hinten? What the fuck? Jetzt geht's ab hier und zwar heftig. Und ich spiel weiter hier. Wow, bin der Bruno Mann, bin ein kleiner Schweizer Mann, bin ein Schweizer in Los Santos. Bin ein Schweizer Mann, bin ein kleiner Schweizer Mann, bin ein Schweizer in Los Santos. Breakdown, come on. Solo. Ich liebe den Part. Nicht schlecht.
da jetzt los? Oh nein. Bin ein Schweizer Mann, bin ein kleiner Schweizer Mann, bin ein Schweizer Mann in Los Santos. Bin ein Schweizer Mann, bin ein kleiner Schweizer Mann, bin ein Schweizer in Los Santos. Wow, bin ein Schweizer Mann, bin ein kleiner Schweizer Mann, bin ein Schweizer in Los Santos. In Los Santos. Schweizer in Los Santos. Der ein Washington geschenkt bekommen hat, also Der Bruno in Los Damit er ehrlich seine Ruhe hat, hat er ein Washington bekommen als Trostpreis. So, komm, Freestyle, come on, hey, hey. Nee, ich kann das nicht. Come on. Nee, dafür bin ich zu schlecht. Ich hab da nichts. Ja, ich glaub, moin. Da musst du jemanden finden, ey, dafür. Also Freestyle hat Bruno auf jeden Fall drauf. So. Wie geht's? Ja, gut, und dir? Ja, Lange nicht von dir läuft. gehört. Ja, ich war ein bisschen in der Schweiz und in Deutschland. Mhm. Verträge klären. Yep, genau. Also, du spielst echt gut, ne? Habe ich ja schon früher mal gesagt, ne? Danke, danke. Aber Jetzt das so gut, Singen dass sollte du ich sogar sein einen lassen, ne? Trostpreis kriegst für Washington. Ja? Ja. So geht's. Hast du echt Glück gehabt. Ja, absolut. Der jemand einen Definitiv. Tag verschönert, auf jeden Fall. Jupp. Meins hat jetzt auch ein bisschen spaßiger gemacht. Ist doch schön. Als ich direkt die Melodie gehört habe, ich musste direkt hier hin. Ja, solange dann ich hier stehe, ist alles gut. Ja. Wenn diesen Song mir jemand klaut, dann Du musst mir mal deine Lyrik schicken, dann kann ich mal mitsingen. ja, ist Ehrlich. ja immer ein bisschen Ich kenn nur die Freestyle. Hook. Er hat gerade eben über meinen Unfall gesungen. Ja, die Strophen sind immer ein bisschen Freestyle. Ja. Aber die Hook bleibt immer noch dieselbe, ne? Ja, Mann. Außer wenn Hadi dabei ist, dann ändert es sich ein bisschen. Ach Mensch. Ja, aber Hadi ist auch in der Zeit abgereist, ne? Der ist auch nach Hause geflogen. Ja? Echt? Ja. Jetzt wieder da? Nee, ich habe den seitdem nicht mehr gesehen. Okay. Hey, gestern hat er mich angerufen. Echt? Mhm. Ja, dann müsste er wieder da sein. Ja. Nur ich dachte, vielleicht ist er heute wieder durchgezogen. Also in meinem Flieger war er nicht, weil das hatte ich gehört. Wer will denn freiwillig in den Flieger? Nein. Schon hast du noch einen extra VIP-Platz gebucht für deine Gitarre, ne? Ja, klar. Ja. Ehrlich, du bist gefühlt schon 5-mal verheiratet mit deiner Gitarre. Schon eine goldene Hochzeit, ey. Lad mich ein, wenn das noch weitergeht. Ja, ich habe nur ein Problem. Wer spielt auf meiner Hochzeit? Ich würd's machen. Ich würd's machen. Ich kann auch ein bisschen Gitarre spielen. Okay, aber mit welcher Gitarre? Also hast du selber eine? Ja, ich habe mir eine von Polen geholt. Ah, okay, Aus Polen. okay. Doch, dass du hier bist. Ja, habe ich dir doch gerade geschrieben. Aber die ist bei mir zu Hause. Okay. Ja. Ja, und das Ich hat hab eigentlich eine- Hadi mit meiner Gitarre letztes Mal noch gemacht. Keine Ahnung. Will ich es wissen oder? Ich weiß es selber nicht. Bestimmt hat er ein bisschen rumgefummelt mit der. Okay. Ich glaube, der hat ein Bisschen- bisschen Musik gemacht, keine Ahnung. Ne? Ja, auf jeden Also, Fall. konnte er spielen? Nein. Ja. Ja. Da war die nette und die ehrliche Antwort dabei. Ja, was ist jetzt was, ne? Also nette war meine Aussage jetzt nicht, ne? Also sagen wir mal so, ich glaube, Bruno kann keiner toppen, ne? Nee, Also, das Ja, auf jeden Fall. also ich muss sagen, wenn es eine Levelstufe gibt, bist du Level 100 und ich bin ja jetzt Level 2. Oh. Sagen Sie, wie war Ihr Name? Und Sophia, sehen Sie Adi die ist Sterne? Level 0. Na, der hat noch keine Ja, Erfahrung. können Sie mal einen runter... Nee, aber ich muss sagen, es wird immer besser, ne? Nach einer Zeit natürlich. Hat Ihr der braucht grad- nicht Ich hoffe, schreien. vielleicht komme ich auch zu Level 3. Hat der gerade wirklich... Ja. Ja. Boah. Okay. Habe ich was verpasst? Oh, ich bin Wer ein hat den Schweizer Anruf Mann. gebracht? Bin ein Ja. kleiner Schweizer Mann, bin Ganz ein komisch. Schweizer in Los Santos. Oh, oh,
Ich glaube, Nochmal, come on! dann muss ich aufnehmen. Ja. Dann kann ich CDs verkaufen aus dem Kofferraum. Ich würde locker dafür $100 zahlen. Ah, geil. Ja, wenn du Connections hast irgendwie zu einem Musiklabel oder so, sagst du Bescheid, ne? Ja. Oh, ich bin ein Schweizer Mann. Ist halt die ganze Zeit ein scheiß Ohrwurm, ey. Aber der ist nicht schlecht, der ist gut. Ja, jetzt muss ich nur noch durchbringen, dass ich jedes Mal, wenn denn jemand spielt oder singt, dass ich Kohle bekomme, ne? Ja, sagst du immer für einmal nachsingen kostet $50. Copyright-Gebühren. Dann Genau. wirst du aber arm, Ben. Hä? Dann wirst du arm. Warum arm? Weil du denn die ganze Zeit dann singst. Ja. Ich bekomme Ja, bestimmt nur noch paar Geld. ich bekomme bestimmt ein paar Rabatte bei Bruno, ne? Ja, klar. So ein 100% Rabatt, ne? Ja. Ich mach richtig Stimmung in die Bude, wenn ich mitsinge. Ja, immer doch. Dann trauen sich Es war immer ein andere bisschen Leute. verzögert, aber Ja. ich muss mich immer extrem konzentrieren. Ja, du kommst immer, sag mal schnell, du bist immer aus dem Takt raus. Ich bin mal im Takt drin und du gehst da immer raus. Also, ich glaube, da musst du noch ein bisschen üben, ne? Ja, ist klar. Ah, geil. Ja, aber es ist halt auch logisch, wenn du so, manchmal stehst du so weit von mir weg, bis die Schallwellen da bei dir sind, ne? Ja. Das ist klar. Ein nächster muss ich so nah kommen zu dir. Das kostet aber dann extra, ne? Ja, musst du mir Geld geben dafür, ne? Ah, nice. Ach, ich mag dich, Bruno. Ja, gleichfalls. Du bist lustig. Wer mag Man Bruno kann nicht? sich, wie war noch der Spruch? Sympathisch, man kann sich unterhalten. So war das. Ah, das freut mich doch. Und die Emma hat, Ich bin sofort hingerannt, als ich ihn gesehen habe. Ja, Also genau. so wie ich halt rennen kann. Wie so ein in meinem Fan. Zustand. Ich bin... ehrlich, Bruno, aber sofort ehrlich, zur du kannst mal nachfragen, vielleicht kannst du deine Tequilala mal was aufnehmen. Also Also was, was, schön nachts ein bisschen Spielen Gitarre meinst spielen. Ja, genau. Ja, ich kann das Ganze managen, kein Ding. Ja, ich müsste mal schauen mit den Jungs. Weil ich habe ja ich habe da meine Erfahrungen gemacht, ne? Als DJ. Und ja. DJ. Bruder, was hast du noch alles Erfahrungen gemacht? Ja, vieles. Ich habe die letzten 15 Jahre aufgelegt in der Schweiz und eigentlich in ganz Europa. Ja. Und ja, ich hatte dann, ich hatte hier keinen Bock nochmal komplett von neu anzufangen, ne? Ja, klar. Und ich sag mal so, die haben das wahrscheinlich gemerkt da im Tequilala. Ja. Was ich kann und muss aber trotzdem bei Null anfangen, weil mich halt keine Sau kennt. Ja. Aber ja, ich sag Jetzt mal... bist du ja schon ein bisschen bekannter, ne? Ja, als Gitarrist jetzt. Doch schon mal ein Fangirl, ey. Ist ja direkt da, nicht mal, wenn du spielst, rennt die schon hinterher. Ja, nee, ich muss mal schauen, es hat auch immer eine Preisfrage, ne? Ja. Also ja, beziehungsweise, was ich geil fand, ist mal die... Ja, genau. Wenn du das schaffst, kannst du mich echt managen. Wir kriegen auch einen Anteil, ne? Ja, absolut, gerne. Labelgebühren und so. Ja. Nee, aber ich muss mal schauen, weil wenn ich es selber veranstalten könnte, wäre cool. Ja. Irgendwie so den ganzen Laden mieten und dann jemanden an die Kasse setzen und selber was machen. Ja. Oder halt irgendwie zu einer fixen Gage oder so, aber keine Ahnung. Ich glaube, die sind nicht so gewillt, viel Kohle auszugeben. Ja, das stimmt. Habe ich als DJ gemerkt. Sag mal, Ben. Ja. Wenn er jetzt zum Beispiel auf der Bühne von diesem Theater spielen möchte, ne? Ja. Weißt du, wo er sich da hinwenden muss? Ich weiß nur bei der Tequilala, wo er sich melden muss, aber boah, da weiß ich gerade echt nicht. Vielleicht mit DOL einfach? Ja, da würde ich am ersten nachfragen. Wahrscheinlich, ne? Okay. Aber dann würde ich auch Eintrittskarten Ja. nehmen, ne? Ja, ja. Also wirklich jetzt. Und Ja, dann noch ich habe keine Ahnung, ob die Leute kommen würden. bin dann deine Security. Alles klar, Ja, dann dann- habe ich das auch geregelt. Der dann so. So ein und dann- Typ. Ja, egal. Ja, ist egal. Es Einer reicht. gibt viele Stehen wie Künstler. Tickets. Manchmal sieht man solche, die haben 20, 30 Bodyguards dabei und Ja. ich brauche nur einen, ne?
Ja, genau. Dafür ein richtiger. Ja genau. Ich bin schon wie 30 Leute. Alles klar. Hans kann auch noch dein Bodyguard sein. Nice, okay. Ne, Was Hans? kenne ich? Nee. Ja, Sophia. Danke übrigens für deine Nummer, ne? War sehr sympathisch, dich kennengelernt zu haben. Wow. Viel Erfolg, bis Tulu. später oder bis irgendwann. Ja, bis irgendwann. Schönen Abend. Gute Nacht. Schönen tschüss, Abend Sophia. noch. Nein, nur ein kleiner Spaß. Tschüss. Ja, ja. Tschüss. So, was konnte ich? Oh, ich bin ein Schweizer Mann. Komm, singt alle mit. 3, 2, 1. Oh, warum machst du nicht mit, Hans? Weil ich aus Hamburg komme? Egal, du kannst das doch. Okay, Hamburg, meine Perle. Weiter? Woher kennst du das denn? Ja, ich kenn das. Ah. Machen wir weiter? Alles. Machen wir weiter? Ja, in Hamburg war ich erst vor 3 Tagen, ne? Ach, Ja? Quatsch, komm. Ja. Wunderbar. Schönste Stadt. Ja, war schön, war schön. Absolut. So, nee, aber jetzt im Ernst mal, wie ziehe ich das hoch? Weil das wäre wirklich mal eine Überlegung wert. Und habt ihr irgendwie eine Connection zu den Medien, Weasel News oder irgendwas? Einfach anrufen. Ich glaube, die verlangen aber auch $800 für den Artikel. $800? Macht's gut. Ja. Hallo. Ciao. Also es gibt vielleicht jemanden, der tippt, aber keine Ahnung, wie es dann ist. Aber wenn du es selber machst, glaube ich, $800 habe ich gehört. Boah. Ja, die wollen ja auch Geld verdienen, ne? Ja, klar, aber puh. So viel News-Artikel gibt's ja jetzt auch nicht, ne? Ja, Ja, das klar. frag ich mal, warum? Wer zahlt denn $800 für einen Zeitungsartikel? Ja. Ja. Ja, aber allem, wenn ich, man- ich, ich habe eine bessere Idee. Ich stelle mich einfach den ganzen Tag da vors Gebäude. So lange, bis die über mich schreiben. Ja, das Ja, kann man vor- echt machen. Vor allem, weil die Artikel jetzt auch nicht gerade herausragend sind und manche ihre Artikel sogar selbst schreiben. Ja, ist also zum Teil da, ich habe da mal was gelesen von einem Anwalt oder so. Habe ich mir auch gedacht, so ja, ist jetzt das noch unabhängige Presse oder sollte da Werbung beistehen, ne? Wobei, vielleicht macht das auch Paradise Events oder Alice Events, solche Sachen. Und da kann man auch nachfragen. Ja, könnte man, aber es sind halt immer mehr Leute, die auch was abhaben wollen. Was sind das denn jetzt für Schlafanzug-Typen? Na, wenn. Also jetzt mal ganz im Ernst. So eine ja. Hose will ich auch haben. Wie viel Na komm, da kostet die, spiele ich noch einen Song, ne? Ja, nochmal den Schweizer Song. Ja, Komm. sicher. So. Oh, das ist der perfekte Anfang mit So. der Hupe. Oh. Oh. Nee, das mache ich nicht. Ja, ich weiß. Ich Aber kenn da- schon deine da kannst- 2 Songs. Ich hab schon wieder so Flashbacks, ich weiß auch nicht. Ah, ja. Aber dein Einsatz kommt auch hier, ne? Mein Einsatz. Mhm. Ach ja. Nee, ist ein bisschen lauter, Jungs. Da fehlt nur mehr für das auch mal. Ach ja. Spielt da einer Kazoo? Ja, natürlich. Geiler Junge, mach mal lauter! Blas rein! Ja! Ich bin sofort wieder da. Hast du nur Ukulele oder warst du Ukulele? Ein Bagiba-Spieler. Konntest du was? Was? Nein. Nein. Hast du sowas mit vielleicht? Ja, voilà!
Nee. Also solltest dir ein paar Schuhe anziehen, bevor du in irgendwas reintrittst, dass du nicht reintreten. Das schon. Pass auf. Wow, wow. Guten Abend. Ach, das ist geil. Guten Abend. Guten Abend. Oh, der Arad ist in Stadtpark mit Freunden. Aua, wiwa. Oh, der Arad. Oh, Lied zu Ende. Und jetzt perfekt, wenn die Musik zu Ende ist. Ich bin fertig. Alter! Ich bin fertig, ey. Ich sterbe. Alles okay mit dir, mein Freund? Ja. Mal. Was Brauchst du in Hilfe? der Nase rum? Funktioniert. Ja, ich glaube, das kostet jetzt $500, ne, dass ich jetzt mit dir gesungen habe, ne? Ja, gleichfalls, ne? Es wären hier nicht so viele Leute hier. So. Arad ist gekommen wegen Gitarre, nicht wegen Gesang. Ja, komm mal Vielen Dank. kurz zur Seite. Komm mal hier kurz zur Seite. Willst du noch ein Lied oder was? Ja, komm, mach mal den Schweizer Song an. Soll ich noch mal? Wirklich komm. jetzt? Ah, Ja, okay, das dann hab ich nur Zugabe. 10 Mal gespielt heute. Egal. Ja, ein 11. Mal geht nochmal. Okay. Ein 11. Mal ist geil, Mann. Steh am Park mit der und schaue raus in die Nacht. Oh ja, Arad in der Groove. Der Arad tanzt, er ist am Abgehen. Oh ja, oh, gib mir da. Und er macht Party mit mir die ganze Nacht. Oh, guck mal. Oh. Und ich schaue in den Himmel. Oh, Arad in der Haus. Und Gifi Policy cool. Oh ja, Arad macht Tanz. Und der Arad, er rappt jetzt noch ein bisschen mit mir. Wo er ist ein geiler Sieg, ja. Let's go, come on! Oh ja, Oh, Arad in der bin Haus. ein Schweizer Mann. Bin ein kleiner Schweizer Mann. Bin ein Schweizer in Los Santos. Oh! Oh, bin ein Schweizer Mann. Bin ein kleiner Schweizer Mann. Bin ein Oh ja. Schweizer in Los Santos. Oh ja, Schweizer lasse. Lach nicht, du musst Musik spielen. Ich spiele ja! Ja! Verkleid Oh ja. deine Dinger jetzt nicht. Du musst doch jetzt noch bei der Lines Bin machen. ein schwitzender Mann in Los Santos. Ja, Mann, ja, Mann! Oh ja. Bin ein Arad Schweizer Mann. Arad Schweizer so doll. Arad zu viel Sport gemacht mit Tanzen. Oh, Arad Schweizer. Arad Schweizer Mann. Arad schwitzt von Tanz so doll wegen Tanzen. Oh ja, oh ja. Oh. Breakdown, Oh, come on! oh. Hey! Ja, komm, Arad in der Haus. Arad ist Rap in der Haus. Guten Abend. Guten Abend. Abend. Arad Schweizer Mann. Arad schwitzt so doll, er hat Schwitzen Unterarm, Schwitzen im Bein, Schwitzen in Come on! Schwitze im Arad, Kopf. Arad, Ja. Breakdown, come on! Hey! Oh, Arad ist der Schweizer Mann, Schweizer Mann. Arad schwitzt so doll von Tanz in Arm. Come on! Oh, Arad. Light Show! Wunderlos. Und wir stehen und genießen. Arad schwitzt so, Mann. Es ist so heiß, ich dreh durch. Oh, so heiß und tanzen, schwitzen. 39 Grad und der Schweiß läuft. Arad schwitzt und schwitzt so in die Arm. Oh, Arad schwitzt, Mann. Arad schwitzt, Mann. Schwitzt so doll in Arschritze, es läuft runter in Hose. Oh, ich schwitze so in Hose. Ich schwitze mehr als, keine Ahnung was. Bin ein Schwitzer in Los Santos. Oh ja. Oh, Peter Bruno, Mann. Und ich frag mich, was geht hier ab, Mann? Arad schwitzt so doll, es läuft sogar in Schuhe rein. Der in Los Du hast Santos. ihn kaputt
Oh, Schweizer Mann. Eine Schweizer in Los Santos. Oh, wunderschön. Arad, dein Part, come on. Break. Ja, Arad in die Stadt, er schwitzt so doll. Und Arad schwitzt, es ist toll. Arad schwitzt in Lichtershow und Arad schwitzt bei Gitarre. Oh. Wow. Oh, ich kann nicht mehr. Hi, Freunde. Ich bin wieder wach. Oh, Gott. Ist mein Bruder Oh, mal Arad aufgetaucht? ist Multikünstler. Ey, Arad, Spiel bitte noch geiler mal, Junge. noch mal diese Ich komm schwarzen nachher Einnahmen. dazu. Ich will noch ein bisschen Musik genießen. Gib mir ein paar Minuten, okay? Achso, ja, weil keiner mehr da war. Schwitzt schon den Schuh rein. Ey, Arad hat's gekillt. Alles klar, ich komm nachher durch. Arad, das war geil. Ich schwitze Dankeschön. meine Poritz rein. Ich schwitze so krass in Los Santos. Oh. Gute Nacht. Gute Nacht, ciao. Ey, Arad, machst du mal Solo oder was? Gleich? Aber mit Gitarre. Komm, da soll ich auch mal spielen. Eine Runde. Willst du spielen mal? Ja, komm. Okay, komm. Einmal spiele ich. Dann hier nimm mal die Gitarre. Ja. Ist das Lied Schwitze, kann man dazu singen oder ist das ein Freestyle, Mann? Ja, man könnte das schon so ein bisschen singen. Was ist das für Lied, Mann? Ich versuche auch zu singen. Ich zeig's dir einfach. Ist der Schweizer Mann. Entschuldigung, stell dich da mal in den Spotlight. So. Oh. Oh. Komm, Arad, komm on, Mann. Ich hab's jetzt eingeleitet. Oh. Ja, wir singen. Ja, ich hoff's jetzt auch, ne? Und wir tanzen. Merci Nenad noch. Mann, Ich muss nachher weg. Santos Stadt. Merci vielmals Nenad für 10 Beats. Das wird ein neuer Los Santos Song. Der Kenobi, oh mein Gott, ich komme rein und dann ist so eine Scheiße. Ja, es ist Party. Denen steigt die Hitze zu Kopf, ja. Definitiv. So, ich muss mir mal kurz was zu trinken holen. Moment. Oh, Arad singt zu schöne Gitarre. Wo bist du hin? Ah, du stehst. Alles klar. Geht in die Ohren hinein. Arad ist auch mal kleiner Mann. Denn kleiner Mann musst du sein, um großer Mann zu werden. Soll ich noch was spielen? Mehr Funk. War schwierig zu singen drauf. Ah, schön. Oh, danke schön. War okay. Dann bestimme ich kurz mal ein bisschen weg noch. Uwe, merci vielmals für das Abo, das du Jesse verschenkt hast. Merci vielmals. Ich weiß nicht, was er spielt. Ich weiß nicht, ob es Copyright geschützt ist. Jesse, ist das Copyright geschützte Mucke? Weißt du das? Erkennst du den Song? Oder erkennt jemand von euch den Song? Merci. Okay. Easy. Oh, Arad auf Gehweg laufen schneller als Menschen, denn Arad hat gelernt von Ziege, wie man laufen kann. Arad, Ziege bitte anfangen, wer kennt das Thema? Oh, Ziege, du bist meine heilige Wesen. Als ich damals habe mit dir Liebe gemacht. Und verarscht. Ja, was ist für eine geile Sieg. Warum nicht? Doch ganz normale. Ja. Okay. Wir machen weiter den Text. Ja, wir machen weiter. Ja,
Jetzt hier bei Quali ist ein bisschen Und komisch. eins, Das übertont ein bisschen, ne? und 2 und 3. Arad klettert auf die Palme hinauf. Denn Arad war in früheren Leben auch mal Affe. Arad kann auch Banane pflücken. Arad kann auch Kokosnuss pflücken. Arad kann alle Früchte pflücken von dem Baum. Oh, geil, ey, geil. Oh, War also, wunderschön, hier ist deine Lied. Gitarre wieder. Ey, dankeschön. Hast du auch so irgendwie was Schnelles so, wo man so ein bisschen rappen kann so? Für Arad, ich sehe in Arad echt ein gutes Talent, Mann. Ja, ich hätte da was. So. Vielen Dank. Also ich weiß nicht, wie mein Background ist, aber ich glaube nicht so top, Mann. Ist okay, mein Freund. Mach dir nichts draus. Danke, Jesse, danke. Mein Spielmann hört nichts. Bist du zu leise? Ja, nee, Das ich ist überlege höchste noch, wie es Technik. anfängt. Die stumme Gitarre nennst du. Ich hab den Griff da, du hast mir da irgendwie warte, Moment, ich muss da kurz mal. Kurz was essen. So, wie war das noch gleich? Kann ich mich da wieder... Ui, hey Jungs! Da hinsetzen. Ja, und lass die Dame mal sitzen hier. Ohne dass ich eine gescheuert krieg, wenn's geht. Jungs, alles klar bei euch? Also ich spiele nicht, wenn hier gekämpft wird, ne? Ich glaube, das war nur die Retoure. Okay. Ja, ich kann meine Pullover Wunderschön. zu heftig. Hier hast du hier deine Brille. Ich hoffe, die geht noch. Aber sorry, Mann. Ja, war eine Kettenreaktion. So, also welcher ist eigentlich Arad? Wenn ich Wie geschlagen bitte? werde, dann... Du bist Arad, ne? Eigentlich würde Mit ich dem durchgehend Karierten schlagen, da. aber Ich bin Arad. Ah, alles kein klar, Austausch. danke. Also komm mal ein bisschen näher. Vielleicht kannst du darauf ein bisschen rappen, ne? So, wie ging das noch? Oh. So, hier. Let's Ah. go. Ah, Bruno Mars featuring Arad. oh. Ist der Arad in der Haus? Oh. Arad ist keine Maus. Oh. Ist der Arad auf der Street? Oh. Schreib dieses Lied. Arad rappt dieses Lied. Arad in der Haus. Tanzt nicht wie du, denn du tanzt wie Kuh. Arad, was Straßentanz. Arad macht, weil Arad kannst. Arad hat Abitur von Straße gelernt. Denn Arad ist schlauer als Pferd. Arad jetzt im Haus. Arad rappt gut drauf auf dieser Beat. Ist ein gutes Lied. Arad kann auch mal hohe Töne singen. Aber Arad macht nicht, weil hohe Töne nicht schön klingen. Eine fucking Legende ist der Typ. Ah, geil. Gefällt euch Rap von Arad? Du musst bessere Lines bringen. Noch richtig, die richtig knallen, damit ich nicht mehr vergesse. Arad hier, Hey, High Five, Arad komm. Arad macht alles Freestyle. Du kannst nicht Arad, erwarten High hier. Five. High Five. Geiler Junge. High Five. Top, Mann. Top. Bruno Ist der Freestyle. verkneift sich das gerade auch. Was? Für nächste Mal, ich mache Text für euch. Ich schreibe zu Hause. Okay. Ja, geil, aber Freestyle ist noch geiler. Arad kann gute Freestyle, wenn er sieht in der Stadt, was los. Ja, geht mir auch so. So, was könnte ich noch spielen für dich? Oh, noch mehr. Arad hat Druck. Ich habe auch Druck. Okay. Okay, warte, vielleicht. Oh, vielleicht, ich sollte kurz in den Busch. Ja, ich gehe auch nicht. Ich geh kurz. Oh. Was hat er nicht getan? Okay. Ich nehme mal meine Gitarre ein bisschen weg da, ne? Ich bin gleich Besser wieder ist da. das. Ist der Bessere jetzt. So. Rap mal dazu.
Okay. Oh, der Arad macht Rap hier. Ja, der Arad singt gut. Denn der Arad kann knien. Und der Arad kann stehen. Ja, der Arad singt auf Gitarre ganz gut, denn er hat gute Stimme. Ja, der Arad ist der gute Mann, der kann hier gut singen und belächelt euch. Bruder, dein Part. Ich sterbe hier. Dieser Tanz So, ist auch sehr come on. gewöhnlich. Hätten wir gestern brauchen können für meinen Bruder. Oh, das Schwierige. Yeah, sexy love. Kannst du bitte aufhören, mir deinen Hintern ins Gesicht zu strecken? Das wäre echt nett. Und der Arad freestylt. Ja, der Arad. Komm jetzt du. Freestylt. Denn der Arad ist ganz geschockt von dieser Tanzmitte, die wir hier sehen. Der Arad, ich kann, das ist schwierig. Shake Lied. that ass for me. Oh, das Shake passt aber that nicht. ass for me. Oh Gott. Ja, komm, reicht. Ja, Arad ist auch außer Wörter. Ja. Ich Künstlerische muss erst mal Pause, ne? sammeln. Ja. Oh, was ist hier los? Wir machen hier Tokyo Drift. Ja komm, ich mach mit. Wer ist das? Keine Ahnung. Komm, wir machen Tokyo Drift, komm. Nein. Kommst du jetzt mit? Hat vielleicht jemand kleine Essengabe für Arad? Arad Hunger. Ja, ich hätte was. Glaube ich. Bruno. Ja. Bist du eigentlich mit deinem Washington hier? Jo. Der hier, ne? Wo? Nee. Der? Nee. Ich habe um die Ecke gepackt, weil wenn die Leute sehen, was ich für ein Auto fahre, dann spendet niemand mehr. Oh, wow. Gib mir mal die Schlüssel. Nee, du. Komm, Arad, ich geb dir mal was zu essen. Ich hab ein bisschen Durst, hat die kleine Sophie noch was für mich. Hier, bitteschön. Oh, vielen Dank. Dankeschön. Danke dir für deinen Part. Sehr gerne. Alle machen Ententanz mit. Oder nicht? Das schmeckt aber gut. Ist gut? Gutes Sandwich. Wunderbar. Mit oder ohne Mayo? Oh, ist glaube ich Spezielle mit. Mayo. Ach, Ben. Was denn? Ich meine die von Bruno, die leckere aus der Schweiz. Ey, ich muss mal eben kurz, warte mal, ich schau mal was im Handy nach. Müssen wir eben ganz kurz für kleine Schweizer. Nee, ich muss mal was googeln. Ich hab eine Idee. Was für Idee du hast? Ja, das wirst du gleich sehen. Ich muss schauen, ob ich das finde auf dem Handy. Jetzt kommt's. Sieht schlecht aus. Ja, sieht schlecht aus. Ja, jetzt musst du auch liefern. Alle warten ganz gespannt. Ja, warte, dann gib mir 2 Minuten. Ich muss kurz die Strophen auswendig lernen. Oh, du neue Lied? Bruno, das musst du uns schon verraten, letztes neues Lied. Ja, ich versuche. Bruno! Ja, ich versuche die Noten zu finden, aber ich finde nichts.
Mach Freestyle, so wie Arad. Ah, ist schwierig. Mach einfach Ring, Ring, Ring auf deine Gitarre. Ring, 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 ring. Da hast du Hilfe, mein Freund. Da tipp mal da drauf. Und drück auf Download. Vielleicht wir kriegen ein gutes Video mit Frau und Ziege. Was? Moment, ich komm gleich wieder, Leute. Ich muss schnell weg, mein Hund. Ich komme gleich wieder, mein Hund mögt im Garten rum. Nein, Lehrer, denk nicht in 2 Minuten das ganze Lied. Es könnte auch gut sein. Nein, mein Hund gebaut im Garten. Und er kann denken das Lied, er muss nur schnell die Noten schauen, dass er es wieder kann. Ja. Rapid. So schnell reinlassen. Pepsi Max. Maximaler Geschmack, Zero Zucker. Wir haben's gewagt, ihr habt... Stopp! komm Du on. willst endlich deinen Führerschein? Nein. Du möchtest frei sein? Alter. Nee. Scheiße. Hip-Hop-Gitarre. Nö. Euer Dialekt ist ja schon witzig. Das ist kein Dialekt, das ist eine Sprache. Und wenn du mich nicht verstehst, dann lernst du Schweizerdeutsch. So, scheiße. Ich könnte dem Damien Lindsay Dings nehmen, aber das singt glaube ich aber dazu. He? Ja, das können wir nicht bringen. Mann! Echt Rententanz wollen machen? Nein, es ist nicht wieder, dann haben wir wieder ein Copyright-Problem. If you manage a team, you have to try Monday night. Am I playing now? Is Yeah. this one? Scheiße.
können wir alles nicht nehmen. Das können wir alles nicht nehmen. Scheiße. Egal, wir los. Fuck, ich bin nicht gemutet gewesen. Scheiße. So, Entschuldigung. Willkommen, willkommen. Alles gut. Ah, ich hab's nicht gefunden, aber egal. Immerhin hast du zurückgefunden. Ja, immerhin. Doch nicht schwer zu finden hier. Ja. Würde ich nicht behaupten. Ich schaff das, mich zu verirren. Wollen wir noch neue Lied machen? Können wir machen. Hast du eine Idee? Oh, was kannst du so spielen? Ja, Irgendwie. Ich hab noch eins, das ich eventuell, aber da muss ich auch kurz mal mir die Noten noch mal reinziehen. Oh, ich bekomme Anruf. Einen Augenblick. Eine gute. So, jetzt lassen wir aber zuerst schnell rein. Okay. So, ich glaube, ich hab's wieder. Hat jemand von euch noch was zu essen dabei? Ja. Weil ich habe mein letztes Sandwich dem Arad gegeben. Ich könnte dir meinen letzten Burger anbieten. Ja komm, oder sonst gehe ich nachher kurz zum Auto. Ich hab da noch was. Egal. Ja komm, ich habe vorhin erst gegessen. Okay, Freunde, ich muss zu doll. Nee, Arad, jetzt habe ich extra die Noten rausgesucht. Komm, einen machen wir noch. Dann machen wir einen, aber dann ich muss zu doll. Okay. Oh, danke schön, Emma. Ich esse den gleich. Okay. Bist du bereit, Arad? Arad ist bereit. Dann hau rein. Soll ich schon mal Taxi rufen, Arad, oder was? Ja, das kannst du machen. Arad in der Haus. Arad in der Stadtpark. Da wo man in Stadt parkt. Arad bei die Fahrräder umgefallen, denn die Fahrräder jemand umfallen lassen hat. Arad rappt gerne auf Beat, denn Arad singt gerne Lied. Arad sieht Männer herlaufen, denn sie wollen Arad rappen hören. Oder auch nicht. Arad macht große Lied in große Stadt für kleine Mann. Arad weiß, wie man kann. Ja, Arad. Durchziehen, Arad. komm, durchziehen. Arad. Hey. Arad ist bei Stadtpark mit Wasser in die Mitte. Ist voll Titte. Arad sieht große Fenster in Stadt. Arad. Macht platt. Arad. Ist groß. Arad. Ist klein, aber fein. Arad. Arad. Come on. Arad. Oh, Arad. Ja. Nice. Wunderschöne Lied. Gut gespielt, mein Freund. Dankeschön.
Oh, das aber. Hast du E-Gitarre? Ja, das läuft noch auf dem Handy weiter da. Ich habe vorhin kurz mal rein... Ah, okay. Ist das so? Arad, leitest du das auf? Dann müssen wir laufen, Mann. Bisschen laufen. Ah. Wie weit doll von hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sterbe, aber ich hoffe, das ist kein Copyright. Ich doch, Mann. Ja, okay. Ich hoffe, er Freunde, knurrt wir durchgerappt. sehen uns. Mach's gut, Arad. Macht's gut, Bis danke bald. für nette Gitarre spielen. Bis Danke bald. fürs Rappen. Bis bald. Sehr gerne, bis bald. Geiler Burger. Oh, vielen Dank, mein Freund. Oh. Der Arad 207, ne? Er hat einmal jetzt die ganze Zeit schon so einen Pulli an? Nee, ich habe mich gerade eben damit abgekämpft, den anzuziehen. Also, okay. Weil die da Musik gemacht haben. Ja, war mal was anderes. Anderes Erlebnis, ne? Ich hoffe jetzt, es gibt keine Probleme. Aber ich glaube, er hat durchgerappt, also es sollte eigentlich gehen. Wenn er genug drüber gerappt hat, soll es gehen. Was hat er denn so gerappt? Ja. Arad. Gerappt, Arad. Arad stehen, Arad gehen. Arad Ja. sehen. Ja, okay, du warst gerade kacken, merke ich, okay. Oh, ganz sportlich hier. Eine Japanerin, die sportlicher ist als das andere, keine Ahnung. Wer? Und du? Warum? Richtig durchrennen hier, als wär's, keine Ahnung, Bundesjugendspiele. Was sind Bundesjugendspiele? Ja, weißt du nicht? Nee, Okay. das ist so ein polnisches Zeug. Nee, so ein deutsches Zeug. Ja, ich kenne mich in Deutschland nicht aus. Ey, was ist hier eigentlich los die ganze Zeit? Das ist der Stadtpark. Ich stehe nie so lange am selben Ort normalerweise. Bin ein kleiner Schweizer Mann, bin ein Schweizer in Los Santos. Das wären dann Copyright-Rechte. wieder 50 Dollar. Ha? Das wären dann wieder 50 Dollar. Genau, bei Ja. 50 Blechen. Her damit. Copyright-Rechte und so. Jupp. Ich leite sie dann direkt weiter zu Dr. DRE. Hinten kann ich verdient Und du machst dann immer so 180 deine Dollar. Runde vom Stadtpark zum Strand. Genau, Stadtpark, Strand und PD. Immer so ein Dreieck quasi. Genau. Ja, viele andere Orte kenne ich nicht. Die Sinn Aber im machen. Norden ist auch niemand. Ja. Ja, es gibt ja noch so Cafés und Bars und aber da sind meistens schon irgendwelche DJs oder Musik oder ja. Ja, wie gesagt, mal selber irgendwie ein Konzert veranstalten wäre schon geil. Ben, regel das mal. Ja, Ben, regel das mal. Warum soll ich das regeln? Du regelst alles. Ja, du, Ja, das du, stimmt. du willst ja auch eine Beteiligung, hast du gesagt, ne? Mhm. Da können wir auf jeden Fall zusammenkommen. Bis auf der mit 90%. Wir können ein Label gründen. Ja, let's go. Haben wir so ein Gitarrenduo. Ich bin gleich wieder da. Okay. Mhm. Okay. Viel Erfolg. Danke. Aber das ist gar nicht so einfach, wenn die Arme nicht Ja, mitmachen. ich weiß das. Machen wir ein Konzert mit Arad. Ja, mit Arad, genau. Und ich bin der Mich mit Türsteher. Eddie. Wer ist Eddie? Wer ist Der Eddie? Rapper. Hast du ihn Oh, schon ihr kennt- kennengelernt?
Nö. Ja, den kenne ich. Der kam mal an und wollte uns irgendwie zum Gesangstaxi einladen. Da warst du auch beim Urlaub, Ben. Oh. Und kann er gut rappen? Nein. Nein? Soll ich besser? Bin ich besser? Also besser oder schlechter als Arad? Besser als Arad auf jeden Fall. Okay. Aber ansonsten, nee, guck nicht. Ja, Arad 207 hat halt seinen eigenen Style, ne? Ja. Und Hauptsache, er bleibt gleich. Aber der ist doch irgendwie gefühlt bei jedem Ding, was irgendwo ist, der steht immer mit bei Eddie. Keine Ahnung, so lange bin ich noch nicht da. Ja, einfach wie sie steht das immer mit dabei. Au! Okay. Oh, Ben knackt seine Finger schon wieder, oder Ja, was? Ja. Huch. Ja, huch. Scheiße. Also soll ich beim Duell mal fragen gehen, ne? Müsst ihr immer wieder mir Bescheid sagen, wenn ich immer, sag ich mal, aus Versehen meine Fingernägel immer vor Nervosität anfange zu kauen. Okay. Oh. Kaufst du deine Fingernägel? Keine gute Angewohnheit. Ja, leider. Aber meine Nägel sehen noch gut aus. Guckst du oder stuckst du? Sophie ist am Schlucken. 18 Arad, ist okay. Das wollte ich nicht wissen. Ja, ich meine aber die Fingernägel. Super Wrestling. Ja, das meinte ich auch bei dir. Snoop Arad. Nee, dann der lieber Nein, Spucken. Dr. Arad. Nein, 18 Arad ist geil. Auf deine Haare. Was? Okay. Nein, meine Haare. Reicht schon, dass du dran ziehst. Das hat weh. Okay. Ja, manche mögen es, manche nicht, ne? Die Gesprächsthemen gehen wieder in diese Richtung, oder was? Nein, der hat mir gerade eben an meinen Haaren gezogen. Nein, habe ich gar nicht. Doch, hast Er du. kommt immer auf die Situation drauf an, Sondern? ne? Ich hab. Das ist wohl wahr. Wer war das dann? Das war Hans. Hä? Hans? Hä? Was Emma los? hat dir in die Haare gezogen, ich zieh deine Haare nicht. Ja, warum warst du denn hinter mir? Ja, war ich Weil- gar nicht. Nein, Ich doch nicht. mm. Warum soll ich denn hinter dir gewesen sein? Weswegen? Weiß ich doch nicht. Ja, siehst du? Bevor du Aber abgehauen das wollen wir bist. nicht wissen, warum du hinter ihr warst und ihr an den Haaren gezogen hast. Oh, Hans, bitte. Aber das hat jetzt gedauert. Warte, ich mach ganz kurz den, mal schnell. Den Sophie-Move. Bin ich so einer? Oh, jetzt hab ich verkackt. Dieses Hin und Her mit die beiden. Ist das immer so? Was? Ist das immer so? Das ist, das ist nur Spaß, das ist nur Spaß. Ja, ja. Was ich neck, das... Wie geht das? Hm? Was? Nix. Nochmal, was denn? Nee, egal. Ne, sag. Nicht? Ja, egal. Sag doch jetzt. Nö. Sag. Was sich neckt, das liebt sich, ne? Also. Ja, ja. Ich sag dazu aber jetzt nichts. Ich sag dazu jetzt nichts. Alles klar, alles klar. Kennt ihr diese unangenehme Stille? Ja, sicher. Genau, die ist jetzt gerade passiert. Ich weiß gar nicht, ob Bruno sich überhaupt noch an mich erinnert. Ja, von der Stimme her ja, aber ich bin sehr schlecht mit Gesichtern. Hilf mir kurz, Nein, ich wo hatte haben wir letztes uns Mal gesehen? ein Kleid letztes Mal an. Ah, alles klar. Weil es pinkes Kleid. Genau, und da sagte sie noch, Ich das war noch hatte am Angst, dass er mich Strand. überfällt. Genau. Ja, genau. Warum soll Mit den ich Leuchtschuhen, ne? Genau. Warum Alles soll klar. ich denn andere Menschen überfallen? Also. Ja. Der Pole. Der Pole, genau. Ich glaube, die Fahrzeugscheiben. Windschutzscheiben. die schneide ich immer ab. Blinker. Nicht die Blinker? Deshalb hatte Bruno auch früher nie welche da, ne? Mhm. Oh Mann. So, ne, aber wie gehen wir das jetzt an mit dem Konzert? Ich meine das ernst. Ja, ich auch. Ja, also los zum Duell. Ja, jetzt haben die schon zu. Meinst du? Ich ruf die mal an. Was ist 913. 0 Uhr? Hello, Life Invader. Nee, haben die nicht. Also.
Ich bin in der Schweiz, Mann. Bruno, willst du mal zum Friseur? Was? Zum Friseur? Mhm. Hast du mal meine Frisur gesehen? Nee. Moment, ich zieh mal die Cap ab. So, was soll ich da bitte frisieren? Oh, sorry. Ich wusste, dass das kommt. Scheiße. Mit Cap sieht's besser aus. Alles gut? Mhm. Okay. Ja, sieht erfolgreich aus. Vielleicht dein Bart willst du noch schöner machen. Ja, nee, passt. Wieso meinst du? Nee, nur so, weil Friseur war ich da heute und der war nicht schlecht. Okay. Nee, wie gesagt. Also die Oil nimmt keiner ab, ha? Nee. Ich dachte, die machen meistens um 12 dicht. Okay, okay. Genau, so schon, sieht's aus. Boah, schon nach 12, ne? Ja. Oh. Ich nach meinem Kontostand gucken. Ich bin ein Pole, Mann. Ich bin ein kleiner Pole. Es wird Zeit Mann. fürs Bin ein Frühstück, ne? Pole in Los Santos. Ja, ich hab Hunger. Warte mal. Ja, beim Japaner anrufen, dann können wir mal was bestellen gemeinsam. Ja, klingt gut. Klingt gut, ne? Ich habe ganze $9 dabei. Ach nee, das ist ein ATM. Ich gehe auch mal fix zum Bankomat. Wenn Komm die wieder. jetzt nicht rangehen, ne, dann platzt mir was in der Ader. Am besten Schere steht Papier und der verliert, übernimmt die Kosten. Beim Japaner bestellen, dann kommt noch der Chines wieder. Ja, kann gut sein. Ja, wenn man das Geld einzahlen hat, das ist noch einer irgendwie. Was haben wir? 180. Ah, $2900, liebe Leute. Es läuft beim Bruno. $3.088. Wir haben Cash, wir haben Cash. Aber wisst ihr was? Die 95 Cent tun wir jetzt auch noch schnell drauf. Ich will jetzt schnell etwas ausprobieren. 0,95 Cent. So, können wir ein neues Konto machen? Ich werde ein Geschäftskonto für den Bruno. Ich werde das Bruno. Ui. Bruno Moser GmbH. Kann ich gar nicht. Eröffnen. Nice, das geht. Okay. Nein, warte, ich glaube, ich muss. Wir sind ja in Amerika. Das ist Bruno Moser. Wie schreiben sie das? Company? Wie kürzt das ab? Jetzt haben wir das Blackout. Hä? Hallo. Hallo. Ich glaube so, oder? Oder Corp, ja. Okay, egal. So, jetzt können wir da mal. Jetzt muss ich hier. Jetzt nehmen wir da mal. Muss überlegen. Weißt du was, jetzt nehmen wir mal. $3.000 in Sack. Okay, die da drauf. So. Dann haben wir hier $3.000 und hier noch 89. Entschuldigung, können Sie vielleicht ein bisschen Abstand einnehmen? Dankeschön. So. Jetzt haben wir das Geschäftskonto mit $3.000. Und dann können wir da wieder etwas auf die Seite schaufeln.
Für unsere Businesses. Bruno. Ja. Willst du noch was haben? Ein Köftespieß oder sowas. Köftespieß gerne, aber ohne Reden, ne? Ja. Ich fühl den. Was willst du? Ja, ein Köftespieß passt. Okay, ich rufe dann nochmal an. Und dazu Ayran. Ja, wir wollten dann noch einen Köftespieß haben, ohne Reden. Haben Sie noch Ayran? Ja, haben Sie? Nee, aber Milch haben Sie. Sowas sowas nee, Ähnliches, Milch nicht. ne? Milch ist Gift. Ja, okay, Milch ist Gift. Nee, das wollen wir nicht. Okay, dann einfach nur noch ein Köftespieß noch dazu zum Stadtpark. Okay, perfekt. Bis gleich. Oh Mann. Ein Köftespieß mit Ayran, bitte. Nee, Ayran haben wir nicht. Dann haben Sie Milch, ja, Milch haben wir. Wollen Sie Milch? Nee, Milch ist Gift, nehmen wir nicht. Müssen auch denken, wir haben einen noch Klapse, ey. Ah, geil. Ein Köfte. Aber wenn du bezahlst, ne, Sophie, einfach ohne Reden, ne? Einfach bezahlen. Ja. Wieso? Wichtig. Das ist wichtig. Ein Köftespieß mit Ayran ohne Reden. Einfach ohne Reden. Wo habt ihr überhaupt bestellt? Bei Next Step. Soll ich dir mal die Leitstellen-Telefonnummer geben? Nee, Emma. ich frag nur. Achso, okay. Hey Ben. Ja. Wie viel Hey wiegt, Bruno. Was denkst du, wie viel eigentlich so ein Tiger wiegt? Ein Tiger? Ja. Boah. Warte mal. Boah, wie groß ist denn so ein Tiger? Richtig Also jetzt, schon- ausgewachsen. Ja, so ausgewachsen. Ja. Wie so groß ist hüfthoch. Ja? Das ist Ehrlich? Ja, So locker. klein? Oder ungefähr größer, keine Ahnung. Ziemlich groß. Was wiegt so ein Tiger? Also weißt du schon die Antwort? Ja, locker eine Tonne, oder? Boah, eine Tonne? Ich sag 250 Kilo. Ich sag 150. Ja, ich sag 250. Egal. Eine Tonne? Tonne sind 1000 Kilogramm, ey. Den verstehe sogar ich als älterer Nö, den verstehe ich echt nicht. Egal. Das verstehe ich nicht. Erklär mir den bitte. Ja, ist egal. Nee, erklär mir das. Ich habe das nicht verstanden, Mann. Hier ist dasselbe wie Milch ist Gift, ne? Ja. Ach so. Okay, ja, okay, hast Okay, verstanden. alles klar. Oh. Ah, schön. Ach ja. Was war denn heute so viele Schwarzbomben? Ich glaube, ich bezahle. Ich mach eine richtige Blamage. Ich schreie dann durch die ganze Stadt. Haben Sie mal Ayran vergessen? Ich hab gesagt, Köftespieß mit Ayran ohne Reden. Sie sprechen mich an, was soll der Scheiß? Aber hey Ben, Ja. lern erstmal die Basics. Warum? Ich sag's nur. Da denkt er jetzt den ganzen Abend drüber nach, was du da meintest. Sonst kommst du nie auf den Mount Everest. Halt die Fresse. Hast du eine gute Antwort? Ja. Passt, ne? Passt. So, die sind das. Also ich kann den ganzen Abend so weitermachen, kein Problem. Lustig, ich habe vor Lachen in die Hose geschissen. Das ist der Lieferdienst? Ja, glaube ich auch. Wo? Sophie, komm mit. Die sind ja verdammt Ja. schnell. Dich. Ja, aber ohne Reden, ne? Geile Hosen, der Herr. Jo, danke. Die haben mich auf die Idee Das ist nicht gebracht ein mit dem Tiger. Ja, was für ein Tiger? Ja, egal. Das ist doch ein Zebra. Ja klar, ist ein Zebra, Echt, aber wahr? ist auch gestreift. Aber wie viel wiegt denn ein Zebra? Bestimmt locker eine Tonne. War das nicht ein bisschen warm am Arsch, wenn du da so auf der Lampe sitzt? Wie? War das nicht ein bisschen warm am Arsch, wenn du auf der Lampe Nee, ich hab's sitzt, gerne. oder? Hast du, ah. Nee, ich bin daneben eigentlich so. Du hast es Also. gerne warm am Arsch, oder was? Ja was klar, ist das so? klar. Ich bin... Untenrum Markus was wärmer.
Ich wollte nur nicht so asozial sein, wenn Emma hier sitzt und die ganze Zeit daneben stehen. Ja, ich bin das mittlerweile schon fast gewohnt. Ich komm. Nur die Füße anderer zu sehen. So. Da können sie auch irgendwo hinstellen, wo es Sitzmöglichkeiten gibt, ne? Ja. Aber jetzt sitze ich schon. So oft wie ich mittlerweile schon irgendwie in den letzten 7 Tagen im MD war, bin ich das schon gewohnt, auf dem Boden zu sitzen, weil ich nicht stehen kann. Okay. Hast du eigentlich Mengenrabatte? Also gestern hatten sie mich gefragt, ob ich krankenversichert bin. Ja, hast du erzählt heute. Aber habe ich? Ja, ich glaube. Oh je. Schlag auf den Kopf war echt ordentlich. Aber wusste nicht mal was davon. Ich weiß auch immer noch nicht, wo ich mich dafür melden sollte. Ja, ich auch nicht. Bei meinem Glück könnte ich die ganz gut brauchen. Ja, kommt halt darauf an, was man bezahlt, ne? Ja, das stimmt. Aber ich habe ehrlich gesagt erstmal genug MD-Aufenthalt für die nächsten 6 Monate. Ja, das glaube ich dir. Wobei der Unfall gestern, der war echt noch gar nichts im Gegensatz zu dem Typen mit der Axt. Ja, aber das war auch ein Psycho. Mhm. Vor allem, weil mir da zweimal die Lichter ausgingen. Lag mehr, als dass ich irgendwas mitbekommen habe. Oh, shit. Ich komme mir gerade richtig sicher vor. Links und rechts Leute stehen. Ich fahre mal schnell schnell muss zum das MD. Mal gucken, wie es Ja, mit mach David das. geht. Ja, Und mach mal. danach drehe ich noch eine Runde und gehe, denke ich, mal schlafen. Okay, und Echt? mal eine schöne gute Nacht. Gute Nacht, mach's Danke, gut. danke. Gute Nacht. Bis dann. Tschüss. Ciao. Er schreibt. Hoden. Hockabotten, der ist Dreck gar nicht. Geschwellte Eier. 5 Minuten ohne englisches Wort. Lockerne Tonne. Satarat. Chatarat. So, also denk mal aufs WC. Wenn wir echt schnell gehen. Und jetzt kommt's Essen. Ohne Reden. Ohne Reden. Wollt ihr jetzt hier was haben? Einmal Köftespieß, aber ohne Ja, Reden. dann bitte einmal. Einmal abholen. So, ein Köftspieß für den Herrn. Und dann bitte. Dankeschön. Was schuld ich dir? Gar nichts. Wie gesagt, ich geb's aus. Ach, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Hm. So, Emma, du wolltest Sandwich, ne? Ja. Shit, jetzt das Zeug in den Chat, ich kann ich nicht. Nichts, ne? Nix, hat er. Danke. Oh, schade. Bitte sehr. Bin ich jetzt einfach Danke Zebra. Ich dir. will danach. Nee, warte. So, wer jetzt noch Rupert? was? Ja, richtig. Oh, perfekt. Er hat's Nee. langsam hier, ne? Ja, langsam hab ich's. Ja, ist doch gut. So. Von wem So, war ich der dritte Bruno. Köftespieß? Hm? Ich? Du wolltest doch einen Köftespieß. Ja, nee, den Ja, du ich hast. hab meinen, aber ich warte darauf, hab dass den. ihr aufhört zu Ach so. reden, ne? Genau. Weil das geht nicht. So. 3, 2, 1. Hm. Eins mit Sternchen.
So, was haben wir noch für Insider, die wir reinhauen können? Wir stehen einfach da und Köfte speisen, aber ohne reden. Das ist geil. Ja. Das Träumli. Der Meinung bin ich auch. Legendär. du hast kein Wort verstanden, ne? Aber ist doch schön, einfach mal Köftespieß ohne reden. Mann, seid ihr langsam. Er sagte, der Chat heute ist legendär. Hab gesagt, ohne reden. Und wo ist eigentlich mein Ayran? Ja, ehrlich. So vom Automaten. Ja, genau. So all you can drink mäßig. Musst du garnischen. Rupert, du siehst so deprimiert aus. Nö, alles super. Okay, gut. Jo. Willst du glücklicher machen, Sophie? Na, hä? Was? Oh. Nix. Alles klar. Ich glaube nicht, Ja. dass er so schwingt. Machst du jetzt auf Zuhälter oder was? Zuhälter. Ben, vorsichtig. So, das ist der perfekte Moment. Ich gehe kurz mal aufs Klo. Bis gleich. Ja, viel Erfolg. Ja. Ne? Dankeschön. Kack nicht im 24/7 Was? Kack nicht im 24/7 wie Hans. Okay. Zieh die Hose Ich frage nicht. Ja, Ich frage nicht. Einfach kacken, aber ohne reden. Ja. So, liebe Leute, ich muss noch mal kurz schnell aufs WC. Und da schnell irgendwie ins Eckeli. Kann man hier eigentlich rauf? Das wäre noch geil. So, da schnell her schiffen. Ich komme gleich wieder, liebe Leute. Lauft nicht weg, ich komme gleich wieder.
Wenn das nochmal aufpassen, dass der Castle nicht sieht, hä? Und warum zeigt das Argo-Emote nicht an? Ist das falsch geschrieben? Hure Kopfhörer, ich bekomme dann so einen Druck auf dem Gring. Das Licht noch mal ein bisschen aufrichten, wird es nicht besser da hinten? Da oben. Irgendwie nicht. Ne? Ist irgendwie ein Schatten drauf. Ah, so. Nein. So. Ah, ist immer noch scheiße. So. Ich will schnell etwas zu trinken holen. Jetzt muss ich auch aufhören mal da. Red Bull, wie habt ihr das gesehen? Gell? So schnell schauen, ist es mittlerweile etwas kühler als drinnen? Ja, dann würde ich noch schnell das Fenster auftun. Der Kassel ist live, gehen wir alle das Aargauer Wappen gespiegelt posten. LOL. Ist immer noch live. Das so. Hey, geht mal beim Kassel. Ist schon kühler, also ja, jetzt aufgetan. Geht alle mal beim Kassel in Stream-Horti und spammt ihn zu, er soll jetzt hier Roleplay gamen, der Sack. Unbedingt. Ich will jetzt endlich. Ich will ihn lernen kennen. Also der Bruno, es muss natürlich wir dürfen das nicht absprechen. Aber er soll mal spielen. Jetzt nicht mehr, ist aufgegangen vorhin. Nein, hostet er mich nicht mal. Hey. Hey, Kassel. Enttäuscht. Nein, Liebe geht raus. Oh Mann. Oh Mann. Gut, er kann glaube gar nicht raiden vor PS aus. So. Der Arad ist wirklich geil an sich. Du hast fast 230 Follower. Schon? Ich sehe nicht, dass irgendwo hier geht. 229, stimmt! Geil! Und 7, die zuschauen. Hey! Gut, es ist schon Donnerstagabend und es ist warm draussen und... Ja, ist ja klar. Ja, nice! So. Und 12:30. Ja gut, das ist Donnerstag. Das ist der neue Samstag. Ich frage mich, ob man hier mal auf das Dach rauf kann. Das wäre noch witzig. So, wir müssen eigentlich mal noch ein bisschen Geld verdienen, aber es ist lustig mit den anderen. Vor allem ist auch niemand rum, der uns Geld geben würde, also von dem her. Bin ein Schweizer Mann, bin ein kleiner Schweizer Mann, bin ein Schweizer hinlassen. Hallo! Oh! Okay. Okay, Freunde, ich gehe ins Bett. Gute Nacht, ja? Gute Nacht. Bis dann. Mach's gut, der Mann. Lass mich ausrauben.
Lass dich nicht ausruhen. Es gibt doch genug hier, was ich gehört habe. Ben steht im Mittelpunkt. Ja, genau. Warum guckst du mir auf den Arsch, Bruno? Wieso Etwa nicht? vom anderen Ufer. Ja, theoretisch ja. Ich meine Europa. Aber nicht so, wie du es gerne So, hättest. wir sind jetzt in Kreis der Selbsthilfegruppe. Wahrheit. Nein, auch nicht schon. Oh Gott. So, Kreis der Wahrheit. Nein, du bleibst hier. aber... Hallo, mein Name ist Bruno und ich bin Musiker. So, jetzt nochmal die Wahrheit, bitte. Hallo, mein Name ist Bruno und ich bin Alkoholiker. Okay, Ben. So, ich starte, okay? Du musst erst die Regeln erklären. Okay. Ja, erzähl mal. So, die Regeln sind, man muss die Wahrheit sagen, die Fragen dürfen nicht wiederholt werden und wenn es eine Frage gibt, mit 2 Fragen, darfst du nur eine davon beantworten. Aber keine Rückfragen, alles bleibt unter uns. Das ist ja für mich dann nicht mal schwer. Ja, aber, Das ist ja nicht schlimm. aber irgendwann kommen Fragen, die willst du teilweise Und ich bin Bruno, der Krabbe dabei. Muss ich selber auch Fragen stellen? Ja. Oder bin ich ganz schlecht drin? Ich bin komplett verwirrt, aber schau mal, So, Rupert ist jetzt dran. So, der darf jetzt aussuchen, Ben. wenn... Ja, hallo. Wenn du mit einem Mann schlafen müsstest, der wäre es. Mit einem Mann? Mhm. Ach du Scheiße. Jo. Dann... Komm wieder. So, Entschuldigung. Ja, also, also wenn das schon Level 1 ist, die erste Frage, dann frage ich mich, was die letzte wird. Boah, wenn ich mit einem Mann schlafen könnte. Müsste. Ich könnte. Könnte, alles klar. Willst du uns was sagen? Das nenne ich mal ein Outing. Nein. Mit einem Mann schlafen müsste. Da habe ich auch eine Chance, vorher mich umzubringen. Nein. Nein. Also, es ist schwierig. Scheiße. Können Das ist wir so eine als Regel unfaire. einführen, dass man nicht so lange braucht? Tick, tack, Nee. tick, tack, tick, tack. Ich bin Schweizer, ich habe keine Zeit. Dann mit einem Schauspieler würde ich das machen. Und Mit so, welcher? mit so einem weltbekannten Schauspieler einfach. Ah, okay. Okay. So. Boah, Alter, die nächste Frage, die wird so. Bruno? Mhm. Oh. Mhm. Wenn du dich entscheiden könntest, okay? Mhm. Wen aus der Gruppe würdest du am ersten umbringen? Boah, umbringen. Mhm. Oh, das ist mies. Ja, so leid's mir tut, 3 davon kenne ich gut und den Mann mit der Zebrahose kenne ich erst 5 Minuten. Also Entschuldigung für das. Okay, bring mich halt um, ich nehm's nicht persönlich. So, aber wenn er muss. Ja, nee, aber es ist ja... Muss er. Ja, euch andere kenne ich auch nicht lange, aber zumindest ein bisschen länger als 5 Minuten. Du kannst nicht deinen größten Fan umbringen. Das sowieso nicht. Mein größten und einzigen Fan, ne? Nein, einzigen nicht. Wir sind alle Fans. Oh. Ja, das stimmt. Du? Besonders der Pole. Jetzt muss Bruno eine Frage stellen. Scheiße. Genau. Oh Gott. Ah. Ich habe keine Ahnung. Ich hasse sowas. Schlechte Ich Frage. auch, egal. Stell die nächste. Ich habe wirklich keine Ahnung. Kannst du was ganz Einfaches fragen? Ja, Emma. Ja. Was ist dein Ziel im Leben? Mein Ziel im Leben? Ja. Überleben? Okay. Klingt gut. Ich hätte gleich eine Frage an meine Gegenüber. Okay. Wie ist nochmal dein Name? Sophie. Okay. Aber ob du es glaubst oder nicht, ich hätte es auch nicht gewusst. Ich habe schon wieder... aber nimm's nicht Nein, persönlich. alles gut. Echt. Aber das Gute ist, damit habe ich meine Frage schon erledigt. Jetzt ist Sophie dran. Hey Krassel, komm online, Roleplay, los! Genau, Rupert. Ja.
Findest du Der Bruno Kreis der attraktiv? Wahrheit. Kann da? Mal das genauer angucken. Sieh mal deine das ist Cap es aus, nicht. Bruno. Sieh mal deine Cap aus, Bruno. Dann ist das ein bisschen... Warum geht das immer Sag hier in mal, eine wenn- sehr sag mal, warme Sag mal, Richtung? wenn er eine andere Hose anhat, die nicht so dreckig ist, dann ja. Hey. Also, wenn er waschen hilft. Und das geht in die Richtung, weil das andere nicht langweilig ist. Ja, ja, gut. Hey, ich wusste deinen Namen wirklich nicht. Man kann auch tiefe Unterhaltungen führen. Ne? Nicht schlimm. Schau mal, was ich kann. Oh Gott. Ja. Deswegen ist die Hose Bruno, das habe ich, Bruno, das hab ich dir beigebracht, ne? Nur kein Hand... Nein, nein. Nee, komm. Vorsichtig. Nee, komm. Lassen wir mal. Darfst du gerne widersetzen. Ja, ja. Emma, ne? Warte mal. Wer bist du? Ich kenn dich gar nicht. Ich bin Emma. Aber zu wer bist du, steckt da mehr dahinter. Ich bin Emma, 27. Komme aus Orlando Wo ist das denn? in Florida. Achso, okay. Oh, Florida. Da, wo auch Disneyland ist. Okay. Und Universal. habe Kunst studiert, womit ich nichts anfangen kann, weil man davon nicht leben kann. Und bin hier die zuverlässige Stadtparkdekoration und verdiene damit mein Geld. Ach so, okay. Das ist gut zu wissen. Ich will jetzt überlegen, wen ich aussuche. Home Online Castle. Hopp. Ben. Ja. Hast du als Pole wirklich schon mal Autos geklaut und verkauft? Ja. Ich schwöre, das wollte ich vorhin fragen, aber dann dachte ich, nee, es ist rassistisch. Bruno. Ja. Meine Frage ist ja erstmal noch ein bisschen einfach. Wer hat dir Gitarre spielen beigebracht? Mein Vater. Also, ja? Mhm. War auch Musiker. Ja, der war Berufsmusiker. Ah, okay. Genau. Ah, scheiße, ne? Der Zebrahosenmann. Nochmal, Entschuldigung. Rupert. Ja, das ist meine Frage. Wie heißt du? versuchen. Rupert. Dankeschön. Mhm. Ja, jetzt bist du dran, ne? Hä? Du hast noch gar keine Frage gestellt. Ja, doch. Was? Ben hat sie mir einfach beantwortet. Ja? Ne, ich habe keine Frage gehört. Ja, okay, aber also Rupert. Stehst du auf Männer? Ja. Okay. Alles klar. Ja, ich kann man ja fragen. Ja, klar. Ja, eben. Sehr legitim. Aber ja. auch es gibt auch hin und wieder Frauen, die ich attraktiv finde. Okay, alles klar. Aber Also überwiegend immer. so bisexuell, aber eher mehr überwiegend auf Männer. Okay, alles Genau. klar. Hey, Krassel, gute Nacht. Schlaf gut. Sophie, Ja. was für eine Schuhgröße hast du? 38. Hau mal ein Argo-Wappen in Chat für den Kassel. Ben. Ja. Was hast du alles in deinen Taschen dabei? Das wurde mir gestern auch gefragt, ne? Ey, das ist so Ich eine frag das jeden Scheiße. Tag. Ey, das ist so eine Scheiße. Also. Hippen, Sag mir nicht, du Gesichtstuch. hast einen Hamburger in der Tasche. Nein, hab ich nicht. Hippen, ein Gesichtstuch, ein Tanktop und das habe ich auch noch gefunden. Gefunden. Reicht das? Ja, ja, reicht. Das ist okay. Alles klar. So. So. Ich nehme Sophie. So, bevor ihr weitermacht, ich muss mich glaube ich abschieden. Ich muss morgen Oh. etwas früher Er hat aufstehen. Angst vor Okay. den schlimmen Fragen. Ah. Nee, hab ich nicht. Ja, dann Ja. macht's mal gut. Ne? Hey, Jo. gute Nacht, Rupert. Bitte Nacht. Gute Nacht. Jo. Sophie, ne? Ja, Echt jetzt? genau. Hast du noch Also. Köftespieß im Mund? Ja, Dann ohne Reden. Komisch. Nein. Sophie. Was ist das Schlimmste, was je passiert ist?
Ah, Mann. Dass ich einmal fast vergewaltigt worden bin. Ein Japaner? Nein. Würde man eh nichts merken. Och, Ben. Keine zweite Frage. Ja. Ja, stimmt. Emma. Mhm. Was ist deine glücklichste Erinnerung? Deep. Ja. Mach mal wieder einen Kreis draus. Ja, stimmt, komm. wie so ein Ja, Oma-Lauf. das ist aber kein Kreis, ne? Ja, egal, komm. Mach mal ein Kreuz. Hey, oder weißt du was? Ich setz mich hier hin. Auf die Den Lampe. Spotlight. Ist bestimmt Dann schön blendet das auch nicht mehr so, dass es... Ja. Die glücklichste Erinnerung. Ich glaube, als meine Eltern damals mit meinem Bruder nach Hause kamen aus dem Krankenhaus. Oh. Und ich den das erste Mal auf dem Arm haben durfte. Oh, das ist süß. Bruno, Mhm. hast du schon mal was Kriminelles gemacht? Ich muss ja nur die Frage beantworten, also ja. Okay. Ja, damit kann ich mir mehr Fragen... Was war die Frage? Ob er mal was Kriminelles gemacht hat. Ach so, okay. Hat doch jeder. Ich nicht. Was? Hast noch nie eine Parkbuße gekriegt oder so? Nee, das Kriminellste, was ich gemacht habe, ist, dass ich einem Kojoten ausgewichen bin. Okay, das ist aber Sachbeschädigung der Stadt, ne? Mit der Leitplanke. Dafür habe ich keine Tierquälerei betrieben. Ja, stimmt. Aber ist auch kriminell. Ja, Nicht Beherrschen das des ist so Fahrzeugs, ne? Das ist so eine Lost-Situation in beide Richtungen. Okay. Ben. Ja. Nee, Sophie. Den habe ich vorher schon genommen. Sophie, wie viel würdest du Eintritt bezahlen, um mich bei einem Konzert zu hören? Gute Frage. Also so das Range ungefähr. So zwischen 50 und $100. Oha, okay. Aber das hätte ich auch gesagt. Das ist ja ein normaler Preis für sowas. Also Schon, ich habe keine Ahnung. Also würde ich mal so denken. Okay, nice. Bruno. Ja. Welche kriminellen Aktivitäten hast du schon vollzogen? Boah, hast du Zeit? So viel. Okay, warte, dann sag ich, was war die kriminellste? Das Kriminellste? Ja gut, das ist immer Ansichtssache, ne? Ja, für dich. Für mich? Ich hab die Katze von einer Oma überfahren. und hab gelacht dabei. Nee, boah, das Kriminellste. Ich sag mal so, ja, die Musikbranche ist allgemein ein bisschen... Da geht's halt manchmal drunter und drüber, ne? Und ich sag mal so, wenn ich meine Gage nicht gekriegt habe, dann kann ich auch mal böse werden, ne? Kann ich mir gar nicht vorstellen, du bin böse. Ja, nee, aber manchmal muss man, ne? Ich bin ein vernünftiger und anständiger Mensch, aber wenn mich jemand verarschen will, dann ist Feierabend. Wer ist mein Bier gesoffen? Ja. Oh, Fingernägel. Ja, nee, das... Habe ich deine Frage schon beantwortet damit? Okay, ist ruhig. Ich raste gleich auf den plötzlich aus der Nase, ich sag's dir. Bleib ruhig. Tut mir leid schon mal für den Ohrenkrebs, ne? Ja. Alles gut, ich bin Musiker, ich höre eh nicht, ne?
Das ist alles Musik in deinen Ohren. Mhm. Nach 15 Jahren DJ bist du taub. Wer ist dran ist? Ja, habe ich die Frage beantwortet? Reicht das? Ja, reicht. Okay, alles gut. okay. Also ich habe niemanden umgebracht oder so, ne? Aber einfach, ja. So. Aber ist ja schon das Limit, jemanden umzubringen. Ja, klar. Aber ein Toter kann nichts zurückzahlen, ne? Richtig. Du hast nur überzeugende Argumente gebracht. Genau. Ja, scheiße. Emma, warst du schon mal in Europa? Europa? Mhm. Nimm mal kurz die Erzählung noch dazu. Nein, war ich nicht. Nee, okay. Ich habe es mir gar nicht leisten können, aus Orlando irgendwie mal rauszukommen. Okay, Und das hier ist das erste Mal gewesen. okay, alles klar. Wir kriegen Besuch. Wisst ihr, wer die sind? Ne. Ich auch mitmachen. Hallo. 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 Ja, aber dann muss der Kreis größer werden, ne? Ben, drück doch mal rüber. Ich? Ja. Hast du Angst vor mir? Ja, du beißt. Wo? Na. Nur wenn du Was ist willst. denn dieser Kreis der Wahrheit? Da wird jemand für die erste Runde wird jemand drangenommen. Und Deine. Was ist denn? Warum lacht ihr jetzt alle? Deine Erklärung. Nein, also sagen wir so. Rein theoretisch bin ich jetzt dran. Ich werde dann jemanden von euch wählen, der dann die Frage und nur die Person, die ich gewählt habe, muss die Wahrheit beantworten. Also ich stelle dann irgendeine Frage und dann müsst ihr auf jeden Fall mit der Wahrheit die Frage beantworten. Reicht das? Aber Also wie bin Wahrheit ich oder dran. Pflicht? Ja, aber nur mit Wahrheit. Und es bleibt alles unter uns. Natürlich. Ich kenne euch doch noch gar nicht. Ja, moin, Mimake. Das macht ja interessanter. Genau. Wow. Dann weißt du schon, was die erste Frage ist. Ja, ich bin dran. Ah ja, stimmt. Dame in Gelb. Wer dich, bist Robert. du? So, mal kurz vorstellen, wer bist du? Ach so, also jetzt muss ich die Wahrheit sagen. Ja. Scheiße. Ich bin die Laila. Und weiter? Dazu gehört aber mehr als dein Name. Ach so. Auch der Nachname? Ja, Alter, Herkunft. So. Wer bist du? Das Alter einer Dame fragt man doch nicht. Die Dame darf die Dame fragen. Achso, also ich heiße Laila, mein Nachname ist Caputo, ich bin 31, ich komme aus Italien und ich hatte eine Creperie. Eine was? Eine Creperie. Das. Krebs macht. Wieso fragt Ach eigentlich so. jeder, was eine Creperie ist? Ihr seid so ungebildet. Ja. Nee, ich esse nur keine Sachen, die 5000 Kalorien haben. Die haben noch nicht viel Kalorien. Kommt drauf an, wie du die machst. Ja. Mit Kinderriegeln innen drin. Jetzt ist Laila dran. Genau. Ach so. Jetzt musst du jemanden wählen und musst eine Frage stellen. Mag euch alle. Das ist keine Frage. Doch, die hat ja mit. Oder sollen wir uns kurz vorstellen? Stimmt, ich glaube, Ja, die kennen die sogar. mit euch allen eine Also der Bruno. Frage, deswegen muss ich sie an alle stellen. Aber der hat schon Hattet nicht ihr schon mal zugelassen. was miteinander? Mein Ventilator ist Nein. abgedreht hinten dran. Nein. Hure klopft. Nee. Die kennt Nicht, dass Bruno ich gut. wüsste. Bruno hatte was mit seiner Gitarre. Hey, hey, hey. Aber ihr dürft euch auch vorstellen, wenn ihr dran seid. Jetzt Ja, ist wenn nur die die Frage, da Frage die Frage an alle ging, wer darf jetzt die nächste Frage stellen? Keiner. Mach Ben, mach die nächste. Ich mach die nächste. Ja. Nein. Bruno. Ja. Oh oh.
Mit wie vielen Jahren war das erste Mal von dir? Mit wie vielen Jahren hast du dein erstes Mal? Boah. Am Ende ist er Jungfrau. Was war das? 13, 14? Irgend sowas. Boah, das ist früh. Boah, geht. Sah die Frau da wenigstens hübsch aus. Ja, geht. Wow. Einfach nur Druck ablassen. Ja, nee, aber... Ja, keine Ahnung. Neugier, ne? Ja. So. Die Dame in Gelb. Ich brauche den Namen nochmal. Laila. Laila. Ja, Kann es sein, dass wir uns kennen? das weiß ich nicht. Du hast Nee. dich noch nicht vorgestellt. Ja, ich bin Bruno. Ich glaube, wir haben uns... kennst du James? Ja, Ja, ich glaube, wir kennen uns. Du fährst ein rotes, so einen roten Kleinwagen, ne? ja, der steht hinter, also da vor mir. Ah. Ja. Okay. Nee, ich glaube, wir haben uns kennengelernt zusammen mit James. Also, ich bin mit ihm zusammen eingereist. Und dann hast du uns von deiner Creperie erzählt, die du aufmachen willst im Bus. Stimmt, Im meine Bus? Bustouren. Ja, ich Yeah. bin nur Bus gefahren den halben Tag, um Leute kennenzulernen. Ah, okay. Ja, dachte ich mir doch. Halb Los Santos, habe ich das Gefühl. Ja gut, du bist dran. Ja. Ja, du, Laila. So, was war denn die Frage? Ja, wer du bist, ob wir uns kennen. Ich habe ein Ach paar so. Fragen gestellt. Aber davon nur eine. Ja, das Ja, zählt nicht. okay, Entschuldigung. Dann war die Frage, wie heißt Du bist du? disqualifiziert. Okay, ich Bitte geh. verlasse den Kreis. Nein, nein, Tschüss. nein, Bruno. Nein. Bruno. Ja, ist ja gut. Ach komm her. Aber ich war noch gar nicht so weit. Ich habe mir noch nichts ausgedacht. Dann kannst du dir jetzt was ausdenken. Du bist ja einfallsreich. Ja. Robert. Schläft er? Ich dachte, du schläfst. Warst du bisher immer ehrlich zu mir? Ja. Da, jetzt geht die Frage nicht zurück. Oh. Ja? Das ist der Kreis der Wahrheit. Du musst die Wahrheit sagen, ne? Ja, ich denke ja. Erstmal, das hat sich irgendwie nicht so richtig angehört, als wäre Aber ich weiß nicht, manchmal erzähle ich viel, wenn der Tag lang ist. Ja, doch, ich glaube ja. Wir kennen uns ja auch noch gar nicht so lange, Robert. Also, das habe ich dir auch noch gar nicht erzählt. Ach doch, doch, du hast ja schon einiges erzählt. Aber du bist wieder dran. Doch, Mann. Schweiz, der seit 1 km/h schnell, das macht 40 Stutz. 40 Stutz schon erst. Die im ersten ist, die ist, ja genau. Ja. Ja. Scheiße, weißt du was, das hätte ich jetzt gar nicht dürfen brauchen. Schreibt so Zeug nicht, das ist genau das. Ah, Leute. Das dürft ihr nicht schreiben und ich darf es nicht lesen und ich darf es auch nicht verwenden, weil das habe ich jetzt gemacht, ich hätte es nicht geschnallt. Nicht Scheiße. schüchtern sein. Oh Mann. Und so spät. Alkohol. Ah, okay. Dann die Dame mir gegenüber. Ja, Sophie. Sophie. Sophie, kiffst du? Nein. Zirpo, das darfst du nicht schreiben. Beste Frage. Und ich darf es nicht brauchen. Bruno? Ja. Kiffst du doch? Das Ja, ja. war nicht meine Frage. Warst du bis jetzt... Ach nee, ich darf ja nicht doppelt... Verdammt. Oder? Nee, darf man nicht. Aber die haben aber doppelt... Ey, aber ihr habt auch immer 10.000 Fragen mit einer Frage verbunden. Vermisst du manchmal deine Haare auf dem Kopf? Nö. Cappy lässt das ja eh nicht sehen. So. Das ist ein Markenzeichen, die Cappy. Genau. Scheiße. Gute Frage. Ja. Schlechte Antwort.
Ich habe eben nicht aufgepasst. Wie heißt der Herr mir gegenüber? Robert. Robert. Oh, wie? Robert. Robert! Ja. Robert, von wo kommst du? Dublin. Wo? Dublin. Mhm. Ah, schön. Okay. Wo ist das? In Florida? Nein. Nein. Wo Nein, ist das? England. Ich habe ja keine Ahnung, wo das ist. Ja, ich war noch nie in England. Müssen wir mal ändern. England, Irland. Irland. Geht nicht um die, sondern um Bruno und Ja, du siehst bist du? maximal los gewesen. Ja, Ja, aber weißt du. das ist Backseat Gaming und Metagaming. Ich darf das nicht. Also ja, mal stimmt. Nein, es ist okay. Du hast recht. Der Bruno weiss das ja eigentlich. Lass mich kurz Der überlegen. Bruno weiss das ja, er kennt sie ja. Was steht da, der Herr Smoker? Aber ihr dürft mir es gleich nicht sagen, wenn ich mich nicht daran erinnere. Das ist dann wieder. Der Herr Smoker. Wo ist der Herr Mit- Smoker? Mit mit dem habe ich dem noch eine Herrn Rechnung König, offen. oder? Das ist König, oder? Ich glaube, sie meint hinter uns. Hm. Ach nee, ne? Oh. Guten Abend. Ach was. Guck mal, ein Schlafwandler. Was? Nee. Schlafwandelt. Nein, das Ding ist, der Bruno hat die Information, wer es ist. Also darum könnt ihr es ja wissen, das ist okay. Das ist ein Pyjama Aber ich darf ihn an. nicht verwenden, also ihr dürft mir nicht helfen, ausser es geht um Wir stehen im Spielmechanik. Stadtpark. Ja, der ist gemütlich. Cool. Okay. Und wieso trägst du eine Taucherbrille? Das ist keine Taucherbrille. Das ist ein Aber alles gut, wir lernen dazu. Eine Schönheitsbrille, damit man seine Augen nicht sieht. Passend, genau. Und wieso hast du einen Aluhut auf? Wieso liegt da Stroh? Warum hat er keine Schuhe an? Das ist. Warum hast du eine Maske? Pierhut. Joghurt. Hast wahrscheinlich halt mehr getrunken wie ich. Nee. Alles gut, Sirpo. Es geht schon, solange es der Bruno weiss, aber ich sollte mir eigentlich allgemein nicht vom Chat helfen. Das... Aber es ist jetzt weniger tragisch. Weil er es ja schon weiss, weil er sie kennt. Aber Ja. Reicht doch hier, wer würfelt hier die ganze Zeit? Ich. Ja, Ich würfel nur auf den Papier. Okay. okay, wenn du eine 7 würfelst, bleibst du hier. Nee. Das ist 6. Okay, dann machen wir, wenn 1 bis 3 bleibst du hier, von 4 bis 6 nicht. Würfel? Oh. Bye, have a great time. Ja, aber man hat immer 2 Chancen. Hallo. Hey. Hallo. Was? Leila, wollen wir auch mal kurz zu die? Ich muss noch was abklären. Achso, nee, ich warte noch 50-50 hier, Chance. Joe und Sam kommen. Ach so, stimmt, da war ja was. Was ist denn hier für so eine Versammlung? Wir spielen ein Spiel. Ein Spiel. Kann ich wissen, um welches Spiel es sich handelt? Ich hätte eine Frage an Bruno. Mhm. Im Kreis der Wahrheit. Kannst du noch mal ein Lied spielen? Gott. Klar. Ach du Scheiß, ich Ja, aber das heißt nicht, dass man das macht. Ich komm nicht Ja, wieder. Jetzt gehen alle. Okay. Mach einen Schweizer Mann. Nein, mein Lieblingslied. Ja. Dann kriegt man hier wieder Ruhe rein. Randale!
So, alle Jungs weg, ne? Also nicht, dass mich das stört, aber ist auch schön. So schnell kann's gehen. Mhm. Ist so ruhig plötzlich. Ja, Wenn die Männer Geschäfte machen. Dankeschön. Immer gerne. Sehr schön. So. Ja. Wird mir nämlich hier in dem Kreis auch gerade ein bisschen zu eng, muss ich sagen. Soll ich ein bisschen weiter weg? Nein, das war nur so, Ach so. um mich rum, neben mir, überall so. Da ist dann kein Fluchtweg gegeben. Ja. Ach so. Verstehe. Ach ja. Denkt ihr, dass beim Yellow Check-In heute was läuft oder da beim Tequilala? Und die Uhrzeiten wird schlecht wahrscheinlich schon langsam. Ja, ich glaube, so langsam lichtet sich das wieder in der Stadt. Ja, weil ich habe irgendwie Bock auf einer Bühne zu stehen. Haben die nicht eine Nummer oder sowas? Ja, ich hab alle Kontakte da, aber... Müsstest du mal durchtelefonieren vielleicht? Ja. Ob noch irgendwo was los ist, keine Ahnung. Ja, ich habe irgendwie keinen Bock mit denen zu sprechen. Soll ich machen? Nee, passt schon. Ich hab damit kein Problem. Nee, ich weiß auch nicht. Wobei ich könnte den Chef da mal anrufen. Mal schauen, ob der noch da ist. Mach das mal. Wo haben wir ihn? Ich komme gleich wieder. Ja. Hör auf, hure Mucke, ja. Same hier. Gut, der jetzt hier nicht mal als Mucke geht, der einfach auf. Nö. Niemand mehr Tote da. Hose. Heute nichts mehr mit Bühne. Nö. Einfach mal ruhiger Abend. Aber meint ihr, die schließen da immer ab? Okay. Willst du dich in einen leeren Raum stellen auf die Bühne? Also das Tequila wird auf jeden Fall abgeschlossen. Oh, schade. Ja, nur mal Wirklich? so zum Testen. Ja gut, heute hatte das Tequilala, glaube ich, sowieso zu. Heute ist Donnerstag, oder? Also jetzt nicht mehr, aber es war Donnerstag. Ja. Ja, Du sag mal, der Biker-Typ, der heute Nachmittag da war, der Jack. Jack, ja. Hat der was zu tun mit dem Check-In? Nur als Gast. Ah, okay. Weil dort habe ich keine Nummer. Die haben doch bestimmt Visual News oder so. Da habe ich noch gar nicht geschaut. Ne, die haben doch keine drinne. Okay. Doch. 696969. 696969. Genau. Aber Bruno, Ja, ich werde mich mal wieder zu den anderen aufmachen. okay. Ihnen mal Hallo sagen und so. Ja, du, mach nur. Ich danke dir auf jeden Fall für die Gesellschaft. Ey, immer gerne. Und ansonsten dann bis morgen oder so. Ja, klar. Na?
Habt noch einen schönen Abend. Gleichfalls und gute Danke dir Besserung. auch. Rote Ja. Faust. Danke, ja, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Okay. Bis dann. Ciao. So. 6, 9, 6, 9, 6, 9. Genau. Und da passiert nichts. Dann vielleicht diese bestimmt eine Hotline, ist wahrscheinlich keiner dran gerade. Naja, kann sein. Oh, was macht Ben denn schon wieder? Ich frag gar nicht. Ja. So. Wo ist eigentlich der Pole hin? Da drüben. Ah, da hinten. Keine Ahnung, ne? was Klaus da schon wieder macht. Okay. Ja klar, beim Bruno läuft. Gitarrenspieler immer Frau am Start. Hey, gleichfalls, Jesse. Dankeschön. Lass du mich einfach stehen. So. So, was geht noch heute? Wahrscheinlich nicht mehr viel, keine Ahnung. Eieiei. Emmas Freund stand die ganze Zeit da hinten und wartete. Scheiße. Upsi. Ja, komm, dann spiele ich noch einen Song. Na, gerne doch. Vielleicht hat ja jemand von da drüben noch eine müde Mark übrig. Muss noch irgendwie meine Miete reinbekommen. So. Was spielen wir denn? Oh, hast du mir gerade... Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Danke dir. So. Hast du einen Lieblingssong? Nee, nicht Bock gleich. Nö, okay. Ah. Kommt denn hier?
Sehr schön. Danke, danke, danke. Das hast du sehr gut gemacht. Vielen Dank, vielen Dank. Machst du das öfters? Ja, ich lebe eigentlich davon im Moment. Ah. Hat sich irgendwie so ergeben. Na, wenn das so ist, dann möchte ich dir natürlich auch gerne was dazu beistehen. Ach, mein Handy geht schon wieder. Ich hab dir $5 da unten in deiner Oh, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Box geworfen. Dann spiele ich doch gleich nochmal rein, ne? Oh ja, bitte. Ein Feuerzeug dabei würde ich es anmachen. Aber ich rauche nicht. Schön war's wieder. Danke, danke, danke. So. Alle anderen sind geflüchtet. Hm? Ja, wollen wir uns mal darüber stellen zu denen, oder? Ja, das können wir gerne machen. Ja, komm. Hey, gute Nacht, Uwe. Merci viel mal für dein Abo, das du verschenkt hast. Schlaf gut. Gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Nein. Ja! Okay, jetzt bin ich. Oh Gott. Ja! Oh nein. Der Rest hat keinen Würfel. Ihr müsst den Würfel weitergeben. Achso, der Pole hat keine? Nein. Soll ich für dich werfen? Ja, komm, mach für mich. Nur, okay. Shit, Mann. Ja, Mann! Also, jetzt schulden wir 1, 2, 3, 4 Leute $30. Ja, gib mal her. Ich mach hier. Fuck, wie viel sind das, Mann? Das sind $120.
Ja, gönnt euch. Ah, fuck. Ja, warte, ich muss automatisch $10 holen. Ey, was? Okay. Alright. Mit einer 4. Okay, wenn ich Mit dich einer zusammenboxen 4. darf, schuldest du mir keine $30. Was? Mit $30, Holmes. Ich hab keine Lust mehr. Alter. Ich hab gerade aus nichts 30 Stunden. Sitzt sie hier im Geld und würfeln? Cool, so viel Glück haben. Pole. Ja. Okay, danke. Oh, komm her, News. Komm her, News. Zirpo, gute Nacht. Bin ich wieder 30 im Minus. Schlaf gut. Danke. Ja, mach ich. Alright, ich fahr kurz Ding. Wer braucht jetzt alles noch einen Würfel? Holmes, soll ich dir was sagen? Ehre? Ich gerade immer gewürfelt hab. Wer braucht jetzt alles noch einen Würfel? Ich fahr kurz zum Miracle. Ja, aber ich komme mit und kaufe mir ein Sandwich. Okay. Kommst du mit? Alright. Ich hab den Würfel vorhin gewonnen. Will jemand um Wie viel $9 kommst du nicht mit? Dings spielen, würfeln. Ich hab eine 3 gewürfelt. $9. Wie geht denn das Spiel? Los. Verlierst du gerade die ganze Zeit? Bitte? Haben sie gut gemacht. Ja, danke. Was war? Was hast du gemacht? Und der Herr hat ihn gefragt, ob er einen Würfel abkaufen will. Hä? Hat er Was? gesagt, nein, er hat schon einen. Dann habe ich gesagt, in der Hose. Mein Würfel ist noch ganz neu. Bei einer 3 gewürfelt. Kennt ihr so Leute, die mit sich selber würfeln? Ich sehe gerade eine, ja. Ich habe noch nie einen Würfel. Sorry. Ich habe den Sinn davon nie verstanden, für was man einen Würfel braucht, aber ich habe den Naja, vorhin... du sagst halt, immer seid ihr euch einig, wer würfelt. Wenn ich zum Beispiel würfel und würfel eine 6 und du eine 6, dann machen wir nochmal. Wenn ich eine 2 würfel und du höher, dann hast du gewonnen. Okay. Ja, ich habe den Würfel vorhin gewonnen, sonst hätte ich mir keinen gekauft. Weißt du, was auch Nein. interessant wäre? Es gibt noch ein Spiel. Einer würfelt und der andere sagt höher oder tiefer. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Also 1, 2, 3 geht halt tiefer und 4, 5, 6 ist höher. Du sagst zum Beispiel, du willst $10 einsetzen ja. und dann sage ich höher oder tiefer. Du sagst mir eine Zahl und dann, wenn ich quasi, also höher oder tiefer sagst und wenn ich halt hoch und du hast recht, dann kriegst du... Da ist er. Sorry, aber Joe ist da. Wo? Wer ist das? Pass auf. $5. Höher oder tiefer?
willst mit deiner eigenen Freundin würfeln. Ja, komm. Na gut. Höher. Höher? Ja. Oh, tut mir leid, 5 Dollar verloren. Hallo, meine 5 Dollar? Ich zieh sie dir von den 340 ab, die du mir schuldest. 20er würfeln, Nein, nicht los. Das bitte musst du mir keinen 5 Dollar. Hey, pass auf, komm, ich hab noch ein Spiel. Wie viel Das hast du wäre- Cash dabei? $20, ich habe gerade 10 Dollar von dem Typen Okay, guck mal, wir abgezogen. spielen 10 Dollar, okay? Ja. Pass auf, du sagst höher oder tiefer? Also Mhm. 1, 2, 3 ist tiefer und 4, 5, 6 ist höher. Und wenn du sagst höher und das kommt 4 oder 5 oder 6, hast du gewonnen. Wenn es tiefer kommt, hast du verloren, okay? Okay. Alright, bist du bereit? Höher oder tiefer? Ja. Okay. Fuck! Hau rein. Hey. Schleicht er weg. Aber so ein Spiel ist auch, sowas machen die ab und zu mal in Casino sowas. Ja, das ist Glücksspiel. So, Dings, 50-50 Chance eigentlich. Je. Wohl. Ja, eigentlich schon. Ja klar, es gibt doch nur 1, 2, 3 und 4, 5, 6 halt, ne? Entweder der Würfel kommt höher oder niedriger. Naja, du kannst So, auch mit ich merke mir jetzt auf jeden Fall, dass du mir 10 Dollar schuldest. Mit 20er Würfel, ne? Kann man auch Ja. machen. Ja, mit 20er ist auch gut. Aber da hast du bessere Chancen. Weil Nee. bis 10 und bis 20 Nee. hast du höhere Chancen. Bis Nee, 10 ist auch und 50. ja, das ist auch 50-50, aber Ja, ja. trotzdem ist die Lachst du mich Endeffekt grad ist die aus? Chance-Rate Nein, trotzdem ich lach dich trotzdem an. nicht Tust du? gering. Ich lach dich an. Mich anlachen, ist Nein, klar. nicht machen, das alles tut weh. Oh Mann, ey, komm. Also rein theoretisch ist die Chance auch bei 50-50, aber daher, dass du viel mehr Zahlen hast, ist es trotzdem sehr, sehr viel gefährlicher, ja. Jetzt komm, wir machen Casino aus, no. Du willst auf So. jeden Tag was Neues machen, ne? So unter der Brücke, ey. Ja, eigentlich schon eine Idee, ne? Stellen wir dich auf und sagen, wer will. Was hast du dagegen, dass sie so Ich viele hab Wünsche gar hat, nichts hä? dagegen, alles gut. Er hat Ideen, wenn er so Dollar umsetzt, Witze. ist top. Kommt. Wenn er so umsetzt, ja. Wer hat die Eier? 30 Dollar Witze. Hab ich Würfeln. Hey, Naja, Was mit? theoretisch, Komm, theoretisch hätte ich komm. 30 Dollar, wenn er mir die geben Wolltest du nicht noch mit mir quatschen? Ich glaube, das hat sich schon erledigt, Mann. Vergiss es, Mann. Vergiss Was ist es. denn? Ich darf nicht. Jus und ich haben uns jetzt überlegt, dass wir ein Casino Was? aufmachen. Fuck you. Casino. Ich darf nicht mehr. Ah ja. Das muss ich sehen. Schnipp, schnapp. Aber ich glaube, ich gehe langsam pennen. Kann nicht einer nach Hause fahren? Ja, kann ich machen im Fall. Komm mit, Verloren. Bruder. Gute Nacht. Schlaf Gute Nacht. Schon durch, gute Nacht. Hey, was? Wer geht? Gehen die beide oder was? Oder Snow Oh. geht? Ah, okay. Der hat verloren, hat ja 2 gewürfelt, der hat 1 gewürfelt, das gibt's doch nicht. Geht ab, Bruno bist du, ne? Ja, Ah, der Gitarrenmann. ja, Mann. Perfekt. Hi, Okay. Emmy. Hm. Du hättest vorhin Was? einspringen sollen. Wenn das wegen dir ist, ne? Komm mal mit, Emmy. So, Bruno. Ja, Komm, wir wetten. 30 Dollar oder ich krieg deine Gitarre. nö. Scheiße. Aber komm. Nee, ich Würfelst lass du eine Runde? nee, ich Ja, lass komm, die, ich die Finger würfel vom mit. Glücksspiel. Ja? Schlechte Ja. Erfahrung. Komm. Ach ja, die ganzen Sucht. Mhm. Ist gefährlich. Ja. Kaum haben sie einen Würfel an der Tankstelle gefunden, ging's los. Mhm. Jetzt können sie nicht mehr aufhören. Ja, solange es nur kleine Beträge sind, geht's ja, ne? Ach, mein Bruder hat auch schon um 500 und hat verloren. Autsch. Ja, das geht dann schnell. Siehst du, der Pole ist schlimmer als ich. Kommt selten vor, aber ja. Was denn? Echt? Ah, warte. Wollt ihr was tun? So, ich glaube, ich
Stell mich mal noch vors PD. Alles klar, dann Schau, ob viel da was Erfolg geht. noch. Pass auf dich auf. Hey, gleichfalls. Schönen Abend zusammen, ne? Dir auch. Ciao. Ciao, ciao. Ist keine Idee, Autofahren ist keine Idee. Abend. Abend. So, mal schauen. Wir irgendwo noch ein bisschen Cash machen können. Ist das eine Ausfahrt da vorne? Ja, ich kann die Cops verscheuchen. Mal schauen, ob jetzt PD finden, ohne das Navi anzulassen. ...50 in der Stadt. Ja, ich weiß. Aber hey, als du im Auto saßt, bin ich anständig gefahren, ne? Hey, was ist das mit dem Randstein da? So. Bruno fährt nur so, wenn er alleine ist. Ja, da bist du anständig gefahren. Anfalls hat er mal was gesagt. Ja, eben. Ist nur, wenn Bruno alleine ist. Cops. Na, Freunde? So, gleich anfangen. Schnell, schnell, schnell.
Leg immer da vorne was rein hier. Vielen Dank, der Herr. Dankeschön. Selbstverständlich. Ich spiele das sehr schön, muss ich sagen. Vielen Dank. Gib für einen Kollegen was dazu, hier haben sie 10 $. Oh, vielen Dank. Ich wollte auch was geben, ich gebe es jetzt trotzdem. Oh, vielen Dank. Bitteschön. Danke. Ich habe leider nicht so viel wie der Kollege dabei, ich bin nicht so reich. Ich auch Aber nicht. hier, ein paar Dollar kann ich Ihnen abdrücken. Oh, vielen Dank, der Herr. Dankeschön. Also, jetzt, ne, 2 Uhr morgens, ist mir egal, wenn Sie Gitarre spielen, aber so am Tag, ne? Sie waren schon mal am Tag hier, oder? Ja, ich bin ab und zu mal da, ja. Ich hatte angerufen, sorry. Wollen Sie mir jetzt die Gitarre alle verbieten? Also ja, schon manchmal von den Cops gesagt bekommen, ich soll hier nochmal spielen. Darf hier spielen. Es ist schon wieder seit 5 Stunden 50 Minuten Stream. Und die Mucke fressen mich. Ja, kommst du jetzt oder nicht? Deine fette Uhr. Ja, Jesse, ich glaube, die wollen mir das Spielen verbieten gleich. Oder auch nicht. Nö, die haben Wichtiges zu tun. Guten Abend. Das beantwortet die Frage. Guten Abend.
Natürlich. Sehr gut. Natürlich. Also, Herr Blum, das Lied ist zu Ende. Yeah, groovy, hey. Machen wir los. Okay, wir sind dann doch die Schleife 3 weiter, ja? Ja, wir machen die 3. 44 und ich. Also, nee, der Kollege und ich, wir fahren als Schleife 3, Unit 4 oder was? Oder geht der Kollege außer Dienst? Deiner. Was, welcher Kollege? Wie machen zu dritt? Hä, wo ist jetzt dein Kollege? Wie, mein Kollege? Du Ach so. mit deinem Kollegen und ich habe mir einen neuen Kollegen organisiert. In der Ach so. Zwischenzeit. Wo ist mein Kollege hin? Weiß ich nicht. Warte mal, warst du die ganze Zeit mit Blumen unterwegs? Ja. Oh, ich bin der größte. Warte, bin ich. Ich dachte. Ach so. Ich dachte mir, das sieht doch ziemlich nach meinem Kollegen. Also, okay. Ich dachte, du bist mit deinem Kollegen schon an deinem Wagen gefahren. Telefon habe ich wieder übernommen. Jetzt habe ich es gedacht. Du sitzt hier hinten rein. So, also, der Herr. Wie heißen Sie nochmal? Bruno Moser. Mono Moser. Bruno. So, Bruno. Alles Genau. klar. Wissen Sie was? Hier haben Sie $15, ja? Oh, Machen Sie es vielen, gut. vielen Dank. Machen Sie einen schönen Abend noch. Schönen Abend. Schönen Dienst noch. Ja, danke. Vielleicht sehen wir uns ja noch. Schönen Abend Ihnen. Auf ein Liedchen. Immer Ciao. gerne. Ciao. Nice. Läuft. Hat schon rendiert, daher zu fahren. Und der eine hat mich nämlich gerade anpissen, dass ich hier nicht spielen darf. Oder in der Nacht macht es nichts. Der hat so wollen, Jungs, wenn ihr mir in die Karre fahrt. Das sage ich, ha? Wehe. Wehe. Sehe ich. Alter, pass auf. Eieieiei. Okay. Ja, ich habe nämlich noch etwas anderes im Sinn. So, Gitarre mal auf den Rücken. Jetzt gehen wir da mal rein. Ich habe nämlich noch im Sinn mal zu fragen, wie das aussieht mit Veranstaltungen. Gesetzesmässig. Das hätte ich jetzt eigentlich auch die Herren fragen. Aber mir nimmt es Wunder, ob da überhaupt jemand rum ist drin. Nö. Ist zu. Okay. Ja gut. Wie viel Geld haben wir jetzt? Wieder $100, ha? Okay. Ha. Ja, ich glaube, da fahren wir wieder in den Stadtpark. Seid ihr noch da, Chat? Der Karre wäre eben eigentlich auch geil. Aber es hat nur 2 Plätze, ha? Der auch, aber es ist nur 2 Plätze. Da nicht. So. So, was machen wir denn noch Schönes? Dann kann ich mal ein Konzert spielen auf dieser Bühne. Für das PD. Mal beim Ding vorbeifahren hier oben. Also wir können mal beim DOL vorbeifahren. Mal schauen. Und sonst halt, wie heisst es, Tequilala mal vorbeifahren. Ich sollte meine Nummern mehr verteilen, Mann. So jemand einen Gitarrist braucht, dass sie mir anrufen. Von all den Leuten, die mich angequatscht haben wegen Bookings, ist noch nichts gekommen, he? Zum Kotzen. Die Fressmucke. Das Licht blendet mich.
Jo, kein Schwanz mehr da. Aber was mich wundernimmt, ist, ob das hure Tequilala abgeschlossen ist. Oh, oh, oh. Eieiei. Uiuiui. Das ist wieder die Kackstrasse da oben mit diesen huren Schlaglöchern. Eieieiei. Was ist jetzt das da hinten für ein Punkt? Ah, da, das Licht herzündet, da oben, ha? Ja. Der Richmond Hotel, okay. Ja, Richmond sind wir definitiv noch nicht. Also das Konzert war schon geil, nach 100 Stutz Eintritt pro Person. Könnte etwas zusammenkommen. Schnell 5 Minuten. Tequilala. Schade. Das ist schon reingegangen, oder? Und nicht hier hin. Enema. Okay. Tequilala steht aber auch noch. Okay. Ja, schade, schade, schade. Können wir noch herfahren? Kommen wir wieder in den Stadtpark. Dann sind wir dann fast daheim und ich glaube, dann machen wir mal Feierabend. Weil ich glaube, viel passiert da heute nicht. Uiuiuiui. So. So. Kommt also.
ist. Hallo. Ja, Bruno, ist ja wieder da. Bruno? Ja, ja. Kannst War du, ein kurzer kannst du Ausflug. singen oder so? Nee, nicht wirklich. Nicht? Also spielst du nur Gitarre? Ja, also ich sing manchmal, aber können ist was anderes. Guck mich mal an. Richtig. Was? Was denn? Er sieht nicht aus wie Tim. Doch. Nein. Voll. Tim ist einfach viel hübscher. Halt Doch, die es Schnauze, sieht du aus Wichser! wie Tim. Ja. Hä? Was Ja? ist mit Du euch? hast so einen richtigen Knick in der Optik. Kann es sein, dass du irgendwie, weil Stews das sagst? Oder Was? sagst du eigentlich das nur, weil das Stews ist, damit er sich auch mal gut fühlt, weil ich ihn die ganze Zeit Hä? runter mache? Oder? Warum soll er sich gut fühlen, wenn er aussieht wie Tim? Das verstehe ich nicht. Ja, auch nicht. Hä? Er sieht ihm halt wirklich ähnlich. Nein, halt null. Doch. Das Ey, ist Leute. Juice. Hast du den Nicht Tim Tim. schon mal gesehen, Juice? Nein. Okay. Wie gesagt, Das ich hab einen gesehen, das ist Rahim. Und der sieht mir verdammt ähnlich aus. Er hat halt nur Vollbart. Aber sonst sieht er genau wie ich aus. So, langsam habe ich Hunger. Er wird erzählen, wenn die nebeneinander stehen, ne? Vielleicht kommt Dann es werdet ihr irgendwann das mal sehen. dazu. Nee. Da hatte ich recht. Aber danke, Kate, dass du mich hübsch findest. Das habe ich nicht gesagt. Aber er Ich hab sagt, nur Tim gesagt, ist hübscher dass als ich und du ja. sagst, ich sehe wie Tim aus. Also. So, Bruno, jetzt kommst du dir. Ja. Du sagst, du singst ab und zu mal. Ja. Wie singst du? Scheiße. Ich habe dich schon mal singen gehört, Bruno. Ja, ich mein's das ernst. war gar nicht so scheiße. Ja, wieso meinst du? Ja, vielleicht irgendwann mal hast du vielleicht einen Auftritt, eine Bühne. Ja, das klingt gut. Yeah, right, darum muss ich wissen, ob du wirklich singen kannst und zwar gut oder nicht. Ich spiele lieber Gitarre. Naja, also auf einer Party nur Gitarre spielen ist kein Hit, hä? Naja, geht. Ich glaube nicht so. Das ist ja die große Frage. Du hast von der Bühne gesprochen, also es ist ja mehr ein Konzert. Und nicht eine Party. Für eine Party ist was anderes. You're right, aber ich meine so Party, weißt du, in Tikilala so mäßig. Ja, Da ist da auch hab eine ich, Bühne. Ja, da habe ich aber schon als DJ gespielt. Auch noch DJ, verdammte Ja. Kacke. Ich habe schon 2 DJ als Ding, Mann. Ich bin schon vom Manager von 2 DJ, kann ich auch nicht für dritten. Fuck. Manager, sagt er. Hä, glaubst du mir nicht, Mann? Frag Vince, Manager? frag Vince und frag Locke. Zeig mal Manager-Ausweis. Hä? Was Hast für du jetzt so, Hä? hast du so Visitenkarte? Willst du so ein Kärtchen haben oder was? Ja. Warte, zu Hause mache ich mir Mr. eins. Juice. Ich mach extra eins für dich, ey. Ja, korrekt. Doch, also in Tikilala denken sie, dass ich Manager von Locke und von Vincent bin. Ah ja. Frag doch, Eddie, der tritt doch gerne auf. Wir haben ihn gefragt, er hat keine Zeit an dem Tag. Das Oh. war halt, das war unser Live-Auftritt, was wir geplant haben. Was mit den 2 Mädels? Die singen doch auch. Welche Mädels? Ja, aber Motto ist Hip-Hop, Oldschool, Rap, hä? Und dann Oh. kommen die mit ihrem Gesang, Okay, ja. ja. Ja, aber da passe ich ja mit der Gitarre auch nicht rein, ne? Ja, darum meine ich ja. Ja, Vielleicht hättest du auf Gitarre sowas rappen können, so mäßig, weißt du? Boah, nee, ich kann was so in die Richtung spielen, aber dazu rappen. Alright. Vielleicht überlege ich mir mal. Oh, das kann ich auch vorschlagen. So ein Unplugged-Konzert wäre mal Du hast geil. gesagt, du kannst DJen, right? Mhm. Bist du schon der 3., den ich kenne? Nee, 4. Ja, das Ding ist nur. Nee, warte, sogar 5. Junge, ich glaube, ich muss mal ein Tikilala Ding veranstalten. nicht Konzert, sondern wie heißt es mal? DJ-Contest. Je, genau. Ja, würde ich nicht Ey, mach antreten. das mal. Warum?
Ja, weil ich 15 Jahre als DJ dafür und davon gelebt habe. Und ich jetzt hier, ich fange nicht wieder bei Null an. Und zudem sind die Gesetze hier auch ziemlich streng, was Copyrights angeht, ne? Urheberrecht und so. Je. Was ist das für ja. Oh Mann, ey, wir brauchen mal einen richtigen Rapper. Wie meinst du kenn auch richtig? Kommt der jemanden. schon wieder in seinem Pyjama? Wer denn? Ja, der Typ mit dem Ach so. Kaputt auch. Was ist mit dem? Ja, keine Ahnung. Weiß nicht, er hat keine Schuhe an und hat einen Pyjama an. Warum? Ey, aber jetzt mal Real Talk, Alter. Müller taucht auch ein komischer Leute. Also wenn du mal irgendwie ein Unplugged-Konzert was machen willst, da bin ich sofort dabei. Habe ich sowieso vor. Unplugged-Konzert? Hm? Wie meinst du das? Einfach ein Bruno Moser-Konzert. Ach so, dein Konzert. Genau. Bist du bekannt? Was heißt bekannt? Ja, ob Leute kommen werden. Das musst du die Leute fragen, die hier rumstehen, ne? Also ich Ja, glaube, Bruno kennt schon einige. Yeah, aber ich würde Warum? sagen, Brüder würden das nicht anhören, hä, you know? Ja, würden sie auch nicht. Keine Ahnung. Das ist ja das Ding. Ich meine, Hip-Hop basiert auf Soul und Funk, ne? Ursprünglich. Und ich glaube, meine Mucke hat schon ein bisschen Soul und Funk. Also Das Ding ist halt- wer sagt, er mag Naja, Hip-Hop, bis jetzt habe ich halt immer diese fast, wie soll ich dir sagen, so Liebes-Dingster-Bumster gehört. ja von klar, dir. aber da ist auch Hip-Hop und Funk drin. Das, wenn du weißt, wo Hip-Hop herkommt, dann fühlst du das eigentlich. Das Ding ist, Juice, Aber egal. es gibt ja nicht nur Ja, was ist euch mit denen falsch so, los? es gibt ja auch Leute, die vielleicht andere Musik mögen und weniger Hip-Hop. Yeah, right. Dann kommen halt auch mal andere Leute in den Club und ja. Und da zum Beispiel sowas hier. Aber ich. Bitte nicht. Ja, warte ab. Nein, das hat eine andere Sache. Was? Hä? Ich hab gesagt, das hat eine andere Sache, warum nicht? Ja, da kommt Jochen Rochen ohne Knochen. Aha, okay. Was geht ab? What up? Ja. Benz? Das ist Jochen. Ah, Jochen. Was? Ja, rauchen, Sie sprechen, wir stechen. Okay. Oh shit, Mann. Fette Kette. Danke, Mann. Ist das Hip-Hop genug? Yeah. Ich würfel da mal mit. Ja, das Ding ist halt, wie soll ich dir sagen? Ich weiß nicht, wie lange die Leute das aushalten, quasi nur Hintergrundmusik, Ja, klar, weißt du? das. Weil Aber hättest wie du gesagt, auch ist halt, was man müsste gesungen wirklich oder ein, so, das wäre was anderes. Ja halt. klar, man müsste halt wirklich ein Konzert machen, wo allen klar ist, für was das sie kommen, ne? Hm. Aber ob das genug Leute zieht, keine Ahnung. Ja, man könnte Tikilala wirklich in diesem Theater mal verschieben und da quasi verschiedene Richtungen, so richtig Party. Zuerst trittst du auf, dann kommt ein DJ, dann kommt vielleicht Eddie und so weiter Ja, und so irgend fort. sowas. Ja, das wäre auch was. Dass ich nur irgendwie so 2, 3 Songs spiele und dann kommt ein DJ oder irgendwer anders. Jemand. So, das ist ein Warte. bisschen für alle, was dabei ist. Aber ich sag's dir jetzt schon, wenn der DJ kommt, bin ich weg. Ja, du musst ja nicht da sein, du kannst auch Abstand halten. Ja. Ja, du musst sowieso Abstand halten, Mann. Pass auf. Nach nächsten Freitag habe ich schon nächste Motto-Scheiße. Tag, weißt du hier in der Nähe so ein kleines Theater oder so? Nee, es gibt so ein kleines noch. Ich habe mir überlegt, Oh Gott. allgemein so Ding-Party zum Beispiel, halbe Stunde legt ein DJ auf, dann kommt Bruno mit seiner Gitarre halt und dann kommt Eddie halt, allgemein so Wechsel halt, genau. So konzertmäßig Ding halt. Mit Getränken und alles drum und dran halt.
Je. Also halt, da muss man halt gucken, ob man das auch zur Verfügung gestellt bekommt, diese Theaterbühne und alles drum und dran. Uff, ja. Kennst du jemanden, der Comedy macht? Ja, also shit, man, dann red nicht davon. Ja, fuck, man, ich kann dich als Clown da hinstellen, da ist auch Comedy genug. Was? Was machst du? Je. Right, alles klar, man, peace. Alles klar, vielleicht wird organisiert irgendwann mal. Okay, ja. Meldest du dich? Je. Hat meine Lady von dir eine Nummer? Ich glaube. Emma? Ja, hab ich. Okay. Oha. Ich dachte, du sagst nein. Nee, alles gut, Mann. Ja, dann sage ich ihr Bescheid, sie ruft dich dann an. Ja, perfekt. Ist halt, wie gesagt, erstmal nächste Woche Freitag halt DJ-Shit und weiß ich was, Oldschool, aber ja, ne? Ja. Wir versuchen quasi unser Bestes, dass es, ne, von sich selbst ist, aber ja, können wir halt nicht viel versprechen. Ja, also ich arbeite im Moment auch daran, meine DJ-Sets ein bisschen neu aufzubauen und dann, damit ich das garantieren kann. Okay. Falls du doch mal einspringen möchtest. Ja, ich überleg's mir mal und ich arbeite mal ein bisschen daran. Alright, melde dich dann bei mir, dann mache ich dich auch, dein Manager. Ja, da bin ich vorsichtig geworden in den letzten 15 Jahren, glaube ich. Keine Sorge, die Auszahlung werde ich nicht, also nicht ich übernehmen, sondern die Leute, die quasi bei denen du auftreten tust. Also kann ich dich nicht abziehen oder sonst was. Okay. Ja, ist halt ein Drecksgeschäft, ne? Mhm. Ja, das Ding ist halt, wie sagt man so, fast alle Künstler sind halt nur ein Mittel für die Manager-Leute. Mhm. Ja, und auch es wird so viel geschoben und gemacht und getan hinten durch. Dass du quasi vieles nicht siehst. Ja. Okay, ich könnte ein Buch schreiben, was ich in den letzten 15 Jahren erlebt habe. Ich sag lieber nicht. Ich könnte auch Buch schreiben. Ja? Über was? Ja, was ich so erlebt habe. Okay. Ich könnte vielleicht eine Kurzgeschichte schreiben. Aber was sind das für Leute, Mann? Darf ich vorstellen, der Abschaum des Würfelparks. Ja. Das ist sein Ernst, ich dachte, er will herkommen. Und dann läuft er zu den Chaoten. Ist es Eminem? Ja, das ist Eminem. Oh Mann. Wer? Eminem. Eminem? Die. Also Der mit grauen Hose, da, Jogginghose. Der echte Eminem? Nein. Nee, Fälsch. Eminem. Nein, das ist nicht Eddie. Eminem. Das ist das Ding, das ist David. Das ist noch wer anders. Das ist David. Ja, ich David komm's ist aber nicht Eminem. mehr bekannt. Ach, David ist Eminem und das Eminem ist Eddie oder was? Ah, diese Stadt macht mich fertig. Ich bin mal im... Und hey, Freund von Emma. Je. Hast du auch einen Namen? Hughes. Hughes, freut mich. Je. Und wenn du, also weißt du, wo man sich da schlau machen muss, wenn man diese Theaterbühne Teil da oben mieten Ich will? glaube DOL.
Duell, okay. Wobei ich denke, es ist zu groß für mich jetzt noch. Keine Naja, wie Ahnung. gesagt, es gibt 2 Theater. Hm. Ich glaube, wo wir sogar zu euch mal gefahren sind, ne? Wo ihr wart, glaube ich, bei dem Großen, oder? Ne, ihr wart bei dem Kleinen oder Großen? Ne, ihr wart bei dem Was? kleinen Theater, wo ihr da oben stand, weißt du noch? Wo oben standen? Wo wir Schutz vor dem Regen gesucht haben und uns da unter die Schirme gestellt hatten. Genau, das war, glaube ich, kleiner Theater, wo wir da waren. Achso, ja, was ist das gerade? Und wir sind mit wem war ich da? Mit Isabella? Oder mit wem bin ich dazu gekommen dann? Ja, wir waren bei dem Großen halt. Und den Kleinen, glaube ich, wird es nicht so teuer oder schlimm sein halt. Okay. Es hat wenig Platz, aber ja. Ja, was heißt wenig? Wie viel? Boah, keine Ahnung, Mann. Okay. Ich glaube, für 60, 70 Leute reicht das. Okay. Ja, ich muss mir das mal überlegen. Wie gesagt, ich kann dir halt nicht versichern wegen den DJ, ne? Ja, klar. Weil ich kann denen nicht verbieten, halt deren Musik, was die quasi vorbereiten, ne? Ja, klar. Nee, was DJing angeht, schaue ich mal. Ich muss mir mal aus eigenen Beats was zusammenbasteln. Aber das dauert ein paar Tage. Ah, die Cops wieder. Die haben mir vorhin alle brav Trinkgeld gegeben, ne? Ja. Ja. Die haben ja genug Kohle. Oh, jetzt haben wir nicht keine zweite Strafe. Bauch. So, ich wünsche euch was. Ich glaube, ich gehe mal. Alright. Gute Nacht zusammen. Ciao. Gute Nacht. Ciao. Ja. Was Hey. eine neue Runde. Nein. Wer sagt... Ich wünsche euch was, ne? Gute Nacht Ja, zusammen. gute Nacht, Mann. Gute Nacht. Ciao. Okay, wenn die Mehrzahl sagt... Ja, ich glaube, das ist es gewesen. Ui, hoppla. Ey, weil was so nicht mehr passiert ist, irgendwie... low. Vor allem bin ich müde. Jetzt können wir endlich in unsere eigene Wohnung fahren. Das wäre schon noch geil. Aber auch wieder nur 2 Türen. So. So, jetzt muss ich unsere eigene Wohnung finden, ha? Das wird jetzt lustig. Er ist doch gerade hier links, das ist doch perfekt. Easy. Easy gefunden. So, hier. Einmal so. Ja, klar. Ja, klar. Und ich soll jetzt mit meinem Hurenschiff hier hingern. Oh Gott. Oh Gott.
Boah, Mann. So, no risk, no fun. So. Gitarre lassen wir im Auto. Aber wir düsen noch schnell hinten in den Kofferraum. So, zack. Haben wir hier jetzt eigentlich noch etwas zu essen drin gelassen? Nicht, hä? Nein, nur Kleider, okay. So. Karre gesplüssen. Ja. Ey, und das erste Mal in ihrer eigenen Wohnung geschlafen. Wie cool ist das bitte? Das haben wir erst EG links. Aha. So. Nice. Dann würde ich sagen. Klimmen wir mal in den Kühlschrank. Gönnen uns noch ein Bierchen. Eins langt. Jetzt können wir nicht hocken und trinken. Hm? Ja. Was für ein Tag. 6,5 Stunden jetzt und vorher glaube ich schon 3 Stunden. So, ich hole mir noch schnell in Nacht etwas zu trinken. Moment. So. Prost, meine Lieben. Salute. Für Abendbierli. So. Dann würde ich mal sagen. Zack. 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 Irgendein ist wieder. Gut. Hopp. So. Nö. Verdammt. Schaffen wir so noch ein richtiges Bett zu legen. Mann. Warte. So. Ja, da kann ich leben damit. Gut. Dann sage ich an dieser Stelle. Merci vielmals fürs Einschalten, meine Damen und Herren. Schön, seid ihr dabei gewesen. Merci vielmals. Wir lassen nochmal durch.
Merci vielmals Uwe, merci Flex One, merci Lokito, merci Anonyme, merci Aim Black, merci alle die Bits gespendet haben, da, alle die abonniert haben, alle die gefollowt haben, alle die Abos verschenkt haben. Vielen Dank. Und jetzt muss ich schnell schauen, ob ich euch noch irgendwo herschicken kann. Das sind zwar nicht mehr viel, hä? Twitch.tv. Schnell schauen. Jetzt gleich nochmal den Kopfhörer anlegen. Jetzt hören wir mich selber. Das sehen wir nicht. Wen haben wir denn da noch so? Die Vanessi. Da mal reinschauen. Die spielt nicht. Hey Nenad, merci vielmals. Dankeschön. Jetzt nicht noch verspenden da. Tanken. Okay, die spielt irgendetwas anderes. Evil Ernie. Spielt das Scribble? Scheiße. Da haben wir noch einen. Auch eine Postmule, also eine Mule. Okay, dann schicken wir euch zum Kopf. Ah, jetzt sehe ich von Jesse Jazz, du hast mir noch den Link geschickt zu Arad. Nice, dann schaue ich bei ihm, aber ich glaube, der streamt nicht mehr. Slashmate, okay, nice. Arbeitslos, nix gut. Geil. Da folge ich auch mal. So. Jetzt aber. Ist überhaupt noch jemand da? Heieiei. Stream Manager. Kanal Raiden. Ja, Evil Ernie. Nee, scheiße, ist falsch. Da. Okay. Warum zeigt es jetzt nur noch One A Viewer an? Keine Ahnung. Sie alle gegangen jetzt. Macht's gut. Tschüss zusammen. Sondern du hast wirklich nur mit RP-Hintergrund darfst du eigentlich immer handeln. Und dein RP-Hintergrund kann nicht einfach sein, ich hasse Cops, deswegen töte ich sie und ich darf auch nicht einfach Morde ausüben und so. CK8, danke dir. Danke für dein Follow. Das ist wieder aufhört. Das war? Das Andy hat gar keine Webseite. True, ja. Wie wollen die sich eigentlich bewerben?